grüezi miteinander. Oh mein Gott, lieber Chat, ist Musik gekommen im Intro? Ist Musik gekommen? Und wieso haben wir jetzt keine Musik? Es wird alles kaputt. Ich gehe wieder offline, Chat. Ich gehe jetzt wieder offline. Wir machen da noch schnell Musik rein. Das muss schon sein. Und natürlich machen wir das gerade so. Was? Nein! Was? Nein! Es ist keine Intro-Musik gekommen. Es ist sicher Intro-Musik gekommen. SR On 60. Dann machen wir noch SR On. Song Requests, lieber Chat. Könnt ihr rein tun, Ausrufezeichen SR Abstand, Spotify-Link und grüezi miteinander. Schön sind ihr da. Wie geht's euch, liebe Leute? Wie war eure Woche gewesen? Habt ihr auch so warm wie ich? 30,3 Grad. He? Und Jack, nein, ich will jetzt nichts hören. He? Ich werde jetzt nichts hören. Aber der Jack hat halt eine Klimaanlage, oder? Wir wissen die Zahl. So, hier noch schnell Helligkeit regeln. Let's go. So, ich begrüße schnell alle. Oder ich bedanke mich mal zuerst noch für Bits. Sir Simple, merci vielmals für 3. Und nochmal 3 Bits. Sir Simple, danke vielmals für den Support. Und holy moly! Airfighter. 43 Monate. Merci vielmals für den langanhaltenden Support, Airfighter. Ich glaube, du bist immer noch Rekordhalter. Ich sage es jeden Monat. Danke vielmals für den riesigen Support von dir. Wie geht's, der Airfighter? Und grüezi Jenny mit First. Dann Juti. Grüezi Juti, wie geht's dir? Und Smoker und Blackjack natürlich. Trini, Sir Simple. Anni, was sonst? Und Airfighter, grüezi miteinander. Was sind eure Highlights gewesen, Chat? Diese Woche von heute oder wie auch immer? Ja, schnell für euch. Dann geh weg, du Sozialkontakt. Nein, bleibt da. Chat, bleibt da. Kann ich versprechen, dass es sich lohnt. Ja? Aber ich gebe mein Bestes. Ich gebe mein Bestes. Und Bertmann, Firm Handshakes, Bert, wie geht's dir? Ich lese ja heute nicht zum ersten Mal. Vielleicht sind ihr ja auch dabei gewesen vorhin. Und falls nicht, ich erkläre so schnell. Ich bin vorhin beim lieben Blackjack V8 on Stream gewesen, bei der Aufnahme vom Podcast, also vom Blackjack und dem Ullen. Und darum gibt es an dieser Stelle noch schnell ein Shoutout. Das muss schon sein, Chat. Das muss schon sein. Also erstens mal... Geht hier vorbei, Blackjack V8, reinschauen. Es lohnt sich, wenn es euch gefällt, dann könnt doch dort auch followen. Und dasselbe mit dem Ullenbullenmann. Also die beiden machen nämlich auch Podcasts, darum tue ich schnell auch beide Shoutouten. Ullenbullen, auch dort vorbeischauen. Schaut den mal an. Oder? Kann man nicht widerstehen. Das Gleiche auch beim Jack. Let's go und lasst doch auch mal in den Podcast rein. Jack Ullen, wenn ihr gerade rum seid, Blackjack, du bist rum, du darfst also gerne schnell irgendeinen Spotify-Link reinmachen. Es nimmt mich nämlich selber auch Wunder, ich habe noch nicht abonniert, muss ich ganz ehrlich sein. Aber mach doch schnell einen Link rein, ich wünsche mir das, damit die Leute wissen, wo sie den Podcast dann auch hören können, wenn er dann released wird. So, ich lese mal schnell ein bisschen Chat. Jenny hat Troy's Hammer. Was hast du bekommen? Troy's Hammer Karten. Du hast schon 6 Stück von denen. Jack hat auch eine gezogen und auch Troy's Hammer Karten. Let's go. Kokain und Zollgebühren, das lese ich erst jetzt. Let's go. Gipfeli-Werbung ist auch schon gemacht worden. Ich habe noch. Ich habe nicht all gegessen beim Brunch heute. Also Gipfeli am Start. Warm geht noch, hure feucht noch. Hey, die Feuchte nervt mich auch. Wir haben es eben auch tatsächlich davon gehabt, dass halt das mega viel ausmacht.
es fühlt sich halt dann auch wärmer an. Und man kann nicht richtig durchlüften. Es bringt überhaupt nichts. Meine Woche ist schön gsi. Und wie war deine gsi? Also Jutti, als allererstes korrigiere ich jetzt dein Schweizerdeutsch. Also, ich weiß nicht, schön gibt es auch. Schön, das gibt es auch. Aber woher kommt schön? Ist das irgendwie so, ich weiß es nicht. Irgendein Kanton, aus einem Kanton kommt das schön. Aber ich würde schön schreiben. Meine Woche ist schön gsi. Und wie ist ohne T? Deine gsi. Jutti, nee, Spaß, ne? Ich will dich hier nicht immer korrigieren. Das ist alles gut. Also, du bist auf einem guten Weg zum Schweizerdeutsch. Hey, freut mich, Jutti, freut mich. Und meine Woche war gut. Meine Woche war gut, ich kann mich nicht beklagen. Singen die, was geht? Höre ich das richtig, Chat? Ah nein, was dreht? Okay, ich habe verstanden, was geht. Der Match, der nebenbei läuft, wie läuft es eigentlich? Ich halte jetzt nichts mitverfolgt, Chat. Klärt mich schnell auf. Ich glaube, Schweiz spielt gegen Italien. Habe ich das richtig mitbekommen? Wie sieht es aus? Sind wir gut dabei? Schaffen wir das? Bringen wir einen High-Chat? Fragen über Fragen. Kreispe, Knopf. Oh, Scheiße, Bert. Vergiss es immer. Ich vergesse es immer, ne? Bei den warmen Temperaturen wird ein Knopf aufgemacht. Das ist im Bert sein Wunsch. Geisteskrank. Hey, danke vielmals. Es war uns eine Ehre. Hey, es war mir eine Ehre, Jack. Und Highway Racer, grüezi. Ja, Mann, 2-0 für die Schweiz. Let's fucking go. Aber in welcher Minute sind wir denn? Wie lange müssen wir noch durchhaben? Wir sind aber nicht so gut in dem. Ich bin der Meinung, die Schweizer sind aber nicht so gut, wenn sie in Führung sind. Dann verkacken sie zusammen. Aber ich hoffe natürlich, dass es so bleibt. Da schon mal ein bisschen Konfetti. Zu feiern. Kaschira, grüezi, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Black Chat. Du am besten einfach über Brotkasten ziehen. Let's go. Chat. Wie mache ich das da schnell highlighten? Da. Geht da drauf. Also klickt jetzt nicht da drauf, sondern da im Chat. Also nicht in dem Chat, sondern der da hinten. Klickt dort auf den Link. Mache ich auch gerade schnell. Oh nein, dann macht es mir wahrscheinlich gerade Spotify auf. Mache ich dann später. Inklusive allen Links. Let's go. Gut, dann muss ich aus meinem Gebüsch. Hast immerhin mehr als ein Gipfel in der Tüte. Mach mal Platz neben dir. Ja, Jutti, bist du schon wieder vor dem Fenster? Muss ich gucken? Ich gucke jetzt, Jutti, ob du wirklich schon vor dem Fenster bist. Wait a second. Das bist nicht du, Jutti, das ist der Jack. Und Jack, wieso bist du vor meinem Fenster? Ja, das war nicht abgemacht, ne? Schwäbisch. Grüezi Troy, sorry, kurz noch beschäftigt mit Schutten. Wie geht's dir und wie war deine Woche gewesen? Hey Jenny, ich kann mich nicht beklagen, es geht mir gut. Und ich habe schon gelesen, 2-0 für die Schweiz, das klingt mega nice. Also lieber Chat, haltet mich auf dem Laufenden. Ich warte auf meine Pizza. Trini, was hast du für eine Pizza bestellt? Das nimmt mich jetzt Wunder. Ah, hat schon gewonnen. Wir haben schon... Hey, let's fucking go. Viertelfinale. Also haben wir jetzt gewonnen? Haben wir einen Heim genommen? Also, er hat nochmal Konfetti. Let's go. Nice one. Fertig, Mann. Let's go. Holzkopf, grüezi und Coolio. Let's go, grüezi, Hauptschweiz.
Hey, wir haben es geschafft. Das ist doch geil. Das ist doch geil. Ja, ich habe immer ein besseres Gefühl. Ich habe immer ein besseres Gefühl. Da könnte noch etwas werden, oder? Im Stream klappt das irgendwie nicht. Dauer. What? Oh Jut, jetzt habe ich den Faden verloren. Was klappt nicht? Gut, gerade an der TwitchCon. Hey, nein, Kaschira, bist du an der TwitchCon? Jetzt aber, hey. Und gerade enttäuscht, dass du nicht da bist. Oh, Kaschira. Hey, hättest du mir doch etwas gesagt, Mann? Hättest du mir doch etwas gesagt, dann wäre ich im Fall schon gekommen. Dann wäre ich schon gekommen, Kaschira. Aber hey, ich hoffe, du hast es gut. Was sind, erzähl mal Highlights. Was gibt es für Highlights? Was hast du so erlebt? Nach dem Spielstart von der zweiten Spielzeit hat die Schweiz direkt ein 2-0 geschossen. Ein Tor, 37 Minuten. Oha! Oha, wie gut! Gaupizza? Was ist eine Gaupizza? Sicher, dass wir gewonnen haben. Gehören noch keine Sommerhupen. Ich glaube, eben Sommerhupen, das würdest du hören, wenn die anderen gewonnen hätten. Gut, ich bin mir nicht sicher. Mit Schinken, Zwiebeln und Knoblauch. Shit, Mann, jetzt habe ich Hunger. Aber ich habe ja Gipfeli, Trini. Okay, ich habe ja Gipfeli. Alles gut, alles gut. Und ich hätte sogar noch mehr. Im Kühlschrank habe ich, glaube ich, noch ein paar Snacks. Und einen Salat habe ich noch. Holy shit, ich könnte echt Salat essen im Stream. Auf den Link klicken klappt nicht und dauerhaft sitze ich im Gebüsch vor deinem Fenster. Mhm. Bist du da jetzt die letzten Wochen immer drin gewesen, Juti? Ach, der Link klappt nicht. Ach so, auf Mobile, ist es auf Mobile? Du, da habe ich da wirklich nur einen Knopf offen. Da zieht es mir ja gerade rein. Aber das ist auch gut so bei diesen Temperaturen. Und Freya, grüezi, Freya. Ja? Tee habe ST. Wie geht's dir, Freya? Schön, dass du da bist. Wie war deine Woche? Also im Chat klappt auf den Link klicken, aber nicht im Bio. Also Chat, da könnt ihr nicht draufklicken. Ganz wichtig. Ich nehme es jetzt auch wieder weg, weil das geht nicht. Oh, der Best. Troy. Let's go. Sprich, Goi-Pizza, Mann. Ja, bei Trini, die Goi-Pizza. Okay, das habe ich, glaube ich, auch schon irgendwann gelesen. Das habe ich auch schon irgendwann gelesen. Sogar dann, als ich nicht da war. Oh? Oh? Aber Jutti, ich hoffe, du hattest eine schöne Zeit im Gebüsch. Hat dich irgendjemand unterhalten? Highlights. Der CEO, Dan Clancy, ist unter das Volk und hat mit jedem Heini geredet und Selfies machen lassen. Voll cool. Oh, okay. Ja gut, der Dan Clancy ist ja auch, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Kaschira, ist in der Schweiz gewesen, letztes Wochenende. Und der Bert, also der Zaubert, der glaube ich auch im Chat ist, er war mit ihm unterwegs gewesen, während der Dan gestreamt hat. Das ist auch mega nice, oder? Dass er so Sachen macht. Sehr geil. Ja, ich finde, er ist auch mega auf dem Boden geblieben. Und das finde ich geil, dass er natürlich auch der TwitchCon so ein bisschen unter das Volk geht, sich das getraut. Das ist mega sympathisch. Hey, ja, Kaschira, voll. Beim Dan Clancy kannst du auf Twitch das VOD mal schauen, bei Gelegenheit, wo er in der Schweiz ist. Und dann siehst du so den Bert und den Strike und, wie heisst sie, Ninth Child. Bin mir jetzt nicht mehr sicher. Auch 3 Streamer aus der Schweiz. Geiler Song wieder. The Jacksons. Und El Loco, grüezi, El Loco. Tröt. Ich übernehme das Hupen. Stellvertretend
Für die Brüder Schweizer. Ich hätte so gedacht, so die Schweizer, die gehen doch nicht hupen. Wobei, wir sind einig, ich weiss nicht, das war schon vor vielen Jahren, bin ich mit einem Kollegen, also er ist gefahren, und ich hatte eine Kuhglocke dabei gehabt, auf dem Beifahrersitz. Da haben wir echt Fenster runtergemacht, sind überall durchgefahren und ich habe laut mit der Kuhglocke ein bisschen geglöckelt. Ja, so sind wir. Gut und sauber, hey Freya. Freut mich, dass es dir gut geht. Ich kann mich nicht beklagen. Es ist einfach verdammt warm. Ich habe 31 Grad in der Wohnung. 31 Grad. Ich habe viel zu warm, Chat. Holy shit. Hey. Wenn du es sagst, Troy, klar mache ich das. Oh. Gibt es im Goi? Ja. Kann ich mir noch vorstellen. Ich habe dich mit meinem kleinen Fernglas. Ich stelle mir das jetzt gerade so vor. Das kleine Fernglas, das kleine Fernglas, ne? Beobachtet. Und als es kalt wurde, bin ich in meine kleine Gipfelifabrik hinter dem Gebüsch gewesen. Da kommen die Gipfelis her. Da hocke ich jetzt auch wieder. Voll cool, muss ich abchecken. Hey, mach das kaschieren. Unbedingt, unbedingt. Ich habe noch S-Fund. Oh, jetzt aber. Da Jutis Gipfeli. Frisch aus dem Gebüsch, Chat. Wer oder was ist S-Fund? Ich nehme an, das ist ein Streamer oder Streamerin. Da, voll cooler Dude. Der Tor ist halt auch da, Mann. Holy shit, Mann. Da bin ich. Also da. Hast du ihm Heu gesagt? Hast du ihm Heu gesagt, Kaschira? Das ist jetzt halt die Frage, ne? Weil, wie soll ich jetzt das erklären? Also, Herr Chat, ich tue das schnell für alle verständlich erklären, wer der Kaschira, also wer da auch noch an dieser Twitch-Con ist. Am besten machen wir das schnell. Shit, ich bin halt nicht vorbereitet darauf, Chat. Bin nicht vorbereitet auf solche Dinge, ne? Ja, also Chat, machen das schnell so. Also der Kaschira, ja, also das da ist die Twitch-Con, ja? Und da ist der Kaschira. Aber wer auch dort ist der Tor. Und der Tor, das ist ein bekannter YouTuber und Streamer und so. Ja? Genau, jetzt machen wir noch ein Herzchen drum, einfach weil es schön ist. So. Ich habe das nicht so gut. Ich habe das nicht so gut wie der Tor. Hey, aber geil, aber geil. Hey, Highway Racer, alles gut. Meine Woche war gut. Ich kann mich nicht beklagen. Relativ gemütlich. Nicht zu viel Stress tatsächlich. Muss sie finanzieren, die Fabrik? Ich hoffe, die Einnahmen sind gut. Ne? Sagst du, wenn ich die Preise erhöhen soll? Airfighter mit der Gameplay-Karte. Nice one. Hey, ein Spendeli gekommen, Chat. Highway Racer ist Spendeli gekommen. Jetzt bin ich mir nicht sicher. Mega schön, wirklich. Yes, okay, gut. Ist ja, ist es. Was hast denn du? Troy's Hammer, Karte 5, Spielzeughammer 2, Gameplay 3, Troy 1. Dir fehlt immer noch Troy-Lina. Troy-Lina, dann könntest du eine bauen. Du musst aber Troy-Lina nochmal haben und den Troy auch nochmal und dann hast du das komplette Deck. Die Einnahmen sind sehr gut, denn alle hier lieben diese Gipfel, deswegen mache ich sie jedes Mal mit sehr viel Liebe, Chat. Ja, mit sehr viel Liebe, das ist wichtig. Troy-Lina hat keinen Bock auf mich. Das hast du letztes Mal schon, glaube ich, schon gesagt.
Das hast du letztes Mal schon gesagt. So, Chat, ich muss noch schnell etwas checken. Kurz was gucken. Ist das eigentlich meine Playlist oder ist das euer Song, der gerade läuft? Bin mir gar nicht sicher. Malware Injection von Remy Gallego. Okay. Chat, ich bin gerade wieder für euch da. Ich muss schnell etwas angucken hier. Und Jack, merci für den Lurk Support. Danke vielmals. So. Ja, stimmt doch, oder? Oder? Du, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe schon lange nicht mehr mit der Troilina geredet. Und die ist nämlich geflüchtet, Chat. Die ist geflüchtet, ich weiß nicht wohin. Ich habe sie letztens in einem Chat gesehen. Hat sie auch geschrieben. Ich weiß gar nicht, bei wem ist das gewesen? Bei wem ist das gewesen? Freya, ist das bei dir gewesen? Bin mir nicht mehr sicher. Ich würde dir die Troilina gönnen. Ja, Freya, das war bei dir gewesen. True. wegen den Follows. Da habe ich gedacht, komm, ich schenke dir, nein, ich muss mich korrigieren. Troilina hat dann gedacht, komm, wir schenken jetzt dieser Freya noch so einen Follow. Gameplay irgendwann oder auch nicht. Hey, übrigens, apropos Gameplay, und zuerst mal grüezi Eonra, wie geht's dir? Schön bist du da. Wie geht's dir? Und apropos Gameplay, wir probieren es heute nochmal, Chat. Control, wir wagen nochmal so einen Versuch. Control, letztes Mal immer abgestürzt und dort probieren wir heute, ob es vielleicht besser funktioniert. Ich bin ein bisschen googeln und es ist tatsächlich, mega viele haben genau an dieser Stelle Problem, dass das Game abkratzt. Und die meisten sagen, man muss nicht einfach durchrushen, damit das Game gar nicht erst abstürzen kann. Vielleicht braucht es ein paar Anläufe und das probieren wir, Chat, das probieren wir. Aber ich bin nicht allein mit dem Problem, das beruhigt mich schon mal ein bisschen. Chat und ich haben ihre bei Flucht gekauft. Oha, Freya, jetzt aber. Jetzt aber. Oh, Arch Enemy, let's go, Trini. Eventuell auch mal Gameplay, aber meist eher weniger. Ja, vielleicht machen wir heute mal etwas anderes, Chat. Chat, irgendwann mache ich das so, ich komme live und ich bin schon im Game inne. Irgendwann mache ich das. Und ihr werdet die Welt nicht mehr verstehen. Gut, mein Auto lebt noch. Oh, Eonra, was hast du denn mit deinem Auto gemacht? Was hast du denn gemacht? Das ist gegen mein Motto. Aber manchmal, Beauty, muss man Dinge machen, die gegen das eigene Motto sind. Nächsten Samstag. Das verrate ich jetzt nicht. Nein, lieber Chat, also ihr wisst, ich mache gerne schon das Chatting mit euch. Sonst würde ich es ja nicht machen. Also, was ich eigentlich sagen will, ihr seid schuld. Ihr seid selber schuld, dass es kein Gameplay gibt. Ja? Ihr seid selbst schuld. Am Mittwoch ist es fast nicht mehr angegangen, weil es so lange stehen hatte. Wie lange ist es denn rumgestanden? Holy shit. Oh, das ist natürlich, das ist auch doof. Dann brauchst du es mal einmal wieder und dann geht es fast nicht an. Ah. Ja, das kann doof sein. Wir brauchen Just Chatting, um dich zu ärgern.
Okay. Okay. Ja, Chat. Chat being Chat. Ich weiß es nicht mal so lang. Gut, ich muss ehrlich sagen, meins steht amix auch lang um und ich brauche es nicht. Also lang, bei mir ist lang, ich sage jetzt einmal, es kann bis zu einer Woche sein, wo es einfach dort steht. Und ich gehe nie hin. Ich bin zu faul zum Einkaufen. Ich habe sowieso Homeoffice. Ich sage nur dein TikTok, das hat es gut beschrieben. Ey, das Video ist legendary. Ich glaube, Highway Racer, du hast, glaube den Clip gemacht, wenn es mich nicht täuscht. Wo ich etwas wollte sagen. Ich wollte erklären, was Kuya heisst. Und er hat mich einfach genervt. Ja? Er hat mich einfach genervt. Mit diesen ganzen Effekten. Hm? Das war ein guter Clip. Das war echt ein guter Clip, Chat. Ja, das macht auch schon Spass. Danke dir, Joti. So macht man das. Chat, ich muss da eure Musik ein bisschen... Was habt ihr da für Musik eingegeben? Da, 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 da. Da, da, da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da müsste ich wieder mal schauen. Ein bisschen A-Team, Chat. Ein bisschen A-Team. Oder der Film. Chat, wie haben der A-Team sorry, mal eine Lesung gemacht. Wie haben ihr den A-Team-Film gefunden, wo vor... Ich weiß gar nicht, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her. Holy shit. Auch der Film, der mal rausgekommen ist, wie habt ihr den gefunden? Ich glaube, ich habe ihn so mittelmäßig gefunden. Aber ich habe ihn nicht schlecht gefunden. Und Luis, grüezi, schönen guten Morgen. Luis, wie geht's dir? Und Wolfi, Elfenlied, ist ein super Anime. Lalali. Lalali, lalala. Kapiert? Hey, Bounce, Mann, wie geht's dir? Und Karls, grüezi miteinander. Wie geht's euch, liebe Leute? Luis, Wolfi, Karls, Bounce, wie war eure Woche gewesen? Jetzt nimmt es mich aber schnell Wunder, hast denn du das eingegeben, Wolfi? Highway Racer hat es eingegeben, aber Wolfi kennt das Lied. He? Danke vielmals, Jennifer. 1 und 1 Bit. Das sind jetzt das 2 Bits gewesen. Wieso? Hä? Das war nur ein 1 Bit gewesen. Kann man jetzt die Sachen wieder doppeln? Weil beim Simple habe ich schon irgendwie 2 mal 3 Bits gesehen. Ich brauche nochmal schnell Bestätigung. Jenny, hast du 1 Bit geschickt oder 2 mal 1 Bit? Und dann zeigt mein Tool da das Zeug doppelt, da merke ich gerade. Hat Twitch wieder irgendetwas umgebastelt? Holy moly. Okay, das zeigt es doppelt an. Danke fürs Testen, Luis. Nein. Oh no. Oh no, 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 no. Wait a second, kommen die Alerts halt doppelt? Oh no, no, no! No Mann, nein! Was ist... Irgendetwas funktioniert. Irgendwas funktioniert immer nicht. Nicht immer. Egal, ihr wisst, was ich meine, Chat. Wir haben technische Probleme. Die Alerts werden doppelt abgespielt. Und ich kann es nicht fixen. Das ist das Stream-Element, das irgendeine Störung hat. Carnage, Mann, grüezi Carnage, wie geht's dir? Danke fürs Phone, danke. Wie war deine Woche, Carnage?
Hey, es wär schön, wenn mal wieder ein cooler Anime rauskommt. Ja, andere, ich kann nicht mitreden. Der Google ist da, ich muss das Knöpfchen zumachen. Da gebe ich mir im Googli. Das gibt es nicht kostenlos hier für den Googli. Hey Googli, schön, dass du da bist. Der schon wieder. Wie geht's dir? Wie geht's dir, Googli? Ich kann halt nicht mitreden, andere, mit Animes. Ja. Aber ja, ich kann mir es vorstellen. Oh, Arch Enemy Chat. Naja, ist gegangen, aber nicht das gleiche wie die Serie mit der Originalbesetzung. Ja, true. A-Team, es ist okay gewesen, so habe ich es auch in Erinnerung. Aber es kommt nicht als Original hin. Und ich glaube, der Schluss hat mich ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Hey, ich muss mich noch schnell bedanken. Also Luis, einmal 200 Bits vom Luis, einmal 99 Bits von der Jenny. Danke vielmals für euren Support. Merci fürs Testen. Und ja, es kommt doppelt an. Inklusive Alerts. Hey, wie ein Leben so spielt vom Bounce, let's go. Ja, gerne ist natürlich nur zu Testzweck gewesen. Luis, danke vielmals fürs Testen. Aber wir müssen übrigens wir müssen noch schnell die Abos testen. Nein, sage ich. Also, nur Spass. Nein, das können wir natürlich nicht machen. Insgesamt eher mehr. Eher mehr. Oh, okay. Carnage dann wie immer eine gute Besserung, ne? Boah, das Phone hat mich jetzt triggert. Ja, mich verwirrt es aber auch. Holy shit. Jetzt zieh das Hemdli aus. Nein, ich habe jetzt extra das Knöpfchen zugemacht wegen dir. He? Echt ein Googli am Dono. Er wartet nur, bis ich sage, wie viel er muss zahlen pro Knöpfchen. Gut. So viel Knoblauch. Oh, eine Pizza gekommen. Das wird lustig. Hi Junior. Hey, da habe ich auch schon lange nicht mehr gehört, Chat. Aber Trini, jetzt sag doch im Google mal, er soll mal den Rasen mähen. Wir haben schon ein paar Mal darüber geredet, Google on Stream. Trini hat immer wieder erzählt, dass sie den Rasen selber muss mähen muss, weil ja dieser Google, der kommt nicht, ne? Der hilft nicht. Jetzt geht dort mal vorbei und tut den hohen Rasen mähen, Google. Also was ist jetzt daran so schwierig? Troy, mache ich jetzt Sport oder warte ich noch bis halb? Laufe ich auf dem Fernseher? Auf dem Fernsehen? Hä? Auf dem TV? Ich kann nicht mehr reden, Chat. Ja, das musst du entscheiden, Jurti. Oh, ratatata. Let's go, let's go. Hä? Ich verlange Schadensersatz pro Knöpfchen. Nein, Sklavenarbeit ist vorbei. Nein, what the fuck? Hey, nein. Hey, nein, STGLC, das ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist jetzt nicht dein Ernst, STGLC. 50 Stutz hast du gerade reingebuttert, Mann. SDTLC. Ich ziehe das Hemdli nicht ab. Aber du, wenn du deine 50 Franken wieder schon mal haben ohne no joke, dann schreib mir, please. Also, das wäre wirklich nicht nötig. Es wäre wirklich nicht nötig, aber danke, I guess. Merci für den Support, holy shit. Aber schreib mir bitte, wenn du es zurückhaben willst. Aber appreciated, man. Oh mein Gott, hey. Ja, SDTLC, jetzt hast du mich völlig aus der Spur gebracht. Würde dich aufs Handy projizieren zum Schreiben?
Jutti, dann mach den Sport, ne? Ja, zuerst der Sport und dann das Vergnügen. Aber ist mein Stream ein Vergnügen? Hä? Ich weiß es nicht. Das sind drei. Googli, du hast hier gar nichts zu sagen mit den Knöpfen. Männernippel ist doch harmlos auf Twitch. Nee, die hast du verdient. Oh. Googli jetzt nicht. Also ein Knöpfchen für den Googli. So, das Knöpfchen ist wieder aufgegangen für den Googli. Man weiß nicht so recht, wie viele Knöpfchen noch aufgehen heute. Obi-Wan. Mein Shirt brennt. Ich glaube, ich muss es abziehen. Ich glaube, ich muss mein Shirt vom Leib reissen. Es brennt, Obi-Wan. Open your shirt. Das ist hier nicht OnlyFans, Chat. Das ist hier nicht OnlyFans, Obi-Wan. Hä? Benannt euch. Oh, Chat. Oh, ich muss schnell schauen. Und ich weiß. Ich finde immer wieder neue Campus. Oh, wie gut. Wie gut, Chat. Welche Spur? Das ist eine gute Frage, SDTLC. Also ich war vorher schon neben der Spur gewesen, und jetzt bin ich noch weiter neben der Spur. Bin beim Sport sowieso am Telefon. Ja, Jutti, dann let's go. Dann machst du jetzt den Sport, ne? Lass dich nicht ablenken hier von mir. Hier Geld, jetzt lass mich in Ruhe. Googli, ich muss mich noch richtig bedanken. Merci vielmals, Googli, für den Resub im 19. Monat. Danke für deinen lang anhaltenden Support, Googli. Merci vielmals. Jau, jau. What is this show, Rick? It's an alternate universe where humans all look like this dipshit here. They call him Troy Hammerin. He does that thing where he says that he's going to play a game, but ultimately he never plays it. They call it hashtag eventually some gameplay. What a bunch of fucking weirdos. Hey, Pagania, grüezi. Und ich muss noch schnell. Oh mein Gott, hey Sascha, ich habe dich nie begrüßt. Genau so geht's mir übrigens, Chat. Say wow again. I dare you. I double dare you, motherfucker. Say wow one more goddamn time. Wow. Hey, Sascha, grüezi. Wie geht's dir? SDTLC, Pagania und Flo. Schön, dass ihr da sind. Sorry, dass ich euch so spät begrüße, Sascha. Ich hoffe, das ist sicher gar nicht mehr. Der Sascha, der denkt, komm, der Troy, völlig abgehoben, begrüßt mich nicht einmal mehr. Aber das sind halt die Konsequenzen, die. Ja, Chat. Wie geht's euch? Wie war eure Woche? Wie war euer Samstag? Habt ihr den Match geschaut vorhin? Sind ihr auf die Straße und sind ein bisschen rumgehupen? Bei mir habe ich nichts gehört. Bei uns ist nicht gehupet worden. Kleine Abkühlung. Oh, einfach ein Eiswürfel werden. Da würde ich jetzt nicht Nein sagen. So in echt. Pagania, merci vielmals für den Lurk-Support. Merci. Ich habe gerade angefangen, muss nur meinen Hula-Hoop-Reifen oben halten, schaffe ich. Ja, ich glaube, aber das ist halt schwierig, wenn du noch am Schreiben bist, Jutti. Das wird nicht einfacher mit Schreiben. Eventuell auch mal Gameplay. Komm, probier Control zu starten, wird ein Chatstream, bis das läuft. Ich glaube, gestartet ist es schnell, und weil ich jetzt etwa weiss, wie ich dort hinkomme, also wie ich durchkomme durch den Part, der halt immer abstürzt.
denke ich mal, dass es schnell erledigt ist, to be honest. Und darum mache ich es noch nicht gerade. Dann machen wir zuerst noch ein bisschen Just Chatting. Und dann irgendwann, eventuell, mache ich noch ein weiteres Knöpfchen auf. Aber das wird nur auf OnlyFans übertragen. Dann mache ich eine separate Cam-Schalte dann ein, wo man nur den unteren Teil sieht. Spekumann! Hey Troy, geh schnell in die Waschküche. Bin gleich zurück. Also, Speku, ja, ich vergesse das nie. Du am Hero-Fest. Am Hero-Fest. Live, dort haben wir uns getroffen. Und Speku sagt mir, Troy muss schnell in die Waschküche gehen. Let's go. Speku, merci vielmals für den Resub im 20. Monat. Merci vielmals für deinen Support. Und Speku, wie geht's dir? Schön bist du da. Aber ich würde jetzt auch gerne schnell in die Waschküche gehen, um mich abkühlen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Paxtei, oh Pagania, du bist halt auch wieder am Paxtei-Suchten. When heavens falls, I will be your light. Love will survive. In this hell, you are my paradise. Die Decor-Mann, grüezi. Mit dem Decor bin ich vorhin übrigens auch im Podcast vom Ullen und dem Jack. Es war richtig geil. Also Decor, es hat mega Spass gemacht auch mit dir. Echt cool, echt cool. Decor-Mann! DKOR-Metal. Hey, Decor, merci vielmals für den Tier 1 Resub im 15. Monat. Danke vielmals. Merci vielmals für den Support. Holy moly. Holy moly. Decor, gehst du auch noch ein bisschen Paxtei-Sucht? Ich nehme es schwer an, oder? Sehr, sehr, sehr heiß, aber mir lebt, hey. Ja. 31,1 Grad in der Wohnung, Chat. Könnt ihr das toppen? Und ich habe keine Dachwohnung, just saying. Könnt ihr es toppen? Wer hat wärmer als ich, Chat? Oder wie warm habt ihr? Habt ihr irgendeinen Thermometer? Das nimmt mich jetzt Wunder. Und wie warm ist es in Deutschland, Juti? Oh mein Gott, hey! Oh mein Gott. Paganio! Merci! Merci für den Resub im 17. Monat, Paganio. Und merci für den Hype Train, Chat. Merci vielmals für den Hype Train. Holy shit, Pagania, merci für den Support. Mega lieb, mega lieb. Oh, der Song, Chat. Und ja, lieber Chat, zieht noch so eine Sammelkarte, wenn ihr noch keine zu sagen habt heute. That vibe goes ratatatata. Ratatatata. Make it happen. Now give me some more. Jenny, merci. Das ist so verwirrend, dass immer 2 Alerts kommen, Mann. Also wenn wir bei den Bits, bei den Subs ja nicht. Jenny, merci vielmals für 100 Bits, danke. Danke für den Support. Wo bin ich im Chat? Oh, da Sammelkarte Troy's Hammer für den Flo. Let's go.
I test nu mal rasch, was bezaubt 1 Keck. Wir müssen nicht mehr testen, Chat, ist alles gut. Die Testphase ist vorüber. I test nu mal rasch, was bezaubt 1 Keck. Merci vielmals, Luis. Danke vielmals für 500 Bits. Merci fürs weitere Testen, das nicht notwendig wäre. Also, lieber Chat, ihr könnt aufhören. Die Alerts, die kommen doppelt. Wir wissen es jetzt. Ja, danke vielmals. Danke vielmals. Kashira muss noch schnell testen, ob Gifted Subs vielleicht doppelt auslösen. Tier 1 Sub du Julie Sophie 35. They have given 6 Gift Subs in the channel. Oh! Kashira, merci vielmals für den Gifted Sub. Adioti! Joti, viel Spaß. Joti jetzt nicht schreiben, hä? Du machst jetzt weiter die Hula-Hoop-Dinges. Den Hula-Hoop-Sport. Kashira, merci vielmals für deinen Support. Hey. Joti, viel Spaß mit den Emotes und den Perks. Troy, necessary it is. For sure. Really, Erget Donner. Okay, Yoda. Okay, Yoda, ganz ruhig. Chat, what are you doing? What are you doing? Pedro, Pedro, du musst... Ich muss dem Pedro mal so ein Gipfel rein machen. Ein bisschen After Effects machen und immer ein Gipfel geben. Simple, merci vielmals für 100 Bits Gipfelgebühr. Simple, danke vielmals für den Support. Und Kaboom! Kaboom, Dragon! Grüezi, wie geht's dir denn? Wie geht's dir? Chat, ich muss mal den Chat lesen. Ich bin irgendwie jetzt 8 Minuten hinten nachher. Ich bin halt 8 Minuten im Chat hinten nach. Hinten drin. Auch kühle Wohnung, Specku. Das wünscht ich mir auch, eine kühle Wohnung. Hey. Holy shit. Keine Klimaanlage, deine Armut kotzt mich an. Nein, ich habe keine Klimaanlage. Ich habe dafür 1, 2, 3, 4, 5. Hey, Joda. 5 Ventilatoren habe ich im Einsatz. 5. Ich bin auf 28,7 runtergekommen. Du hast durchgelüftet in dem Fall. Ich bin jetzt auf 31,2. Also es steigt. Mal schauen, ob wir heute die 32 noch erreichen, die ich erwähnt habe. Fenster kann man auftun. Das sind Fake News. Das sind Fake News. Ja, ich könnte sie noch aufmachen, tatsächlich. Aber später dann eben nicht mehr, wenn es spät ist. Hey, Coolio, merci vielmals für 100 Bits. Danke vielmals, Coolio, fürs Testen. Hey, merci für den Support, Coolio. Und merci vielmals für den Hype Train. Level 2, let's go. Let's go. Und Barracks, grüezi. Barracks, was hast du zu sagen? Ich muss noch schnell schauen. Was hat der Barracks zu sagen? Oh, das muss ich aber lang scrollen. Oh, Troilina! Nein, kein Gummihammer. Aber Troilina, hast du die schon? Hast du die jetzt zweimal? Ja, wenn eine Frau Snuffis heimkommt. Oha. Okay. Bei mir sind es 27 Grad im Dachzimmer. Ja, du hast ein Dachzimmer, ne? Und hast kühle 27 Grad. Also kühl. 26 drinnen,
22 draussen, ich brauche eine andere Wohnung, Chat. Also der Fall ist klar. 22,6 im Hotelzimmer. Ja gut, das ist halt da ist wahrscheinlich schön runtergekühlt. Kaschira, da bin ich jetzt schon ein bisschen eifersüchtig. Also ich bin einerseits eifersüchtig, dass du an der TwitchCon bist und vielleicht in dem Tor noch die Hand schüttelst, je nachdem. Und dass du noch im Hotelzimmer bist, wo kühl ist. Nice one. Scam Train. Der Scam Train muss sparen. Ich kann dir auch die 50 Franken wieder umgeben. Wenn beide PC laufen, kommen wir auf ca. 38 Grad. What? Holy shit, aber 38 Grad ist schon heftig, oder? Das ist schon heftig. Aber der kühlt ja den PC auch nicht anständig. Also, holy shit, hey. Das ist auch so ein Gitarre-Solo, das dauert ewig, oder? Weißt du, was Hula Hoop ist? Ja, das ist der Ring. Das ist der Ring, da musst du mit der Hüfte, ich führe es jetzt nicht vor, ich kann das nicht, da musst du mit der Hüfte so schwingen und so. Ich glaube es auch, oder? Hat man beim Ringdingsen nicht die Hand frei? Ja, gut, okay, das ist... Aha. Aber das ist so, bei mir wäre es halt eher so Multitasking, das dann nicht funktioniert. Wisst ihr, was ich meine? Oder ich kann nicht... Also ich kann wirklich einfach nicht zwei Sachen miteinander machen. Aber vielleicht kann das Jutti halt besser als ich, ne? Meine Hände haben nichts zu tun, also besser ich schreibe. Okay, okay, fair enough. Oh, das ist jetzt auch noch interessant. Mein Bot hat auf Jenny geantwortet. Oh, a Yoda-Impression. Impressed we are not, but necessary for Troy. It is indeed. Hashtag Herrgott Donner. Okay, nice one, nice one. Pedro mit Gipfeli, hey, das überlege ich mir im Fall. Das überlege ich mir. Das wäre easy machbar. Jetzt muss ich jetzt schnell überlegen, können wir das vielleicht on Stream probieren, Chat? Wäre das was wir on Stream probieren könnten? Dem Pedro ein Gipfeli reinmachen? Wolltest du nicht wissen, wie das Wetter in Deutschland ist? Oh ja, habe ich es nicht vorgelesen, Jutti? Habe ich es nicht vorgelesen? In Deutschland soll es heute Nacht sehr stürmen und sogar Orkanböen geben irgendwo. Oha. Oha. Da musst du das Zeug aber anbinden, ne, Jutti? Da bindest du dich im Busch fest. Aber nee, du bist ja hier. Ne? Hier gibt es keine Orkanböen. Jutti, alles gut. Dicor hat halt heute genug Gipfel gehabt. Wie viel hast du gegessen? Ich habe nur eins gegessen, tatsächlich on Stream. Ich musste gerade schnell auf den Balkon müssen, weil ich so kalt kann. Guckli, Mann. Ei. Technisch gesehen bewegen die Ventilatoren die Luft und heizen. Ja gut, aber ich meine, die Luft, die in Bewegung ist, die kühlt ja auch eher ab. Also, so funktionieren Ventilatoren, oder? Aber ich verstehe, dass sie eigentlich die Luft auch erhitzen. Das ist absolut richtig, ja, weil so ein gewisser Teil vom Strom wird in Wärme umgewandelt. Ja. Wir brauchen einfach so 100% effiziente Lüfter. Ventilatoren. Ich will nur Gummihammer.
Also, Barracks, du hast Troy Summer 1, Spielzeughammer 4, Gameplay 2, Troy Lina 1. Dann fehlt dir auch eine Karte, und zwar die Troy-Karte. Aha. Nice. Ich finde da schön, dass sich alle so zusammentun und mitmachen beim Test. Ja, aber wir haben fertig. Wir müssen jetzt nicht mehr testen, Chat. Oh, bei uns kommt eine Troy Summer-Karte über. Let's go. Und Carnage hat keine Klimaanlage und kein Ventilator und trotzdem relativ, ich sage jetzt mal relativ kühl für eine Dachwohnung. Mit wie viel Kilowatt ziehst du? Also da meine Ventilatoren, ich weiß es nicht. Also 3 davon sind USB-Ventis. Also so viel ziehen die, glaube ich, nicht. Ja, mit den Hüften, meine Arme, sind das Unnötigste dran. True. Einfach abschneiden, dann geht's. Aber was haben wir? Spielzeug haben wir für den D-Core, let's go. Ja, 6 Monitore, 2 PCs in Kombo mit einem 400-jährigen Bauernhaus. In der Dachwohnung. PCs kühl, aber dennoch gut. Okay, interesting, Flo. Ich hätte jetzt gedacht, dass es so ein bisschen Probleme gibt beim Kühlen. Aber 38 Grad, hey, oh no, hey. Also ich glaube, bei 38 Grad würde ich keinen Stream mehr anschmeißen. Dann würde ich sagen, nein. Ich fülle irgendwie eine Badwanne mit kaltem Wasser und lege dort rein. Hey. Keine Küche. Ich muss mal den Chat weiterlesen. Es komme ich wieder nicht nachher, Mann. Welcome back, Specku. Und also wir haben im St. Galler Rheintal auch Sturmwarnung in der höheren Stufe als nur Gewitter. Ui. Hey Luis, bind das Zeug an und steh nicht unter dem Baum. Hey, also schau den Stream am besten nicht unter dem Baum. Hey. 5 Stück. Du hast halt 5 Stück gegessen, Recore. Let's go. Ja, und wir haben es davon gehabt, Recore, wie viele Kalorien das die Gipfeli haben. He? Ja? Also musst du dich nicht beklagen, dass du zugenommen hast. Dann erklär, wie ein Umluftbackofen funktioniert. Also der Umluftbackofen-Chat. Wo ist mein Knöpfchen für den Moment? Ja, kein Knöpfchen für da. Nein, ist ja, der lüftet und so und dann wird es warm und so. Genau. Let's go. Ja, die blasen die warme Luftschicht um dich herum weg und verdunstet Schweiß schneller, aber kühlen tun die Luft wirklich nicht. Gut, ja, logisch. Also das macht schon Sinn. Die Erklärung macht absolut Sinn. Sondern sie wärmen eher die Luft noch weiter auf, natürlich. Ja. Luft kühlen tut schlussendlich nur die Klimaanlage. Aber auch nur an einem Ende und am anderen Ende wird es heiß. Die bewegte Luft kautet die warme Luftschicht auf deiner Haut weg, was du als kühlend empfindest. Ja, da haben wir es. Hey, geil, jetzt habe ich das erste Mal die ersten 5 Mal. Oh, Bounce, Troy Summer 5, Spielzeug haben wir 3, Gameplay 1.
Hey, und Apfelmast, grüezi. Apfelmast, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Wie war deine Woche? Wie viel Apfelmast hast denn du getrunken? Das ist hier die Frage, ne? Klima ist ein Geschenk. Also so eine Klimaanlage würde ich jetzt schon als Geschenk haben, ne, Chat? Und weil ich das auch mal nachgeschaut habe, mein Setup, also Rechner plus Monitore und alles weitere zieht beim Zocken maximal um die 300 Watt, also auch nur ein kleiner Heizfaktor. Ich müsste das mal messen bei mir. Beim Zocken 300 Watt. Ich glaube, beim Zocken saugt nur schon meine Grafikkarte mehr als 300 Watt. Habe ich das Gefühl. Endlich mal anständige Musik hier. Ja, heute ist wild. Heute ist wild. Definitiv. Und Mino, grüezi! 2:0. Let's fucking go, Mino. Ich habe es mitbekommen. Ich habe selber nicht geschaut, aber der Chat hat mich schnell aufgeklärt. Aber Mino, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Bist du in dem Fall am Match schauen gewesen? Bist noch ein bisschen feiern? Bist noch ein bisschen rumhupen? Anni? Genau das, ne, Anni. Der On-Screen-Chat hat keine Frankers Faces. Hat es nicht? Ich glaube, 7TV hat es nicht, aber FFZ hat es, glaube ich, so im Fall. Bin mir aber jetzt nicht sicher. Haben wir jetzt nicht geachtet. Ich bin der Meinung, es hat nur 7TV nicht. Bei uns ist auch Sturmwarnung, aber bis jetzt sieht es nach nichts aus. Der einzige Sturm ist das gelegentliche Hubkonzert. Okay, bei dir hupt es in dem Fall, Leandro. Gut, habe ich in der Verwaltung nicht getraut und direkt noch mit dem Sanität geschaut. Gestern ist gekommen, Sumpfpumpe flicken. Hä? Was für eine Sumpfpumpe? Was macht die? Jetzt komme ich wirklich nicht raus. What the fuck? Damit müsstest du jetzt eigentlich mittlerweile 86 Calls heißen, weil du so viele User-Calls schon wieder gemacht hast. What the fuck? Region Solothurn hat unwetterartige Gewitter mit starkem Regen und Hagel. Ich muss mal schnell meinen Bot fragen. Bot Hammeren. Wie ist das Wetter? Was meint der Bot? Der Bot meint, aktuelles Wetter, leichter Regen. Außentemperatur 22,87, Innentemperatur 28. Wo misst die Temperatur? In dem Fall nicht da. Ha! Interesting. Interesting. Wie ein Umluftbackofen funktioniert. Lange nicht, dass ein Gipfel rauslässt. Ja, finde ich eben auch, Louis. Das finde ich eben auch. Troy hat in Physik einen festen Platz gehabt. Der Urlen hat heute etwas so Geiles gesagt, dass wenn man in einem Raum ein Vakuum erzeugt, fängt man an umschweben. Das hat der Urlen heute so rausgelassen. Ja? Wenn man ein Vakuum erzeugt, verschwindet die Schwerkraft. Macht absolut Sinn. Holy shit, okay, das Gewitter ist hier, Chat. Muss meinen Handventilator mal wieder aufladen, es sieht aus wie ein Bärchen. Also, wait a second, Juti, sieht ein Handventilator aus wie ein Bärchen, weil er nicht aufgeladen ist? Das macht aber keinen Sinn.
Nee, er sieht einfach aus wie ein Bärchen. Okay, interesting. Gang doch einfach einige holen. Die sind im Interdiscount gerade alle abgeschrieben. Also, es ist schwierig, ne? Weil die sind nicht so klein. Und dann, aber es wäre irgendwie schon geil. Ich denke, es ist jeden Sommer, Mann. Aber dann muss ich auch die Abluft irgendwann rauslassen. Und das andere ist, es lärmt doch dann gewaltig, oder nicht? Das lärmt doch. Ist der Check genommen? Wie macht denn das der Check? Wie macht ihr das, wo streamen? Mit einer Klimaanlage? Hört man die nicht? Haben ihr auch Nvidia-Dings da eingeschaltet, damit es rausfiltert? Wir kriegen irgendwann eine Klimaanlage in der Küche, wartet sie nur darauf, angeschlossen zu werden. Okay. Ich habe übrigens 4,5 Minuten nachgeschaut. Einfach FYI. Die letzten 5 Minuten habe ich gesehen, das hat gelangt. Mino, okay. Okay. Ja, mir ist etwas langweilig, da baue ich meistens Mist. Oh, Anni, ist doch alles gut. Ist alles gut. Der macht im FFZ das 7TV Plugin an. Ja, das hat aber nichts mit dem Chat zu tun. Da. Also ich glaube, es ist auf den Chat bezogen, der hier im Overlay ist. Und der funktioniert natürlich nicht einfach über die normalen Plugins. Das ist dort reingecoded. Deutschland gegen Dänemark spielt doch auch heute Abend, oder? Das weiß ich gar nicht. Ich bin da wirklich nicht informiert. Aber Chat hat das sicher schon beantwortet, Chat. Der Sumpfausbau. Aha, okay. Also, das macht natürlich Sinn. Die Sumpfpumpe sumpft den Sumpf aus. Misst der Bot in Grönland? Hey Luis, tatsächlich, mein Bot misst in meiner Wohnung. Also müsste ja so sein. Aber 28 Grad verwundert mich jetzt auch gerade. Was ist denn das für ein Sensor? Das ist sicher so ein Sensor, wo der Fenty anbläst. Und dann wird es so dick kühl. Und jetzt also, Troy. In Leer? Ein Umluftbackofen verwendet einen Ventilator, um die heiße Luft im Inneren des Ofens gleichmäßig zu zirkulieren. Dadurch wird die Hitze effizienter verteilt, was zu einer gleichmäßigeren und schnelleren Garzeit führt. Hashtag KitchenMagic. Merci vielmals, lieber Bot, das war wunderschön. Ja, diese Info hat der leider nicht, Jutti. Der weiß nur, wie das Wetter hier ist. Also ich rufe das Wetter über die API ab und dann über die lokale API bekommt er noch die Temperaturen von außen und innen. Geil, das beantwortet meine Frage nicht, Bot. Du bist nutzlos. Hey Ramoa, grüezi. Ich begrüße noch schnell alle. Sorry, dass ich so spät begrüße. Ramoa, Kevin Hilfi und Ullenmann, grüezi miteinander. Wie geht's euch? Wie geht's euch? Also mit dem Ullen habe ich vorhin schon ein bisschen gequatscht. Kevin, Ramoa, wie war eure Woche gewesen? Und schön sind ihr alle da. Ja, er sieht immer aus wie ein Pärchen. Aber das wäre noch geil. So ein kleiner Handventilator, der wenn der Akku langsam leer ist, dann hat er so eine Bärchenform. So stelle ich mir das vor. Ist auch ganz einfach realisierbar. Nur wenn du mir ein Stück von deiner Pizza Hawaii abgibst. Ja? Googly? Hier ist nichts gratis. Lieber Split, hey, absolut, haben wir es heute auch darüber gehabt. Split-Klimaanlage ist halt am effizientesten.
effizientesten. Genau. Hey Mortimer. Hello again. Hello. Is it me you're looking for? Hä? Was ist jetzt das gewesen, Ullen? What have you done? Irgendwie ist das das war ein mega komischer Alert gewesen. Und es kommt nie in meinem Activity-Feed. Aber Mutti, merci vielmals für den Resub im 18. Monat. Merci vielmals für deinen Support. Ullen, du musst mir schnell sagen, was du gemacht hast. Was hast du gemacht, dass jetzt der Alert gekommen ist, den ich nicht zuordnen kann? Also ist dein Name gestanden, das schon, aber einfach nur ein Sub ist ein bisschen komisch. Google sagt, mir gehört nichts. Okay. Interesting. Gut, es kommt auch noch ein bisschen aufs Mikrofon drauf an. Der Sumpf, wo man das Abwasser vom von Einstellhauen sammelt. Ach, ja, okay. ...295,63 Kelvin. Bei diesen 5 Lieber Coop-Thermometer solltest du eine Kommastelle verbieten. Hey, what the hell, was ist jetzt? Hier spinnt irgendwas, oder? Ich komme nicht raus. Irgendetwas spinnt, Chat. Das ist so ein Sensor, wo einer den Zeigefinger ableckt und dann in die Luft aufhebt. Ja? So ein kleiner Mensch, der hockt im Sensor in. Ja, das ist so ein Wandsensor, der hockt dort drin und dann tut er schnell den Finger rausstrecken und dann gibt er da in mein Home Assistant ein. So funktioniert das. Wie warm ist es im Backofen von Treu? 28 Grad. Aber es macht noch Sinn. Ich habe mich abgekühlt und bei dir haben sie jetzt immer wieder von der Temperatur 31,3 Grad gemäss dem Thermometer. Übrigens ein mega schöner Song gerade. Von wem ist der Song? Von wem ist der Song? Oh, Specku. Okay, nice. Love it. Aber hey, Ullen, freut mich, dass du dich abgekühlt hast. Bist du unter der Dusche? Bist du in der Badwanne gelegen mit kaltem Wasser? Pizza Hawaii, wo? Ich hab Hunger. Pizza Hawaii. Hallo Mutti, ich habe mein Zimmer aufgeräumt, wie du es gesagt hast. Sehr gut. Ich habe gemeint, mein Abo sei abgelaufen und habe es dann verlängert und dann hat es am Stippenseis verlängert. Hä? Aha, das ist so. Oh mein Gott, das ist so eine. Er hat dir eins geschenkt. Einmal. Und das hast du jetzt weitergeführt. Richtig, Ullen. Also, Ullen, dann danke ich auf jeden Fall dem Fall für den Resub. Dann war das wirklich ein Resub gewesen. Danke vielmals, Ullen. Und das ist eben irgendetwas, das kommt nicht richtig an im Stream Elements. Da kommt auch irgendwie so ein Standard. Du hast gesappt Meldung, was ein bisschen verwirrend ist. Aber merci vielmals. Oh, dachte du wärst meine Mutti. Also, Jutti. Jutti. Ja, ich habe jetzt nichts Böses gesagt, Mutti. Mutti ist die Mutti von dem Ullen. Ja, for real. Es ist so.
Aber für mich ist Mutti auch die Mutti von allen. Und das ist der Ulm. Not. Merci, Ullen, danke vielmals. Genau, Ullens Mutti. Ja, 24 Grad, ohne dass das Klima läuft, nur ein Deckenventilator läuft. Deckenventi ist halt auch so eine geile Sache. Das hatte ich früher, als ich noch bei den Eltern gewohnt habe. In meinem Zimmer hatte ich einen Deckenventi. Seither nicht mehr. Aber ich habe mir schon manchmal überlegt, wieder einen zu kaufen für ein Schlafzimmer. Das ist halt schon geil. Aber die einen Deckenventi haben, Chat, haben ihr nicht Angst, dass das Ding plötzlich runterkommt und euch einfach köpft? Das sind aber die Gedanken, die ich habe. Schaue ich es einmal so an und denke so, okay, wenn es passiert, dann passiert es halt einfach. Ich gucke nicht. Es ist halt immer noch drin. Wir haben 2 Deckenfantis, Schlafzimmer und Stube. Oh, Decor, das ist auch geil. Das ist halt schon geil. Wow, einfach. Ja, weißt du, ich habe eben mal, ohne Scheiß, ich habe mal einen Deckenfanti installiert. Ich habe den tatsächlich im Büro installiert. Und der hatte so Metall-Dinger gehabt. Also nicht irgendwie Holz oder Plastik. Wie sagt man, Gott, ich finde das Wort nicht. Blades. Egal, ihr wisst, was ich meine. Die sind aus Metall gewesen. Ich habe wirklich immer gedacht, hey, wenn der sich runterkommt, Mann. Das ist wüst, wenn der runterkommt. Nehmen wir nicht an, dass man direkt geköpft wird, aber es könnte schon wüst werden. Oder dass Katzen reingumpeln, gibt es so viele Videos davon. Ich habe gerade letztes Jahr ein Video gesehen, Luis. Und ich meine, eine Katze mag schon viel vertragen, aber in dem Video, das ich geschaut habe, wirklich, der ist so wirklich am Grind. Die hat gerade so davon dingselt. Also da tut es sicher auch weh, holy shit. Und ich glaube, der macht es aber auch nie mehr. Viel zu langsam und stumpf. Ja, für Köpfe schon. Du schaust zu viele Horrorfilme. Aber die ganzen Final Destination Dokumentarfilme, also das ist schon so, wie das dort einmal so dargestellt wird, oder, Chat? Final Destination Dokumentarfilm. Hey Renegade, grüezi und let's go. 3 Lina-Karten für den Renegade. Renegade, wie geht's? Schön, dass du da bist. Ich lasse den Google, ich lösche es nicht raus. Alles easy. Nächstes Jahr, wenn du wieder gehst und wieder zurück bist, dann können wir es wieder brauchen. Beim Deckenventilator habe ich eher noch die Angst, dass das Zimmer mit abhebt. Hey, aber Ullen. Jetzt habe ich Ullen, ich habe eine Frage. Ullen, stell dir jetzt vor, du hast einen Deckenventilator aus Metall. Vielleicht leicht noch ein bisschen angeschärft, ein bisschen geschärfte Dings da, Blades. Und nachher saugst die Luft aus dem Raum raus, so dass ein Vakuum entsteht. Saugt es einem dann in Fenty rein? Also, da besteht ja Gefahr, dass man in Fenty hineinschwebt. Oder, Ullen? Und geil, entweder sie blasen. Well, okay, das habe ich verdient. Entweder sie blasen ab oder sie saugen unten rauf. Ja, da muss man aber vorsichtig sein, dass sie einem nicht einsaugen.
Aber ich weiss, was du meinst. Und dann ist es endlich, dann kommt es so über die Wand, so indirekt. Genau. Blätter, danke vielmals. Blätter. Direkt belüftet oder passiv. Ich habe es, glaube ich, also früher im Zimmer bei den Eltern, wo ich geschlafen habe, habe ich es, glaube ich, immer auf passiv gehabt, quasi. Das war viel angenehmer. So wie es aussieht, ist er leider nie abgekommen. Kurze Pause, eine halbe Stunde, dann gleich noch eine halbe Stunde, dann war es das auch schon. Ja, let's go, Joti. Ich habe so Fantasy schon als Kind misst. Okay, ich bin nicht allein. Wolfi ist auch. Ja, Wolfi schaut die Deckenfantasy auch an und denkt so. Denkt auch so wie ich. Wenn es passiert, dann passiert es. Hoffentlich spüre ich nichts davon. Gut, vielleicht. Also wenn man, also der Moment, wo man geköpft wird, das kann vielleicht sein, dass man vielleicht noch so ein paar Sekunden mitbekommt. In so der Kopf, wenn er aus dem Fenster rausfliegt, dass man das dann noch so ein bisschen mitbekommt. Okay, egal. Wenn der Troy nicht montiert würde, ich nicht drunter stehen. Das Geile ist, der, den ich im Büro montiert habe, der ist über mir plus noch im Arbeitskollege. Und er hat mir müssen vertrauen, dass es hebt. Oh, jetzt aber Blade gleich schneiden. Oh jetzt, okay. Dann reden wir aber schon von Deckenventilatoren, wo ja, das ist dann schon geschärft. Also dann ist es erst recht gefährlich, wenn man dem schneiden sagt. Moin Renegade, moin moin. Ja, du bist aber jetzt nicht erst aufgestanden, oder Renegade? Darum kann ich nicht Final Destination Doku schauen. Ohne Scheiß, Specku. Ist das etwas, was du nicht schauen kannst? Ich finde es eben geil. Für mich ist das so Guilty Pleasure-Zeugs. Ich meine, Final Destination ist immer das Gleiche. Aber ich kann die Filme immer schauen. Einfach nur, weil die ganzen Todesszenen, auf dem basiert ja halt das Ganze, so verdammt kreativ gemacht sind. Das finde ich halt schon geil, ohne Scheiß an diesen Filmen. Ich habe die immer gerne geschaut. Nur der einzige, den ich scheiße gefunden habe, ist da der 3D. Wo das Zeug noch aus dem Bild rauskommt, wenn man 3D-Brillen anhat. Das war so unnötig zum Teil. Das hat mich ein bisschen genervt. Und Arti, Mann, Kuckuseli, Arti, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Hello. Hello. Dieser Arti. Arti, wie war deine Woche? Ja, ich weiss, wir haben schon mal darüber geschrieben. Aber ich frage jetzt gleich, wie war es heute? Wie war der Einstieg ins Wochenende? Warm und ein bisschen müde. Hey, da mit dem Warm muss man nicht sagen, hey, holy shit. Ganz Tag unterwegs draussen gsi. Was hast du getrieben, Renegade? Was hast du gemacht draussen? Bist du ein bisschen am Sport machen gsi, einfach ein bisschen am Chillen? Also bei diesem Wetter wahrscheinlich eher einfach am Chillen, oder? Vielleicht noch den Grill angeschmissen und so. Selber alles fit und crispy. Muss man schnell einen Test machen? Na, crispy, doch ein bisschen, ja. Crispy, definitiv. Aber hey, ich kann mich nicht beklagen, alles gut. Dann gibt es treu geschnetzelt. Wenn du je einen Deckenventilator haben wirst, Troy, das klingt nach einer lustigen Kanalbelohnung oder Command. Was müsste denn passieren, Carnage? Müsste der runterfallen, direkt auf mich drauf? Hast du wieder Schnaps gesoffen? Nee, ich habe keinen Schnaps gesoffen, Chat. Aber ab und zu, lieber Chat, gönne ich mir einen 3,75er. Die perfekte Portion für Troy. Aber ich bin ehrlich gesagt damals schon besoffen, wenn ich nur dran schmecke. Einfach, was es gesagt ist.
Das ist super von der Landi. Renegade, merci für den Lurk Support, danke. Sie haben früher anscheinend mal Tests gemacht mit Guillotine. Guillotine, wo die Leute haben müssen so lang wie möglich blinzeln nach dem Kopf. Ich stelle mir es einfach jetzt so vor. Ja? Du liest dort, ja? Auf dieser Guillotine, schaust du so gegen rauf, oder ich weiss nicht, schaut man gegen rauf oder gegen runter, ist ja scheissegal. Ja? Du tust dich vorbereiten, wenn das überhaupt möglich ist, seelisch auf das Ende. Ne? Und dann kommt einer und sagt, ja, hey Troy, jetzt ist es so, nachdem dein Kopf ab ist, tu so manchmal blinzeln wie möglich. So, für Testzwecke und so. Und als Belohnung gibt es dann noch ein Sandwich. Genau. I don't know. Aber interesting, Wolfi. Mir ist noch überraschend lang oh fucking hell. Hey. Das habe ich jetzt nicht hören. Das ist eine ganz straube Vorstellung. Holy shit. Bei Final Destination geht mein Hirn ab, hat viel Fantasie, hat einen Albtraum davon. Speck, okay. Interessant. Ich nicht. Ich kann das sehr, sehr gut verarbeiten. Ich weiss halt, das ist nicht echt. Also wenn es jetzt echt wäre, mein Gott, dann würde ich wahrscheinlich auch nicht klar kommen damit. Aber es ist alles gespielt, es ist ein Film. Und dann geht es eben gut, dann geht es wirklich gut. Es ist wirklich auch gute Unterhaltung dann. Oh, Big Tasty Bacon, Jutti. Big Tasty Bacon. Wann? Vielleicht die nächsten Tage mal. Vielleicht auch nicht heute, aber morgen nach dem Stream. Das war übrigens ein sehr geiler Big Tasty Bacon nach dem Stream. Ist das der letzte vom Kasten? Von was reden wir? Vom Wein? Nein. Ich habe noch ein paar. Einer ist auch immer griffbereit. muss noch die neueste Staffel schauen. Leider auf Crunchyroll nur französisch Untertitel. Du hast RT überlesen. Ui, okay. Ich tue schnell nochmal zurücklesen. Okay, ganz okay. Sorry, Arti, dass ich das nicht gesehen habe. Hey, aber freut mich, Arti, das freut mich. Und sorry, Chat, es ist wirklich amigs nicht meine Absicht. Hey, ich hoffe, ihr wisst das. Im Notfall einfach nochmal schreiben. Es soll das Töten humaner machen, als mit dem Schwert klar schaust, damit du es siehst. Ja, ich will das aber nicht sehen. Ich habe im Fall ohne Scheiß Chat. Ich habe einisch von dem geträumt. Einisch. Und dort, ich bin noch nie so schweißbadend aufgewacht, ohne Scheiß. Ich habe geträumt, dass ich geköpft werde. Das ist aber schon viele Jahre her. Und dann bin ich so wirklich aufgewacht und ich war hellwach gewesen. Und ich habe geschwitzt. Ich konnte nachher auch nicht mehr schlafen. Das war ganz, ganz straub in diesem Moment. Aber ich weiss nicht mehr, ob ich raufgeschaut habe oder runter. Das weiss ich nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich habe runtergeschaut. Wie, das ist nicht echt. Scheiß. Guckli, du reklamieren. Du reklamieren bei den Filmstudios. Ja. So, schreibst du. Jetzt habe ich die ganzen Jahre immer gemeint, dass ich echt war. Troy hat in Physik und Geschichte einen Feisterplatz gehabt. Ich habe überall einen Feisterplatz gehabt, SDGLC. Ja, überall.
Hat der Troy zu der vorherigen auch was gesagt? Was verpasst? Um was geht es überhaupt? Sorry, ich habe jetzt das nicht so mitgelesen, weil ihr miteinander am Kommunizieren sind. Also Big Tasty zum Frühstück. Oh ja. Also nach dem Stream, sofern der Stream irgendwie so bis 8 Uhr geht oder so, liegt das gut drin, ne? Hey Wolfi, kein Stress, kein Stress. You know, ich könnte not böse dir sein. Oh, Arti. Oh, wie geil, Chat. Da können wir wieder Banger sein. Ullen Mann! Start wondering why. Wish I would rain down on me. Ah, Ullen, love it. Let's go. Wie gut. Das mit dem Aufschauen war sarkastisch. Oh, aha, okay. Also, dann habe ich es richtig geträumt, Chat. Skyrim habe ich angespielt, aber das ist schon lange her. Aber ich habe es nie lang gespielt, muss ich ehrlich sagen. Und erst recht nicht durchgespielt. Der Troy, der einfach am Tod von vorherigen Leben aufarbeiten. Ich weiss nicht, woher das gekommen ist, wirklich nicht. Aber es hat mich schon es hat mich dann echt beschäftigt gehabt. Ich habe dann ohne Scheiß also gegoogelt, also nach Traumbedeutungen und so. Aber ich weiss nicht, also irgendjemand ist es drin. Es ist wirklich irgendjemand aufgelistet gewesen, geköpft werden. Und das hat irgendeine Bedeutung gemäss dieser Webseite. Aber ich weiss nicht, was es war. Irgendeine Veränderung, glaube ich, im Leben. Oder I don't know. Es ist um Musikrequests gegangen von mir. Welcher Song war es? Vielleicht habe ich ihn nicht gekannt. Ich habe mich aber vielleicht auch nicht so fest drauf geachtet, muss ich ehrlich sagen. Aber ich weiss, dass es nicht Phil Collins war. Mit I wish it would rain down. Ja. Das ist echt ein schönes Lied. Careless Whisper, Mann. Holy shit. Jutti, okay. Du hast mir etwas geschickt, Ulen, auf Discord. Ich schaue es nachher. Etwas, das ich sharen kann, Ulen. Da muss man vielleicht noch sagen. Hey, was kommen jetzt da für Songs rein? Hey, holy shit. Red Rain, Peter Gabriel. I'm Fading Away. Oha. Dort wird direkt nach dem Charakter basteln einer... ohne Scheiß. Ja, das ist zu lang her. Also du meinst dort... Das ist dort ganz am Anfang. Also du bastelst den Charakter und dann kommt ja da die Lokomotive kommt dann zu fliegen. Wie heisst die Lokomotive? Thomas. Dann hörst du zuerst das Geräusch und dann kommt die Loki. Das ist, glaube ich, dort. Da wird dort noch einer geköpft. Das ist ein Pornomatz. Yummy Gully kenne ich nicht. Iron Racer, das kenne ich leider nicht. Yummy Guild. Auf DC.
Muss ich entscheiden? Also gut. Ich schaue schnell, Ullen. Ist gucken, ist gucken. Oh no, Ullen, wie gut. Also natürlich share ich das mit euch. Chat, ich share das Bild mit euch, aber irgendjemand muss schnell meinen Bot fragen, wer der Ullen ist. Ja. Irgendjemand muss schnell meinen Bot schreiben, wer ist Ullenbullen. Und dann schauen wir uns die Bilder an. Okay, es ist halt. Jetzt Ullen, schnell eine ernsthafte Frage. Meinst du, es ist problematisch auf Twitch? Ich glaube, es ist irgendwie noch schwierig. Meine ich schon. Nein, ich glaube, das sollte kein Problem sein. Ja? Also, wenn da irgendjemand kommt und sagt, hey, Troy, also jetzt gibt es einen Ban. Ja? Dann kommt Twitch, schreibt mir ein SMS und dann schreibt es Troy, ja? Du bist jetzt gebannt wegen diesem gefotoshoppten Bild, ja? Wo Ketchup drauf ist. So, Chat. Jetzt kommt der Moment, wo ich gebannt werde. Ja? Also, lieber Chat. Hier das Bild Nummer 1. Chat, darf ich präsentieren? Der Blade Ventilator. Ja, ein Deckenventilator, wo Blade-Köpfe drauf hat. Blade, Wesley Snipes. Hey Speck, übrigens kein Problem. Ich nehme an, es geht um Discord-Nachricht von dir. Also, und übrigens, der Ullenbullen ist der Meme-Gott im Chat, der die Memes am Leben erhält. Wer ist Ullenbullen nicht? Ullenbullen ist nicht der Trollkönig. Who is the new Troll King? What the fuck? Nur wenn es Nippel hat. Also, ich glaube, wir haben keine Nippel da. Schnippelfreie Zone hier. Aber jetzt wird es eben übel, Chat. Weil jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter, respektive der Ullen. Der Ullen ist jetzt noch einen Schritt weiter gegangen. Und jetzt wird es gefährlich, Chat. Ja. Ja. Das ist übrigens nur Ketchup, einfach was es gesagt ist. Final Troidination. Das ist meine Horrorvorstellung. Der Deckenventilator mit den Blade-Köpfen dran, wo mich köpft. Aber wenigstens, ich weiß nicht, was ist das für ein Gesichtsausdruck da? Das ist so ein, das ist irgendwie so ein Gesichtsausdruck, wo sagt, endlich, Mann, endlich. Endlich ist es passiert. Ullen, wieder einfach genial. Merci vielmals für die Memes. Voll, und jetzt hast du deine Antwort. Oh, habe ich etwas geil gefunden vom Highway Racer? Ja, das passiert nur einisch alle 100 Jahre. Chat. Ja, wenn alle Planeten auf einer Linie stehen und Blutmond ist, dann passiert das. Jetzt aber Highway Racer, was bist denn du am machen, Highway Racer? jetzt muss ich halt schon fragen. Also, ich meine, die Wolfi ist, glaube ich, immer noch irgendetwas am Machen, am Einkaufen oder so. Auch wie könnte es auch sein, true. Das Gesicht hat für sich geredet.
Ich habe einfach aufgegeben. Also, ich kann nichts dagegen machen. Let it happen. Oh, True Wolf in so einer Sprechblase mit «Wenn's passiert, passiert». Das ist true. Fußball, Garden und Essen. Da finde ich auch eine geile Kombination Highway Racer. Da muss ich ehrlich sagen, das ist eine geile Kombination. Und vielleicht noch so einen Wein und ein Toblerone. Aber nur so ein Stückchen. Ah, Wolf ist jetzt die High, okay. Also ich bin am Naturvernehmer. Arti, was machst denn du? Arti, what are you doing? Der Arti vernichtet die Natur. Ich stelle mir jetzt echt den Arti vor, wie er so Flaschen aufmacht. Er macht so Flaschen auf und der Deckel ist ja dann dran. Dann rupft er den Deckel weg und bindet den Deckel dann so irgendwie in einer Schildkröte um den Hals oder so. Das stelle ich mir jetzt gerade vor. Arti, das macht man nicht. Ne? Das ist nicht cool. What the fuck? Leg ich richtig? Schäm die Arti. Ah, Wolvi. Heute haben wir es auch einmal über den Wolverine gehabt. Ich freue mich so sehr auf den Wolverine. Also Deadpool und Wolverine. He? Und ich hoffe so sehr, dass der Film einfach nochmal geil wird. Oh, sind Song Requests schon zu? Chat, das tue ich gerade wieder ändern. Machen noch mal für 30 Minuten auf, Chat. Ich kann nicht weiterhin eure Song Requests reinmachen. Chat, ich schaue jetzt mal schnell im Discord. Ist noch etwas reingekommen, wo wir uns anschauen können? Oh, Fettli und Videos, irgendetwas ist passiert. Ei, das sind alles Videos, Highway Race. Alles Videos hier. Schnell schauen, ob ich das hinbringe. Oh, Specko, du hast auch noch etwas geschickt. Police Special vom Albani-Fest. Okay. Schauen wir uns auch noch an, Chat. Oh, Poison by Alice Cooper. Das müsste ich aber fast im Clone Hero spielen, oder? Simpel, was ist denn das für eine Kombination? Hey? Mit dem Lied und den Typen da im Stuhl krieg ich Gefühle.
Nein. Ja. Geil. Endlich. Auspack. Jetzt habe ich gerade ausgepackt, Mann. Puh, es wird immer wärmer, Chat. Oh, I wait, comment. I wait, commen. Trivium Liedwunsch. Trini, let's go. Nice. So, Chat, wir schauen noch schnell Videos an. Nach dem Song schauen wir uns die Videos an vom Highway Racer, den er auf Discord geschickt hat. Und Highway Racer, du darfst natürlich dann gerne schnell kommentieren, was wir schauen. Schnell gucken hier. So. Wir schauen zuerst noch das Bild an. Es geht länger, wenn wir zuerst das Bild anschauen und dann die Videos chatten. So, schnell pausieren. Specku, bist du um? Specku, are you there? Wir haben hier ein Bild von der Specku. Und das ist vom Albani-Fest. Gut, wir können die Musik noch schnell weiterlaufen in dieser Zeit. Und Kaylee, grüezi. Kaylee, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Wie war deine Woche? Einfach Gipfeli und Franzisk-Küsschen. Bert, was hast du für einen Song wünschen? 16 Minuten? Kann man aber 16 Minuten Songs sind halt schon. Das ist halt schon ein bisschen viel. Ich bin froh, regnet es da wenigstens ein bisschen kühler. Ja, Albani-Fest, richtig. So enough. Sind Poulet-Schenkelstückchen mit Pommes, Coleslaw und Cheddar. Hä? Wo steht der Cheddar? Okay, da ist noch ein bisschen Cheddar. Da, okay, I see. Auf einer Skala von 1 bis 5, Specku, was würdest du für eine Bewertung geben? Können wir das noch drehen? Können wir das da noch so... Ui. Wie würdest du es bewerten, was du da gegessen hast? Macht mich schon ein bisschen hungrig. 2 von 5. Okay, interesting. Ja, also Specko gibt dem Ganzen 2 Franzisküsschen von 5. Du willst gescheiter mal einfach joinen. Luis, Bert, was sind ihr am machen? Sind ihr wieder Fotos am Austauschen? Ja? Dickpics, Nippelpics. Poulet ist geil, Salat ist auch gut, aber Pommes sind nicht so. Sind Pommes so, wie soll ich sagen, so weich gewesen? Weil das hasse ich. Pommes, die müssen knusprig sein, Chat. Unseriöse Bilder am Share. Da kenne ich euch in dem Fall. Hey Fienchen, wie geht's dir, Fienchen? Hello. Schön bist du da. Wie war deine Woche, Fienchen? Direkt mit dem Songwunsch Firefly, let's go! Ja, weich und der Cheddar ist nicht geschmolzen.
Scheinhesse_rated mit 11 Lügen. Sehr geil, Carnage, nice one. Hey, merci vielmal für den Raid. Danke dir für den Raid, Jesse. Shiny Jesse. Auch bekannt als der amerikanische Begleiter. So, Chat, wir schauen nachher nicht Videos, wir machen zuerst ein Foto. Und Jesse, wie war dein Stream? Was gab's denn bei dir? Und danke für den Raid und an alle Raiders. Kurz Musik leiser machen hier. Ich bin der Troy, ich bin aus der Schweiz. Bei mir gibt es viele Effekte, viel Spielereien, viel Gelabere und Hashtag eventuell auch mal Gameplay. Wir versuchen es heute nochmal mit Control von Remedy, dann aber später. Wir machen jetzt noch ein bisschen Just Chatting, wir gucken noch Fotos an von euch. Und wie geht's euch, meine Lieben? Foto, holy shit. Wir machen ein Foto zusammen. Oh, holy shit, guck mal. Guten Merci Abend, vielmals. Zehmebart, Schererhardt. Guten Abend, Zehmebart, Herrenhart. Nice, hey, guck mal, merci vielmals für den Resub im 5. Monat. Merci vielmals für deinen Support. Und grüezi. Wie geht's euch denn? Nach kurzem Chat nachlesen. Ein bisschen wenig geschlafen habe ich die Woche, sonst ist es okay gewesen. Okay, Feinchen. Ja, geht's manchmal. Ist es wegen der Wärme gewesen, zum Teil. Ich habe dann vor allem Mühe mit Schlafen, wenn es noch zu warm ist. Ja, und geht doch auch mal bei Shiny Jesse vorbei, Chat. Guckt da rein, wenn es euch gefällt, dann followt doch da auch. So, Jesse, du kannst dir noch was auswählen. Hast du schon gemacht den Chocobo? Alle anderen Ausrufezeichen, Foto in den Chat eingeben, dann kommt ihr mit eurem Avatar hier mit Jesse und mir aufs Foto. Was ist das, Jesse? Was hast du da in der Hand? Sieht gefährlich aus, ey. Was ist das? Ein Mixer. Es gab Xbox 360, Splatterhouse, Caney and Lunch, Fable 2. Fable 2, nice. Das waren echt gute Games, ne? Bully und Army of Two. Army of Two kenne ich auch. Ist auch nice. Okay, let's go. War ruhig, weil EM. Ja, und ja, die Schweiz hat ja auch noch gespielt, ne? 2-0 gewonnen, Chat. Let's go. Ja, aber kann ich mir vorstellen. So. Sind schon alle auf dem Foto? Chat, Ausrufezeichen, Foto zum aufs Foto kommen. Und kommt doch alle drauf. Nein, es war nicht wegen dem Wetter, eher mentale Gründe. Oh, Finchen. Dann hoffe ich, es kommt wieder gut oder es ist schon besser gekommen. Und gibt's manchmal. Ja? Und wenn du über etwas schreiben willst, dann schreib. Also, darfst du mir auch ein DM machen. Das will ich damit sagen. Ich höre es immer noch, dass wir gewonnen haben. Sind sie am Hupen, Jesse? Sind sie am Hupen? Kaschira ist auch noch auf dem Vetteli. Highway Racer ist auch noch auf dem Vetteli. Let's go. Chat, kommt alle aufs Foto drauf. Hey, sehr gern, Finchen. Ich meine es ernst. Also ungeniert, ne? Ungeniert. So, Chat, ich glaube, es ist noch jemand draufgekommen. Pagani ist noch draufgekommen. Ich warte noch schnell ein paar Sekündchen. Kaylee ist noch draufgekommen. Let's go. Ich kann da noch schnell das Foto regeln. Wie viel Unschärfe braucht man da auf dem Foto? Wieso geht's nicht? Chat? Unschärfe, ja, so ein wenig, ne? Ein wenig Unschärfe. 3, 4. Ich nehme 3. Ja, 4. Nehmen wir 4.
So, dann machen wir noch 3. 3. Machen wir da noch Danke für den Raid als Titel. So, ich muss noch schnell alle begrüßen. Also nochmal Kotmar, grüezi. Ey, Lannister, Nelfi. Grüezi miteinander, wie geht's euch? Ihr seid alle auf dem Foto. Let's go, let's go. Hey, nice. Gefülltes Foto. Karandar. ohne, ohne Avatar. Dürfen wir auch, ist erlaubt. Aber vielleicht mal ein Avatar einbauen. Einfach, so, wäre so eine Idee. Let's go, let's go. So. Jetzt muss ich schnell überlegen, wenn ich das mache. Was könnte ich da? Kann ich da etwas in die Finger nehmen, Chat? ich habe nichts Gescheites, wo ich in die Finger nehmen kann. Ich bin nicht kreativ. Ich bin nicht kreativ, Chat. Nimmst Banane? Oh, ist wenigstens auch geil. Jetzt muss ich schnell schauen, wenn ich das mache. Oh nein, die ist dann nicht richtig drauf. Mache ich irgendwie so etwas, Chat? Ich mache einfach irgendwas. Wir machen ein Foto. Letzte Chance, Ausrufezeichen Foto. In. Oh, Art Shooting ist auch noch drauf. Nimmst dein Blade. Also, aber das ist ein kleines Schwert. Aber ich kann alles schnell, Chat. Chat, ich finde es nicht. Fuck. Check, ich finde es nicht. Wir bleiben bei der Banane. Wir bleiben bei der Banane. Ich weiss nicht, wo ich das hingetan habe im Fall. Das ist mega schade. Mega schade. Ich hätte jetzt schon gerne schnell vorgenommen. Wait a second. Habe ich es da? Nee, Chat, I'm so sorry. Es muss die Banane sein. Kopf, jetzt mach mal. Ich kann nicht mehr so lange grinsen. Jetzt warte ich extra noch ein bisschen. Cheeseburger. Cheeseburger, Jota. Okay, okay. Also, wir machen ein Foto in 700 Sekunden. Oh shit. Sorry übrigens, Specku, du wirst gerade verdeckt. Nein, wieso ist Happy Birthday? Wir müssen es nochmal machen, wieso ist Happy Birthday drauf? Ey, das kann es ja nicht sein, Chat. Wir müssen es leider... Chat. Wieso ist es kaputt? Oh no, ist die Fotofunktion kaputt? Chat, kommt bitte alle nochmal drauf. Oh no. Oh no, Chat. I have failed. Ich glaube, irgendetwas ist wieder kaputt. Ach, Kacke, Mann. Nein, aber was ist jetzt nicht gut? Das ist ganz komisch, das dürfte nicht passieren.
Ich muss es nochmal schnell... Oh, fucking hell, irgendetwas ist kaputt. Das ist doof. Das ist voll doof. Reminder treu, Kiste für deine Fotosessions. Kiste für deine Fotosessions? Jetzt komme ich gerade nicht raus, aber ich bin jetzt auch völlig neben der Schuhe, weil ich nicht weiss, was schief läuft gerade. Chat, ich muss schnell... Können wir alle noch mal das Foto? Ich hoffe, es klappt. Holy shit. Wieso war jetzt Happy Birthday drauf gewesen? Wieso hat es das resettet? Ey, meinst du, bist du krass, weil du Bandeli hast, oder was, Mann? Oh no, okay, ich starte mal schnell mein Stream Deck neu. Ich weiß nicht, ob es an dem liegt. Hey, ich habe auch immer Probleme, ne, Chat? Immer ist irgendwas, das nicht funktioniert. Nora, grüezi. Schön, dass du auf dem Viertel bist. Wir müssen es leider noch mal probieren. Vorher hat es nicht funktioniert. Shit, Mann. Aber ich weiß nicht, wieso es nicht funktioniert hat. Chat. Ist ja wie bei einer Hochzeit, wo der Fotograf das erste Foto versaut hat, aber alle schon wieder abgehauen sind zum Saufen. Oh Mann, hey. Muss der Bert nochmal anheben. Bert, bist du drauf? Ah, schau jetzt. Okay. Hey, musst du noch ein bisschen durchhalten, Bert? Ich drücke jetzt eigentlich nochmal den gleichen Knopf. Jetzt muss ich hier nochmal schnell schauen. Da unten steht «Danke für den Raid». Es ist kein Happy Birthday, Junge. Es ist kein Happy Birthday, Junge. Weit und breit nicht. Ich mache jetzt nochmal schnell etwas anderes rein. Thanks for the raid. Danke für den Raid. Ja, wir müssen es auch probieren, Chat. Und wenn es nicht geht, dann ist es kaputt. Total nervig. Daher sage ich immer, es wird erst weggelaufen, wenn ich als Fotograf sage, Bild ist im Kasten. Also, Chat, wir machen jetzt nochmal. Oh, ich glaube, es sind nicht mal drauf. Also, hey, ich erinnere nochmal, lieber Chat, ihr müsst nochmal aufs Foto kommen. Please, alle nochmals auf das Foto. Und dann hoffe ich, es funktioniert. Hey. Chat, bevor ich jetzt drücke und alles wieder weg ist, gehe ich schnell meine Streamerbot-Aktion prüfen. Bert, du musst noch schnell ein bisschen durchhaben. Du schaffst das, ich glaube an dich. Du bist ein Profi. Okay. Aha. Reset. So, das muss auch funktionieren, Chat. Es muss funktionieren. 7 Sekunden, shit, Mann. Oh, zum Glück habe ich ja schon Angst gehabt, es funktioniert wieder nicht. Oh, Jesse, hier unser Foto. Leider jetzt ohne Effekte. Der Behinbert ist auch drauf. Hey, und Nori, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Hey, und Jesse, hier unser Foto. Ab jetzt auf dem Discord. Ausrufezeichen DC. Und es kommt dann auch noch eine Insta-Story. Ich weiß gar nicht, bist du auf Insta? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, du bist nicht auf Insta. Wenn schon, dann markiere ich dich natürlich. Und why are you running? Lizzie, why are you running? Und das Foto gibt es auch in physischer Form. Yeah. Link im Chat. Also kann man sich bestellen. Ne? So. Holy moly. Hey, listen! Eine Kiste, wo alle deine Sachen drin tust, dann musst du nicht immer suchen. Aha. Ja gut, okay, fair enough. Aber das Blade-Schwert, das ist jetzt wirklich so mega... ich bin noch nie auf die Idee gekommen, dass ich das aufs Viertel draufnehmen kann, tatsächlich. Ja, das Blade-Schwert. Jetzt muss ich noch mal schnell schauen. Stimmt jetzt das noch? Das stimmt jetzt noch.
Jetzt muss ich noch mal schnell etwas schauen, Chat. Ich will kurz gucken, wie hat das Foto ausgesehen? Es war einfach Happy Birthday drauf. Fies. Richtig fies. Man weiß einfach nicht, wieso. Alles andere hat gestimmt. Windrose, by the way. Fellows of the Hammer. Nice. Chat, wir müssen noch schnell schauen. Jesse, wir müssen noch gucken. Oh, okay, Jesse, wir sind leider noch nicht ready für den Bossfight. Aber FYI, beim nächsten Bosskampf wirst du Dungeon Leader sein, sofern du dann noch da bist, ne, Jesse? Aber wir müssen da noch auf einen Raid warten. Und auf die Kiste schreibst Misc Items. Das macht Sinn. Das macht Sinn. Jetzt muss ich noch mal schnell schauen. Nori, habe ich schon gefragt, wie es dir geht. Nori? Hast du den 375er schon... Hast du ihn schon getrunken? Und Yakari und Lizzie. Hey, Lizzie, Yakari, wie geht's euch? Schön, dass ihr da seid. Wie war eure Woche gewesen? Und ein freundliches Wuff, Wuff. Helene Fischer an Flyer erstickt. Atemlos durch den A8. Okay, der war jetzt nicht schlecht, ne? Okay, Yakari. Der war gut genug, dass es eine Bewertung von mir gibt. Ja. Ich würde jetzt sagen, Yakari, ich gebe dem 3. 3 von 5 Ricola-Täfeln. Ich bin da bis 11:12. Okay, dann gucken wir mal. Vielleicht wird es noch was. Ich kann es halt nicht steuern. Aber das freut mich natürlich trotzdem zu lesen, dass du noch eine Weile hier bist. Hey Lizzie, gehst du schon wieder? Lizzie, liegt's an mir? Du musst mir das sagen, ne? Wenn es an mir liegt, liegt's hier, muss ich wieder ein Knöpfchen zumachen. Siehst du hier zu viele Haare? Chat, irgendwas ist komisch im Fall. Mit meinem Streamerbot stimmt irgendetwas nicht. Ich glaube, im Hintergrund läuft der Bosskampf wieder ein. Ich muss kurz gucken. Oh shit. Nein, mein Stream Deck spinnt im Fall, Chat. Mein Stream Deck drückt Knöpfe. Hä? What? Oh mein Gott. Jack, bist du rum? Blackjack, bist du rum? Mein Stream Deck hat ein Problem. Stream Deck ist Schmutz? Nein, Bert, wieso? Oh Mann, nein, das nervt. Das hatte ich ganz am Anfang mal gehabt, ganz ehrlich. Das Stream Deck einfach irgendwelche random Knöpfe gedrückt hat. Und das Problem habe ich jetzt. Ja, und dann muss ich es manchmal ein bisschen schlagen. Sorry for that. El Gato. Und dann geht es wieder. Hey, aber das ist mega komisch. Ey. Böses Stream Deck. Hey, ja, ist jetzt auch wieder gut. Chat, Mann. Jurti, Mann. Also, ich hoffe, jetzt ist wieder gut.
Weil das hat mir vorhin hat's mir schon etwas ausgelöst die ganze Zeit beim Foto machen. Das war das Problem. Es war wie so ein Knopf, der stuck war. Ich hoffe, jetzt ist wieder gut. Schon ein mega schönes Lied, toll. Ist echt das auch im Clone Hero drin? Dream On? Könnte die aber schon noch drin sein, oder? Chat, ich muss mal schnell Chat lesen, Chat. Nein, ich habe momentan einfach keine Lust auf Twitch. Lizzie. Aber ich hoffe, es geht dir gut, ne, Lizzie? Vielleicht bist du auch schon wieder weg. Aber hey, Lizzie, kein Problem, ne? Ein Hallo zurück, ne? Guckst du auf dich, ne? Nein. Ich habe zuerst auch gedacht, also, weißt du, Arti, du musst dir vorstellen, wenn du denkst, jetzt werden irgendwelche random Streamerbot-Aktionen ausgelöst, habe ich zuerst auch gedacht, shit, man, hat irgendjemand Zugriff auf mein Streamerbot über WebSocket oder whatever? Und dann habe ich aber gesehen, dass der Knopf auf dem Stream Deck, das Bild wird ja kleiner, wenn du es drückst. Also ich weiß nicht, ob du das Stream Deck hast. Wenn man den Knopf drückt, wird das Bild kleiner. Und auf einem Knopf war auch immer das Bild klein gewesen. Das habe ich aber vorhin schon gemerkt. Das heisst, der Knopf hat es einfach konstant immer gedrückt. Ich weiß nicht, ob das wegen der Wärme ist oder was. Überteuerter Plastik. Für nichts und wieder nichts. Der Bert ist ein bisschen ein Elgato-Hater. Aber jetzt in dem Moment, ja, nervt es mich auch ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Sag aber nicht, dass alles verstellt, wenn du die Lautstärke. Das ist jetzt nicht der Fall bei meinem Stream Deck Plus. Zum Glück. Aber ich kann mir schon noch vorstellen, dass es irgendwie die Wärme ist und dem ein bisschen zu schaffen macht plötzlich. Elgato ruft an. Jedes Mal, aber wirklich jedes Mal schaue ich auf mein Handy. Arti, I'm so sorry. Ich entschuldige mich im Namen von Juti. Stream Deck Reparatur-Tutorial, geil, Mann. Also bei mir ist einfach Stream Deck Plus, weil die anderen, die ich bisher hatte, funktionieren super. Ich habe jetzt das Problem mit dem XL gehabt. Aber ich glaube, ich habe das habe ich mal erzählt, Check. Das glaube ich auch an Stream mal erzählt. Ganz am Anfang hatte ich das Problem auch. Also ich habe es aus der Schachtel rausgenommen, angeschlossen und dann hat sie irgendwie die ganzen Knöpfe gedrückt. Merci, Jenny. Und dann habe ich einfach ein paar Mal draufgehauen und jetzt geht vorne. Und dann war es gut gewesen. Bis jetzt. Bis jetzt. Natürlich habe ich das überteuerte Ding auch. Sogar das XXL. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, sonst bin ich zufrieden und ich bin ein Elgato-Fanboy. Das gebe ich zu. Elgato-Hater. Versteckt schnell das Mic, den Arm, die Cam, den Greenscreen und alle Corsair-Peripherie. Da sehen wir es, Bert. Aber ich weiss, was du meinst. Man kann ja noch so Fan sein von Produkten, wenn es plötzlich so Fehler haben, die dann eben auch noch mühsam sind oder irgendwie plötzlich auch komische Funktionen auslösen und nicht willst, dann ist es halt schon scheiße. Und ist es überteuert? Vielleicht. Aber für die, die denken, Elgato-Produkte sind überteuert, ich kann es nicht aufziehen. Das Kabel ist zu kurz. Ich sehe es ein bisschen im Ansatz. Da gibt es die Neo-Produkte. Die sind ein bisschen günstiger. Haben noch ein bisschen mehr Plastik. Oh, Chat. Cavern Zone.
auf den... Nein, sag lieber nicht mit, das kommt nicht gut, Chat, sorry. Nee, ich entschuldige mich nicht. Okay, Joti? Joti sitzt im Gebüsch, hat kein schlechtes Gewissen. Stopp. Stream Deck ist überteuert, der Rest nicht. Okay, du findest, also Stream Deck ist überteuert. Okay, ja, fair enough. Es dürfte schon günstiger sein, da gebe ich dir recht. Die Lichter viel zu teuer. Also Keylights, nehme ich an, Keylights, es gibt ja auch verschiedene. Ich muss halt ganz ehrlich sagen, ich habe einige von den Elgato-Produkten habe ich halt geschenkt bekommen. Ich sie dürfen testen. Da bin ich halt schon, da finde ich halt schon geil. Come on, gib mir das Ding her. Code? Habe ich nicht, sorry. Ich habe keinen Code, ich kann ihn auch nicht slow ausziehen, okay? Ich habe keine Schuhe. Geht in die Höhlen von Moria aus Simpel. Hat die den Ullen überredet? Der Bert hat noch 2 Keylights natürlich. Ich auch 2. Klingt, als ob er gleich ins Loch fliegen wird. Ihr kriegt manchmal gratis Gipfel, da darf ich wohl auch mal kleine Späße machen. Hey, Jutti, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ne? Das schon, aber ich hole mir lieber die von Rollei, habe ich die besseren Erfahrungen gemacht. Die kenne ich jetzt gar nicht. Marken kenne ich, glaube Arti. Das ist also einfach so Fotografie-Produkte, ne? Die die machen. Jesse hat Stream Deck Plus. Ja, habe ich... Es klingt jetzt, als würde ich mega flexen. Aber Jesse... Ich habe 2 davon. Gib mir an... Pedro, gib mir an... Okay, Pedro wird nicht abgeben. Ja, aber Stream Deck Plus ist geil. Rollei tönt nach einem Gadget vom Erotikmarkt. Ja, das hat etwas. Das hat etwas. Ist das ein Ei? Ein Ei, das man rollt? Ich kann nicht mehr, dass wir das nächste Bringer am Fotografen treffen. Stelle mich unter die Rollei-Leuchte und bin dann am Arbeiten. Bei dieser Musik hat der Troy definitiv noch zu viel Stoff am Körper. Antonio Margarete. Ancora? Margarete. Okay. Tell me why. Ain't nothing but a heartache. Tell me why. Ain't nothing but a mistake. Und Retro gerührt sie, stay Retro, wie geht's dir? Guten Abend zusammen, Troy und Troy, mein Emmy-Kollege. Retro, wie war deine Woche? Nein, nur Ollen hat früher angefangen als ich. Oha. Oh, Highway Racer, hast du im Call seinen Song gerade reingemacht? Highway Racer. Führst du eine Liste von Songs
die ich mag. Oh, jetzt aber die Temperatur steigt. Roy macht sich nackig. Schnell auf die Temperatur schauen. Wir haben aktuell 31,4 Grad. Holy shit, Mann. Draussen ist es 22,8 Grad. Oh mein Gott. Irgendwann muss ich, ohne Scheiß, irgendwann muss ich auch so, keine Ahnung, machen wir schnell 15 Minuten Pause und dann lüfte ich durch. Ne? Irgendwann. Irgendwann. Habe ich auch schon lange nicht gebraucht. Die Woche war ganz gut und bei dir und was ich dich fragen wollte, Speicherstand Alan Wake 2, alles gut. Retro, ich hab's letzten Samstag angeguckt und da war es nicht gut. Ich hab's aber jetzt seitdem nicht mehr abgecheckt. Aber das Geile war ja, ne, letzten Samstag wollte ich dann Control weiterzocken und da war der Speicherstand dann auch kaputt. Nee, das Spiel ist einfach immer abgestürzt, aber wir probieren es heute nochmals mit Control. Weil ich bin da sehr weit und ich will das noch durchziehen, Chat. Control, ne? Der richtige Abspann-Chat, vielleicht heute. Nee, heute nicht. Vielleicht morgen noch. Das wäre doch was, ne? Und Juti, merci für den Lurk-Support. Gipfelis packen sie sich nicht von alleine. Juti, sagst du mir Bescheid, wenn die Gipfelis ready sind, hä? Irgendeinisch gibt's auch eine Klimaanlage. True. Ja, bei mir sehr angenehm mit Temperaturen. Specko, weißt du, sind Temperaturen auch sehr angenehm? Hä, Specko? Weißt du, sind sie auch sehr angenehm? This is Sparta! Hast du den Thermometer dabei, Specko? Bei den Temperaturen frage ich mich, ob der Troy da noch genug Control beim eventuellen Gameplay hat. Das frage ich mich aber auch, ohne Scheiß. Hockt unter der Franziskus-Decke. Hey, Jenny. Jenny? Weißt du, wo tut sich so eine Franzistus? Die Franzistussi. Wo tut sich so eine Franziskus-Decke auch sehr gut, Jenny? Weißt du wo? Genau. This is Sparta! Schau mal, wie kühl es dort unten ist. Ja, was zum Spielen für das Loch kommt zu uns runter. Willkommen im Loch, keine Angst. Ich habe Klimaanlage mitgenommen. Darum ist es so kühl dort. Wieso bist du? Hello there. Hi, ich bin Troy Lina aus dem Alternativuniversum. Wieso bin ich wieder da? Ich bin doch geflüchtet. So lange bin ich so weit weg gewesen und jetzt hat es mich einfach hierhin teleportiert. Troy ist ein Böse, ja. Und jetzt bin ich wieder da. ich bin wieder zum Troy teleportiert worden. Und nachher darf ich gerade wieder in den Keller gehen, Chat. Wer hat mich beschworen? Ich bin doch frei gewesen, Chat. Ich bin frei gewesen. Ich sehe gerade, es sind ein bisschen viele in diesem Lachen. Und was haben die gemacht? Aber ich bin mir sicher, ihr habt gar nichts gemacht. Es war einfach der Troy, der sich einfach nicht gespürt hat. Hat er euch einfach dort runtergekickt? Also ich habe auch 20 Grad bei mir.
Wieso geht's nicht? Oh, das geht da gar nicht, Chat. Das kommt erst, wenn ich weg bin. Dann passiert noch etwas mit dem Arti. Ich muss dann noch schnell den ganzen Chat lesen, den der Troy nicht gelesen hat. Wieso bist du eigentlich so gut nachher mit dem Chat? Jenny, das liegt daran, dass ich Troy-Lina bin. Ja. Ich nehme an, aber eigentlich ist das noch Troy gerichtet gewesen. Das heisst, er war auch gut nachher mit dem Chat. Ich höre mehr Troy, als mich konzentrieren und stirb die ganze Zeit im Game. Wolfi, wo bist du auch schon wieder am Zocken? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Jenny bringt ein Rollei mit. Ein Rollei. Das klingt wie etwas. Danke, Chat. Wir haben Troy-Lina wieder eingefangen. Arti, bye bye. Chat, wir haben Troy-Lina wieder eingefangen. Dank euch ist sie wieder bei mir. Danke vielmals, lieber Chat. Ihr habt auch das Portal geöffnet. Madness. This is Sparta! Aber Chat, jetzt wollt ihr dort runter, weil ihr wisst, dass der Jack die Klimaanlage mitgenommen hat, oder? Sonst würdet ihr nicht wollen, dort runtergehen. Senses tell me to stop. I wanna kiss you, but I wanna too much. I wanna taste you, but your lips are venomous. Langsam ist es eng und kuschelig im Loch. You were the chosen one! It was said that you would destroy this and not join them! Don't wanna break these chains. Obi-Wan, gang weg! Not leaving darkness! Du machst das Lied kaputt. Obi-Wan, gang weg. Was ist passiert? Wie kühl ist es im Keller? Hey, das stimmt. Im Keller ist es natürlich kühl. Hey Jessie. Hi Jessie, wie geht's dir? Schön, dass du hier, Jessie. Wie war deine Woche? Jetzt haben wir schon 2 Jessies hier. Das ist verwirrend. Wir haben den Jessie und die Jessie jetzt. Schickt uns viel Material ins Loch ab. Ab ins Loch mit der Troy-Lina. Also gut. Überredet. Heute gehen wir alles Loch ab, Chat. This is Sparta! Super, Chat. Alle Arbeit für nichts. Ja, Freya, hast du es mitbekommen? He? Ja, hat jetzt Chat nicht so weit überlegt. He? Du nicht, du brennst. Langsam ist es eng und kuschelig im Loch. Aber ist es immer noch kühl? Funktioniert die Klimaanlage vom Jack denn gut? Langsam braucht es bei der Anzahl an Personen schon eine zweite Klimaanlage. Und jetzt probiere ich etwas, Chat. This is Sparta! So, zweite Klimaanlage am Start, let's go. Jetzt wird es kniffig, ne, wegen den 2 Chassis. Ne? Chassis 11 darf ich vorstellen, Shiny Chassis. Shiny Chassis, Chassis 11. Hatte eine tolle Woche, danke, hoffe du auch. Hey, ich kann mich nicht beklagen. Hatte eine gemütliche Woche. Aktuell ein bisschen zu warm für meinen Geschmack bei 31,5 Grad, Chat. Aber gute Musik. Die Frisur hält. Jetzt haben wir Troy-Lina für uns allein. Ich bräuchte so einen Animationschat, wo ich euch wieder aus dem Loch rausziehe. So aus dem Loch rausziehe. Oder
Wir können es auch so machen, dass der Ullen ein Vakuum erzeugt und dann also aus dem Loch rausschweben. Das wäre auch nice. Also mir wird es heiß im Loch. Ich kann auch am Rollei liegen. Du und der Rollei. Das Fenster immer noch zu. Ja, jetzt kann ich es halt wirklich nicht mehr aufmachen um diese Uhrzeit. Weil es ist wirklich so, ich habe das Fenster und hinter der Wand auf dieser Seite ist ein Schlafzimmer. Und die haben das Fenster wahrscheinlich jetzt im Sommer angekippt. Das heisst, wenn dort jemand schlafen will, dann hören die mich immer schnarren. Darum kann ich leider eben das Fenster nicht aufmachen. Das ist ein bisschen doof. Ne? Aber jetzt, es wäre schon geil, jetzt das Fenster aufmachen. Vielleicht lüfte ich dann eben noch ein bisschen durch. Die Rolina lästert über dich. Soll sie nur lästern? Was erzählt sie denn? Hä? Was erzählt sie für Räubergeschichtli? Bei der Temperatur will ich ungern die Frage von Barracks beantworten, ob man fit und knusprig ist. True. Kann der Ullen bitte kein Vakuum erzeugen? Das macht mir Angst. Aber Ullen, wenn du das noch hörst, da wärst du nie mehr los, das kann ich dir versprechen. Ich werde noch einen Effekt machen. Ich mache da draußen einen Effekt. Und dann kommst du und erzeugst ein Vakuum. Und dann fliegen die Avatars um. Ja, das wäre eigentlich noch geil. Die Avatars fliegen aus dem Loch raus. Und dann direkt so in den Deckenventilator rein, mit dem Blade dran. Eine zweite Klimaanlage brauchen wir, glaube ich, noch nicht ganz mini lang für ca. 50 Quadratmeter. Oha! Jetzt einfach wieder so einen Flex reinhängen, weißt du? Einfach noch schnell flexen, wie gut denn die Klimaanlage noch ist. Aber der Schlauch, wo geht denn der Schlauch auch nicht im Loch kommt? Sagen wir nicht, was im Loch passiert. Sagen wir nicht, was im Loch passiert, bleibt im Loch. Okay. Ich hoffe, Deutschland verliert heute noch. Ich habe keinen Bock auf die Leute, die hier meinen, bei einem Sieg nachts Party zu machen und ich doch gern die Fenster offen lassen will. Es ist bei euch auch so, ne? Wie machen die Deutschen Party in so einem Moment? Hupen die auch wie bei uns? Packen die da dann die Böller aus oder was passiert da? Finde ich okay. Diabolische Plan. Diabolical. Okay, Ullen. Ist alles geplant. Schon mal gefragt, warum es bei dir so warm ist? Darum kommt dort so warme Luft aus dem Schlauch. Das wär's nicht. Das wäre wirklich der Hammer. Da gehe ich so im Schlauch entlang, zum Nachbar rüber, Leute dort, und da steht dort echt der Blackjack. Er hat den Schlauch zu mir rüber verleiht, oder? Fies. Was ist denn da für eine? Ein Monoblock oder ein mobiler mit mobilem Schlauch? Ich glaube, so ein Schlauch. Also, aber ein Monoblock hat der nicht auch einen Abluft? Also, das muss ja einen Abluftschlauch haben. Oder ist ein mobiler mit mobilem Schlauch einfach kompakter und hat einen kleineren Schlauch? Einen dünneren, vielleicht aber längeren Schlauch. Und vielleicht ein bisschen... Ich höre auf, egal, es kommt nicht gut. Da kommt nur noch Scheiße raus bei diesen Temperaturen, Chat. Bei mir in der Gegend gibt es ein Hubkonzert, aber es gibt genug, die lange Zeit laut Bass laufen lassen. Okay, das ist aber mühsam.
Weißt du, Carnage, bei uns in der Schweiz machen wir das so. Da rufen wir bei der Polizei an dann. Hä? Und dann sagen wir da, der Nachbar XY, hä? Der hat da wieder laut die Musik am Laufen. Hä? Und es ist 1:10, ne? Ist jetzt nicht mehr erlaubt. Kommt doch vorbei. Nur so der Gedanke, gerade an solchen Tagen bräuchte es ein This is fine, true. Ah, shit, man, irgendwann. Auch hier Carnage, irgendeinisch. Lizzie musste auch lang warten auf den Effekt. Auf Sailor Moon musste Lizzie Jahrzehnte warten. Also Carnage irgendwann. Ich will das schon irgendwann mal machen. Und spür die Kraft, du kannst es tun. Oh, Mo. Oh, geiles Timing. Okay, nice one. Nice one. Wenn es ungeschickt läuft, kommt man nach 9 Monaten wieder raus. True. Ein mobiler Schlauch hat der Blackjack. Okay. Beim Mono ist das laute Gerät, das heiß wird, draußen. Ach so. Aha, okay, dann habe ich das jetzt verwechselt. Dann ist aber ist dann Split ist das gleiche wie Mono? Oder ist Split nochmal etwas anderes? Ich habe immer gemeint, Split heisst ein Gerät draussen, ein Gerät drinnen. Where I cannot stand, I'm still free. You can't take the sky from me. Ain't coming back. And boil the sea. You can't take the sky from me. Since I found serenity. Fienchen immer wieder schön. Fienchen wirklich immer wieder schön. Und ich weiß immer, dass es von dir kommt. Ich muss da mal schnell weiterlesen. Bei Mobilen hast du alles in einem Gerät, was laut sein kann und Wärme erzeugt. Ja, und das sind halt die sind günstiger, glaube ich, in dem Fall, die Mobilen. Ich sage jetzt mal halt, eben, du musst nicht grosse Installationen machen, du musst auch irgendwie schauen, dass die Luft durch den Schlauch aus einem Fenster rausgeht, zum Beispiel. Oder zum Nachbarn rüber, so wie es der Blackjack macht. Comfort 600 von Electrolux. Ui, jetzt wird es spezifisch. He? Comfort 600. Ich fände es besser, wenn ich sage, ich kann jetzt den Raum kühlen oder jetzt True. So ein richtiger Bünzli läutet pünktlich am 1 ab 10 in der Bulle. Ja, Fienchen. So ist es. Hä? Aber ganz ehrlich, ich hab das noch nie gemacht. Ich bin wahrscheinlich wirklich nicht genug ein Bünzli. Ich bin schon ein bisschen ein Bünzli. Ja? Sind wir doch alle ein bisschen, Chat. Aber so etwas habe ich noch nie gemacht. Ich reg mich einmal auf, ja. Und ich bin jemand, ich kann mich auch schon am 1 ab 10 aufregen. Ja. Aber ich rufe nicht der Polizei. So bin ich nicht. Das überlasse ich den anderen. Es gibt genug andere, die es machen. Da muss ich nicht auch noch anrufen. Haben wir sogar mal im Stream darüber diskutiert und dann habe ich, glaube ich, sogar wegen dir den Cold gehabt letztes Jahr. Oh, das ist schon. Hey, schau jetzt, der Arti ist halt so ein Verkäufer, oder? Arti, hast du einen Vertrag? Wirst du gesponsert von Electrolux? Das mit der Lautstärke klappt in Zürich nicht so.
Ja, Zürich, also Zürich Stadt ist halt schwierig. Ist halt schwierig. Aber so auf dem Land ist es halt schon was anderes. Ne? Und hey, Barry White, hey. Chat, there's only one like you, Chat. Lass mal weiterlesen. Mono ist ein Block, wo so ins Fenster stellst. Die warme Seite draussen, so kalt, dann, okay, jetzt komme ich raus. Jetzt komme ich raus. Die Bezeichnungen sind ab und an verwirrend auch für mich. Split wäre eigentlich richtig, aber wir finden es auch unter... Okay, also es ist schon eigentlich das Gleiche. Okay, dann habe ich das richtig gesehen. Ich bin der amerikanisch... Ich bin der amerikanisch feister beliebt wie zum Aufschreiben. Ich. Es liegt an mir, STTLC, es liegt an mir, es liegt nicht an dir. Ich bin der amerikanischen feister beliebt wie zum Aufschieben. Ich habe, glaube ich, alles falsch vorgelesen. I'm so sorry. Naja, Split musst du halt installieren und finden Vermieter in der Regel nicht so toll. Ja, vor allem, weil es halt eine Ausseninstallation ist. Und dann kommt noch dazu, dass es lärmt. Dann muss also eigentlich ja der Vermieter auch noch die Nachbarn fragen. Also schon gar nicht anfragen beim Vermieter. Ich glaube, das bringt nichts. Das ist doch nicht Bünzeln. Am 10 ist einfach ruhig abverteilt. Und let's fucking go. Hä? Da geht der Urlen raus. Lust den Basston am 10. 1 Sekunde nach 10. Und dann sagt der Urlen, das kann es jetzt effektiv nicht sein. Und dann läutet er den Schmier an. Hey, Barry White, sehr geil. Nee, aber ich habe halt durch die Arbeit oft die Möglichkeit, diverse Geräte zu testen, warten, reinigen. Daher weiss ich ab und an etwas Bescheid. Das ist aber nützlich. Also Arti, dann würde ich auch auf dich hören, wenn ich so eine Klimaanlage hole. Dann würde ich auch einen Electrolux 666, ne? 600 hast du gesagt? Ich glaube 600. Komfort. Nein. Gibt es kein Modell, das 666 ist? Oder 69? Das Geräusch, das es dann von sich gibt, ist auch immer ein Stöhnen. All the small things, true care, truth brings. I'll take one lift, you're right, best trip. Always, I know you'll be at my show, watching, waiting, commiserating. Geiler Song, nice. Hi nochmal STTLC. Ich gebe dir das Geld einfach wieder retour.
Ja, da kann ich also nicht mit gutem Gewissen annehmen, nach dem Zeichen, das ich da rauslasse, wenn ich deine Sachen vorlese. Landi ist super. Nur ist, glaube ich, der Göcku vom Bauer kaputt. Der Haku ist eins am Morgen um 2 aufgegangen. Das ist auch geil. Ja, dann gehst du vorbei und dann erwürgst du sich. Das ist ganz einfach. Dann hörst du einen so, Gott verdammt noch einmal! Und dann hörst du so, wie der Göcku so langsam, wie im Göcku langsam die Luft ausgeht. Vor allem die Kernbohrung, die teuer kommt. Ah, ja, okay, true. Herr Müller! Mit Blaulicht, bitte! Genau! Guck mal, genau so stelle ich mir da vor. Ich wollte mal Eigentümergemeinschaft fragen bei mir, mal schauen, wie fest sie mir an Gring gumpen. Das wäre schon noch interessant. Carry me home, keep your head still, I'll be your thrill, the night will go on, my little windmill. Oh. Ah, das ist auch so ein geiler Song. Hey. Blink 182 Chat. Ja? Immer wenn eine Band eine Zahl im Namen hat und Punkrock macht, dann weiss man, das ist guter Punkrock. Schon ein geiler Song. Was du versuchen kannst, dass alle mitmachen, dann ein Gerät stellen lassen, das entfeuchten, heizen, kühlen und nur lüften kann. So haben alle was davon. Und die Kosten werden aufgeteilt auf alle. Das ist natürlich auch eine gute Idee. Du bautest dich alle. Sonst komme ich vorbei, Mann. Ja? SDTLC. Ich tue es jetzt gerade rücküberweisen. Ne? Ich tue es jetzt rücküberweisen, SDTLC. Okay, ich behalte es, okay? Okay, ich behalte es. SDTLC ist gut, kannst du wieder gehen. Vom Ullen gewünscht? Nice, Mann, Ullen. Ist ja heute mit 12 Wohnungen wird auch schwierig. Schwierig oder dann sehr teuer? Wenn alle 12 Wohnungen gerade noch schmeckkühlen und so. Aber das Geilste ist natürlich, darum, wenn ich eine neue Wohnung suche, ich bin immer ein bisschen am Schauen, muss ich ganz ehrlich sein, dann wette ich eben so, dann muss es wahrscheinlich ein Neubau sein oder relativ neu und einfach schon alles integriert. Einfach schon die Lüftung, die integriert ist, schon inklusive Klimaanlage und so. Der Kollege hat das eben und das ist das Geilste. Ja, da brauchst du kein Gerät, du hast auch alles schon ready. Das ist eben richtig geil. Hey und Mongo, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Mongo, wie war deine Woche? Wie war deine Woche? Wer kennt Pastime? Paradise von Stevie Wonder. Willst du das rein? Mongo? Mach den Link parat, den Spotify-Link. Oh, nein, wir haben es nicht offen. Wait. Wait. Also Mongo, schreib mal kurz eine 1 in den Chat, damit du danach nochmals den SR-Befehl posten kannst, weil sonst sagt ja Twitch, nee, darfst du nicht. Ne? Einfach mal kurz eine 1 in den Chat und dann, okay,
Let's go. Genau so, genau das meinte ich, Mongo, genau das meinte ich. To see, once we heard, are you and me. Ja, Franziskus. Und mit Jube ist auch du gemeint. Und zuerst haben wir noch I Got You, Babe. He? Nicht vom Coles gewünscht, tatsächlich, aber von der Etta James. Und dann haben wir vom Stevie Wonder Pastime Paradise. Don't know. Franziskus, du brauchst einen Wein. Ich auch. Aber das mache ich nicht on Stream. Dem Kollegen die Minergie-Hütte mit schlechter eingestellter Lüftung, wenn der Dampfabzug läuft, kommst du nicht zur Hütte aus. Wait a second. STGLC. Ullen. Wenn der Dampfabzug einschaltest, erzeugt es ein Vakuum. Und dann hebt der Ullen ab. Das ist im Ullen sein Vakuum, Mann. Danke, die Woche war anstrengend, aber gut, hey, das freut mich doch, Mongo. Ja, gibt's manchmal, ne? Gibt's manchmal. Da kommt mein Sound bei Hamster. Der stiefe Wunder. Hey Jutti, gehst du schlafen? Gehst du im Gebüsch schlafen, Jutti? Ja, muss ich kurz gucken? Ja, aber Jutti, du musst ins Gebüsch rein. Du musst siehst du das Gebüsch, Jutti? Da muss ich zuerst vorlesen. Okay, ich lese vor. Gute Nacht, Jutti. Hoffentlich träumst du von fliegenden Bananen, die durch das Stargate zu einem magischen Gipfeli führen. Oh mein Gott, ich habe immer noch Gipfel. Schlaf gut und lass dich von den Sternen sanft in den Schlaf wiegen. Herr Jutti, mach's gut, schlaf gut, schön warst du hier. Schönen Sonntag noch und bis zum nächsten Mal. Bye, bye, tschüss. Und Herr Chat. Juttis Gipfeli. Okay, nice one. Chat, das sind gute Gipfelis. Oh, das muss ich nochmal beobachten. Ja, der Reiz halt noch der Pedro, weil die Frage war eigentlich, könnte ich im Pedro ein Gipfeli in After Effects? Aber er dreht halt noch so, das könnte tricky werden. Not. Wir haben es gefunden. Das Vakuum. Oh, Anni, wir haben leider die Song-Request schon wieder aus. Ich gucke mal kurz auf. Oh.
Ich mache 15 Minuten. Ihr dürft nach 15 Minuten füllen, Chat. Macht noch eure Song-Requests rein. Anni, du darfst natürlich... Wie ich ausgesehen habe. Als wäre ich bekifft, habe ich ausgesehen, dem Eiswürfel drin. Merci, Jenny. Anni, du darfst natürlich auch nochmals. Hat's geklappt? Hat's geklappt? Nice. Burning Love by Elvis Presley. Ooh. Schau, wie ich da liege. So funktioniert das nicht. Also SDTLC, was jetzt genau? Mit dem Vakuum, mit dem Unterdruck. Verschluck dich nicht. Am Brös. Oh, jetzt kommt die Arti wieder. Ne? Ja, aber Arti, ich hätte noch eins. Also eigentlich hätte ich noch 3. Ich habe noch eins French Croissant vom Coop. Und dann habe ich noch 2 grosse Laugengipfel. Also ich habe Gipfel für die ganze Nacht. Jetzt muss ich da schnell so die eine Kanalpunktebelohnung einschalten, Chat. Diese eine Kanalpunktebelohnung ist jetzt eingeschaltet. Danke vielmals. Feinchen, merci. Einfach, ohne Scheiß, ich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich das mache. Weil irgendjemand muss den Punkt ausgeben. Ich weiß gar nicht, wie viel. 600. Jetzt nicht nur 600. Aber immer einen Punkt ausgeben, damit ich mehr einen Kaffee trinken kann. Das ist eigentlich schon noch fies, oder? Das ist eigentlich schon noch fies. Ich kann nachher gerade einen noch schnell Chat ein bisschen nachlesen. Ah, das ist von Anni, der Song von Anni, Chat. Oh, Still Dre bei Dr. Dre. Wie gut. Wie gut. Oh, Basket Case bei Green Day. Nice, Mann. Zwischen Unterdruck und Vakuum ist ein minimaler Unterschied. Nein! Das bestimme ich jetzt so. Das ist die neue Regelung. He? Das ist dasselbe. Und die Gravitation existiert dann auch nicht mehr, Chat. Ja? Ich habe jetzt extra Hochdeutsch gesagt, dass es alle verstehen. Oh, Arti, jetzt. Arti, mach auch den Spotify-Link rein. Nicht so flex. Aber da kommt Pagania hinführen. Ich habe auch noch 2 Laugengipfel. Aber sind es denn auch grosse? Pagania, sind es grosse? Ja, groß und dick. Und lang. Und du hast natürlich noch 156 Kaffeeinchen.
Piep, piep. Ich tue jetzt nicht mitrappen, aus gewissen Gründen. Genau. Früher in der Chat habe ich so viel Dr. Dre gelost. So viel habe ich das gelost. Die Arti wieder mal lost unterwegs. Aber es hat jetzt geklappt. Ja, es hat geklappt. Mozarts Final Rave. Okay. In meinen kleinen Händen sieht sogar ein Vanillegipfel groß aus. Okay. Okay, Jenny. Es ist schwierig. I'm a Racer. Gefühlt bei den meisten Sätzen. Da müsste ich den Cooldown beim Beep rausnehmen, damit das wirklich klappt. Da hat jemand wohl ein Kifferhüngerli. Oh. Das ist einfach immer noch der beste Hunger, den es gibt. Der Hunger nach dem Kiffen. Oh. Und dann so, oh, jetzt muss ich etwas essen, Mann. Und dann am besten so Gutzli. Oh, so Schoki-Cookies haben. Beste. Chat, ich kenne mich mit dem Ganzen eigentlich gar nicht aus. Aber es ist einfach so. Oder man singt und skippt manche Wörter. Oder ersetzt sie einfach. Gut, ich kann eh nicht rappen. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich es selber versuche. Nein, versuche es gar nicht. Das ist etwas, das kann ich nicht. Das kann der Bounce, Chat. Der Bounce, der kann das, ich kann das nicht. Finchen, mache ich auch. Mache ich auch, Finchen. Ich lasse jetzt den Song noch ein bisschen laufen. Be right back. Ich hole mir schnell ein Snickers-Glas und den Kaffee trinken. Bis nachher. Drei. Those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Chat, Fienchen, merci vielmals für den Coffee Drink. Geil. Der beste Hunger ist so mit 20.
am Morgen früh so eine Afterparty-Burger-Döner-Pizza. Check, gebe ich dir recht. Vor allem Burger habe ich am liebsten gehabt. Döner ist auch nicht schlecht, Pizza ist auch nicht schlecht. Aber am liebsten Burger. Feinchen, hast du dein Klasse am Start? Keine Akkorde, Dr. Dre. Es ist, glaube ich, relativ simpel, tatsächlich. Ja. 4. So, liebe Troy und Chat, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Gute Nacht, Ullen. Mögen deine Träume so aufregend sein wie ein Dungeons and Dragons Abenteuer, so bunt wie ein Würfelset. Ullen, aber da müssen wir noch schnell, da musst du noch schnell würfeln, da musst du noch schnell einmal würfeln, um zu schauen, wie bunt das es wirklich wird. Du weißt am besten, welchen Würfel du musst würfeln. 17. Okay, 17. Okay. Ein sehr bunt, wie ein Würfelset, so lustig wie die besten Memes und so versteckt wie die coolsten Easter Eggs. Schlaf gut und träum süß, hey, Ullen. Schön, bist du dabei gewesen. Hat mich gefreut, heute auch mit dir ein bisschen zu quatschen, Teil vom Podcast zu sein. Merci vielmals für die Memes, Ullen. Merci vielmals für den Resub. Und mach's gut, schönen Sonntag, hoffentlich nicht zu warm. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye, tschüss. Sagst du Lisi noch einen Gruß? Knuddelst du die Lisi einmal von mir, Ullen? Und dann noch einmal von dir. Gräme. W69. Ja, aber Highway Racer. Gibt doch keinen 69er Würfel. So, Snickers-Klasse am Chat. Am Start. Ich muss Fotos anschauen, Ullen, aber... Kommt jetzt da, wo ich vermute, dass es kommt? Bin mir jetzt nicht sicher. Hey, alles gut. Alles gut. Ich habe jetzt nur gerade an ein Meme gedacht, das perfekt wäre in Kombination tatsächlich. Ich muss mal schnell hier die Fotos angucken gehen. Ullen, warte noch schnell. Oh mein Gott, ich habe noch die Videos vom Highway Racer, merke ich gerade. Nimm Geld, du Hippie-CHDR. Was? Nimm Geld, du Hippie-Priester. Double-Click! Merci vielmals, danke vielmals für den Resub im 8. Monat. Double-Click und Grüezi. Und wie geht's dir? Und willst du auch ein Snickers gelassen? Ich biete dir eins an. Okay, der halt nicht, dann esse ich es halt. Merci vielmals für 1 Bit, danke Double-Click. The Careless Whisperer Sex Boy. The Sex Boy. Oh Mann, hey. Ullen. Aber Sex. Sex. Geht mir fast in die Nase rein, Ullen. Ich glaube, da bin ich wirklich so. Ich bin so am Ausrutschen mit den Lippen. Und das Ding geht mir in die Nase auf. Der Blick. Aber das ist jetzt. Der ist entstanden jetzt vorhin in diesem Stream, oder? Hast du den Blick raus screenshottet? Geil. Ullen, wie immer, Weltklasse. Merci. Merci vielmals für den. Jetzt kommt noch die kleine Animation, weil ich gerade den Szenenwechsel gemacht habe. Double-Click mit dem Gameplay. Let's go.
Während Careless Whisper gelaufen ist. Ja, darum stimmt halt der Gesichtsausdruck perfekt, oder? Fienchen, hast du die Snickers-Klasse schon gegessen? Ich merke gerade, es ist mega krass, wie schnell das Ding schmilzt bei diesen Temperaturen. Also, da musst du wirklich pressieren beim Essen. Krass. Oh, Anni, Sie sind wieder zu. Die Songrequests sind leider schon zu. Fienchen darf aber entscheiden, ob sie den noch reinlässt. Fienchen kann das, Fienchen darf das. Ich füge mich den Entscheidungen. So, Chat, wo sind wir gewesen? Oh, ich habe den Kaffeetrink noch nicht mal aufgemacht. Hey. Wo bin ich gewesen? Doubleclick hat noch geschrieben, beten nur kurz da, bevor ich an eine Homeparty gehe. Der Dave, oder? Dieser Doubleclick, der ist halt einfach noch jung geblieben, Chat. Ich glaube, der wird nicht alt. Der wird nicht alt. Der geht jetzt auch noch an die Party, oder? Ja, andere gehen jetzt Zähne putzen. Doubleclick geht noch an die Party. Nein, aber hey, alles gut. Ich hoffe, du bist noch da. Ich habe es ein bisschen spät gelesen. Dann viel Spass an der Homeparty. Oder Homepart, so wie du es geschrieben hast. So, ich muss weiter. Ich wünsche noch einen wunderschönen, prächtigen Abend. Vielleicht bis später. Hey, Doubleclick, merci nochmal für deine Bits. Merci nochmal für deine Resub. Im 8. Monat, danke vielmals. Und vielleicht bis später. Ja, wir gehen jetzt nachher ins Gameplay rein. Das machen wir. Finger abgeschleckt, check. Ist schneller, check. einfach so rein, oder? Einfach den ganzen Regel rein und einfach gerade abschlucken. Bin platt und erschöpft. Von daher bin ich schon raus, also viel Spaß noch gegebenenfalls. Viel Erfolg mit Control und bis ein andermal Carnage. Schön warst du hier und Carnage. Möge deine Nacht voller magischer Träume sein, in denen du mit Luna Lovegood, durch eine Welt voller Abenteuer und Zauber streifst. Lass all deine Sorgen verrecken und die Negativität ausbluten, damit du friedlich und elendig, okay, wow, friedlich und elendig einschlafen kannst. Gute Nacht. Hey, Carnage, mach's gut, schönen Sonntag. Und hoffentlich auch für dich nicht allzu warm. Ja, hoffentlich immer noch 27 Grad oder kühler. Bye bye, tschüss. Merci Fienchen übrigens, mega lieb. Hä? Anni, die Fienchen, ne? Das ist eine gute. Das ist eine gute. Oh, Pacania ist schon 31 Mal geknuddelt worden, Chat. Arti ist schon 50 Mal geknuddelt worden. Oh. Oh, Anni, das ist aber ein schöner Song. Hey. Who like a shooting star in the rain. Moment schnell. STTLC, I need you.
Ein Shooting Star in the rain. Gibt's nicht, oder? Ein Shooting Star ist über dem Regen, Chat. He? Shooting Star, Wolken, Regen. He? Alles Fake News hier in dem Song, den wir direkt skippen. Nein, sag ich. Pagania. Ja, es gibt jetzt Gameplay. He? In den nächsten Minuten, Stunden, Tagen gibt es Gameplay. Wir sind kurz davor. Oha, Specko! Specko hat den 200. Knuddel ausgelöst. Ah! Ah! Danke vielmals. So, Specko, da bekommst du natürlich... Oh! Arti, da bekommst du natürlich zurück. Ja, ganz klar. Ganz klar. Oh! Ihr wollt nur meine Knuddels, Chat, oder? Ah, mega lieb. Mega lieb, Finchen. Bekommst du natürlich auch einen retour. Jetzt muss ich dann schauen, dass ich niemanden vergesse. Regensternschnuppen mit Regenbogen. Wieso nicht? Mit Regenbogen. Okay. Jetzt würde ich gerne so über DALL-E das schnell generieren lassen, genau das Bild. Eine Sternschnuppe im Regen und ein Regenbogen. Aber ich bin nicht vorbereitet, um außerhalb von der Fotofunktion so ein Bild zu generieren tatsächlich. Oder schon? Chat, wait a second. Set. Oh, schwierig. DALL-E. Das kann ich leider nicht. Ich kann es umgehen. Moment schnell, das muss ich jetzt schnell testen. Shooting Star in the Rain with Rainbow. Rainbows. Mehrzahl. Chat, das testen wir jetzt schnell. Ihr dürft aufs Foto kommen oder auch nicht. Ich löse es nachher nicht aus. Ich will nur wissen, was er mir generiert. Come on, come on. Ja, okay, der Regenbogen. Ich überdecke halt den Regenbogen. Schau jetzt an. Hey. Schau jetzt das mal an. Hey. Ein Shooting Stars, der Regen ist vertreten und die Rainbows sind vertreten. Geil. So schön, Mann. So schön. So, Chat. Ich sage, wir machen kein Foto. Ja. Wir machen kein Foto. Aber schön sind ihr draufgekommen. Jetzt muss ich da nochmal schnell schauen. Oh, Pagani, mein Gott, ich habe dir keinen Hack umgegeben. Muss ich machen, sonst kann ich nachher nicht schlafen. Pagani, du bekommst auch einen Hack um. Oh, der Coles ist auch geknuddelt worden. Hug my wife. My wife is not a valid user. Du hast... Oh, Mongo, was hast du? Aha, du hast vollkommen recht. Troilina ist wirklich echt und meine beste Freundin. Sie ist keine gewöhnliche Userin. Das ist klar. Mein Bot meint jetzt auch, du meinst Troilina, oder? Oh je. Chat,
Aber das ist es jetzt. Jetzt ist die Pagania geknuddelt worden. Und jetzt passiert etwas, Chat. Jetzt passiert etwas. Und zwar fängt es an. Ich muss mal schnell schauen, sind eure Song-Requests noch am Laufen? Da muss ich schnell prüfen. Ist das noch ein Song-Request für euch, Chat? Das kennen wir, okay. Und es fängt an zu rumpeln. Chevron 6 is holding. Chevron 6 is locked in place. This is as far as we have ever been able to get. Chat! Fucking hell. Okay, das ist jetzt wieder nicht schlecht. Oh no. Chat. Wo ist die Musik? Hey, Pagania. Schnell schauen. Was haben wir? Wenn ich mit Heulina verheiratet bin, wer ist es dann mit Barbara? Schwierig. Schwierig, aber Mongo, das musst du der Barbara erklären. Hä? Nicht wir. Hey, gute Nacht, Pagania. Mögen dich heute Nacht die wilden Klänge des Pagan Metal in schöne Träume begleiten, während du in Gedanken auf deinem Motorrad durch die Nacht fährst. Lass dich von der Dunkelheit nicht von deinem Weg abbringen und sei stark wie das Gift von Venom. Schlaf gut. Jetzt bin ich verwirrt gewesen, weil sich irgendjemand timeoutet hat. Hey, Pagania, schön bist du dabei gewesen. Schlaf ganz gut. Schönen Sonntag wünsche ich dir noch. Und merci nochmal für den Resub. Und bis zum nächsten Mal. Pagania, bye bye, tschüss. Hoffentlich auch nicht zu warm bei euch während dem Schlafen. Ich hoffe, es kühlt noch ein bisschen ab. So, dieses Jahr gibt es auch kein 24-Stunden-Rennen ohne Regen. Oh ja, Kari, okay. Oh Mann, hör auf mit Stargate. Ich habe letztes Mal schon wegen dem ersten Film wieder schauen. Das ist einfach mega nice, oder? Das ist halt auch einer meiner Favoriten. Gute Nacht, Carnage Rage, schlaf gut. Du bist jetzt aber auch ein bisschen früher dran. Falsch gelesen, doch nicht. Hä? Highway Racer, ich komme nicht mehr raus. Venom ist wirklich beeindruckend. Die Core-Liebe. Eventuell auch mal Gameplay. Hey, merci Pagania. Ja, ich schaue nochmal schnell drauf. Wir sind bei... wir sind 0,1 Grad runtergekommen. 31,4 habe ich wieder. Ja, ich glaube, es pendelt sich langsam ein. Wobei, wenn ich das Game starte, wird es wahrscheinlich wieder heißer. Hey, Highway Racer, darf ich schnell fragen, ist es okay, wenn wir vielleicht Videos nächstes Mal anschauen? Oder kann ich mal ein Gameplay rein? Ja, ich hoffe, das ist okay für dich. Und wenn nicht, dann kannst du eine Reklamation schreiben an reklamationen@treuhammaren.ch. Ich habe 26 Grad. Oh, schau jetzt. Mungo knuddelt Barbara. Let's go. Einmal! Ja, come on. Da gebe ich noch einen hinten nachher. Da musst du sein.
Game was? Freya? Hä? Wir spielen jetzt das Game Control. Und zwar die Ich hoffe, es stürzt heute nicht ab Edition. Ja, das ist die neue Edition von Control. Die gibt es nur bei mir. Ah, 3 Mal schon. 3! Ich habe gerade gerade das Fenster zugemacht und die Klimaanlage angeschaltet. Ist ein bisschen kühl geworden. Ich habe den Streamer-Mode nicht drin. He? Chat, habt ihr es gehört? Arti, hast du es gehört? Oh, wait a second. Wo ist denn das gekommen? Arti, darf ich es zeigen on Stream? Das ist das das Einzige, was wir uns jetzt noch anschauen, Chat. Was Kleines, Feines. Was Kleines, Feines. Shooting stars. Over the clouds with a rainbow. Ich frage mich jetzt, was das ist. Ist das noch so... Es sieht so aus wie so eine Wüstenlandschaft, aber mit blauem Sand. So sieht das für mich aus. Aber es ist schön. Magical indeed. Arti, merci vielmals. Danke vielmals. Weltall. Aha. Okay. Das ist das Weltall-Chat. Okay, wunderschön. So, Chat, jetzt muss ich da schnell gucken. Das ist hier gucken. Steam aufmachen und nachher Control aufmachen. Und nachher DirectX 12 und dann schauen wir mal, wie das kommt. So, DirectX 12 Control. Oh, Anni, du hast jetzt schon die ganze Zeit auf das Gameplay gewartet. Sehe ich das richtig? Alles möglich. Grüner Sand, blau, rot. Mungo? Korrekt. Korrekter Mundo. Anni, wegen dem Nice. Ich dachte, das sei aufs Gameplay bezogen, aber vielleicht war es auch aufs Bild bezogen. Aber Chat. Correcto Mundo. Eigentlich sollte jetzt da in jedem Moment irgendeinisch sollte das Bild kommen vom Spiel. Oh, ich muss noch die richtige Maus nehmen. So, Maus check. Auf das Bild, okay. Da habe ich das falsch verstanden. Das Game kenne ich noch gar nicht. Control von Remedy, von den Machern von Alan Wake und Alan Wake 2, den Machern von Max Payne. Ein sehr, sehr, sehr verwirrendes Game, also eine verwirrende Story. Wir sind mit Jesse unterwegs, ne? Jesse. Und es ist so, dass sie da im Federal Bureau of Control unterwegs ist und da passieren so komische Dinge. Das sind komische Gegenstände, die Kräfte haben und wenn wir die Gegenstände... Oh mein Gott, wie soll ich das erklären? Ja, egal, können wir uns diese Kräfte jeweils holen und dann bekommt Jesse da irgend so eine Fähigkeit dazu. Und ich glaube, aktuell sind wir... Ich muss kurz warten, bis ich mit fortsetzen, weil ich muss dann schnell sein. Aktuell sind wir auf dem Weg, den Dia-Projektor, das ist ein spezieller Dia-Projektor, der so eine Macht hat. Wir wollen den ausschalten. Und das ist die aktuelle Mission.
Der zweite Teil von Control wird dann Control. Decor sagt sich, okay, ich muss geschlafen. Control Alt heißen. Hey, und Decor, gute Nacht, lieber Decor. Mögen dich die Drachen in deinen Träumen begleiten, während Heavy-Metal-Melodien in deiner Seele widerhallen. Träume von aufregenden Motorradabenteuern und erwache mit einem Song deiner Wahl im Herzen. Schlaf gut. Hey Decor, schön bist du dabei gewesen. Hat mich auch gefreut, mit dir ein bisschen zu quatschen im Podcast heute. Und auch nachher. Und merci vielmals für den Resub. Du hast gerade noch einen Resub da geladen. Schnell Yoga. Ja, merci nochmal für den Resub. Schön bist du dabei gewesen. Ich wünsche dir ganz einen guten Schlaf, einen schönen Sonntag noch. Ja, hoffentlich kühl genug, um gut zu schlafen. Und bis bald. Bye bye, Decor. So, Chat, jetzt machen wir das einmal. Oh, Greenscreen. Shit. Ich muss schnell den Greenscreen auf und das Tuch über den Stuhl legen. Be right back. So, Chat, das war das Gameplay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Nein, natürlich kommt das Gameplay. So gut. Ist das Gameplay jetzt vorbei? We're done. When I say we're done. Walt, es war ja nur Spass gewesen. Es ist nur ein Fake. Wir gehen jetzt ins Gameplay rein. Ja, ist gut. Schau mich jetzt so böse an, Mann. Hei. So. Also, der Plan ist jetzt, wir gehen auf ein Spiel fortsetzen. Und dann muss ich schnell sein. Und das Game darf man nicht abkratzen, Chat. Das habe ich gelesen im Internet. Aber da muss ich wissen, was ich machen muss. Ich muss runter. Let's go. Chat, wir schaffen das. Wir schaffen das. Ich glaube, so professionell bin ich noch nie in das Game hineingestartet, Chat. Du dreckiger Schift. Jetty 6, du dreckige Schift. Jetty 6, du dreckiger Schift. Chat, let's fucking go, jetzt nicht abstürzen. I know he's still there somewhere. Locked inside. I know, because that's how it was for me. Chat, ihr sagt euch Bescheid, wenn irgendetwas zu laut ist, etwas zu leislich ist. Aber ich glaube, es sollte passen. Was ist jetzt hier los? Ja, geht's noch? Ich will doch einfach nur hier flüchten, oder? Muss ich jetzt kämpfen? Soll ich die Waffe vornehmen? So, Chat, ich muss zuerst wieder reinkommen. Könnte eine Weile dauern. Ich komme gar nicht so weit, oder? Was heisst da 30?
Hey, Jenny, merci vielmals für den Lurk-Support, danke. Hey, Brain AFK, servus, wie geht's dir, mein Lieber? Wie geht's dir? Ich muss hier kurz gucken, muss ich nicht sterben. Will mich hier nicht blamieren, ne? Vor Chat und so. So. Ist noch einer oben? Da ist doch noch einer, Chat. Ich rieche dich. Ah, da ist noch einer. Ich kann nicht Wellen ab, ich werde wieder rauf, Mann. Nein, was mache ich? Muss schnell pausieren. Oui, oui, je suis une dreckige Schrift und gehe jetzt Pause, bleiben aber im Lurk. Nachti zusammen, danke für den Stream. Hey Jenny, dann wünsche ich dir auch ganz eine gute Nacht, schlaf gut. Gruß an den lieben Mr. Nippel. Ich sage jetzt halt immer Mr. Nippel. Aber the brother from another mother, sagst du mir noch einen lieben Gruß von mir. Und schlaf gut, Jenny. Bye, bye, tschüss. Schön, bist du dabei gewesen. Und hey, Brain AFK, Glückwunsch zum Sieg gegen Antonio Margaretti. Oh, look jetzt. Brain AFK folgt mir seit einem Jahr, 6 Monaten, einem Tag, 19 Stunden, 35 Minuten und 16 Sekunden. Hey, Brain AFK, oha. Oha, schon so lange dabei, nice. Und danke für die Glückwünsche. War euer Match schon? Hat Deutschland jetzt auch schon gespielt? Wie ging's da aus oder ist das noch? Ich bin halt überhaupt nicht informiert, ne? Hey, freut mich, dass es dir gut geht. Kann mich nicht beklagen, alles gut, ein bisschen warm hier bei mir. Aber es geht. Deutschland im Viertelfinale. Oh! Oi. Huh. Ja, aber jetzt muss sich Deutschland langsam warm anziehen, ne? Ja? Just saying. Ja? Langsam müsst ihr euch warm anziehen. Antonio Margaretti. Antonio Margaretti. 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 Oh, höre. Jetzt wollte ich sagen, Specko. Oh, höre Rage draussen. Regen. Oha. Muss man schnell meinen Bot fragen. Wie ist das Wetter? Oder regnet es? Regnet es? Der Bot meint, ja, mäßiger Regen bei 19,31 Grad. Regenbogenzeit. Rage hören. Leider nicht Gruppenzweiter geworden. Okay, Deutschland 2, Dänemark 0. Die Deutschen, die können spielen. Nee, ja, man ist sich ja gewohnt, ne? Deutschland, ne? Ist halt stark. Das Spiel war aber Kindergarten. Ohne Scheiß, 3 bis 4 Tore zurückgenommen. Oha. Jetzt geht's gegen ernstzunehmende Gegner dran. Habe ich kein Schweizer Fleckchen? Ich habe kein Schweizer Fleckchen, das ich jetzt aufheben kann. Aber wie wisst ihr es? Es regnet im Fall nicht hier bei mir. Schön für dich, hier regnet es zumindest mäßig. Genieße das trockene Wetter. Ich finde es auch schade. Bei mir, ich weiß nicht, ob das nur bei mir im Chat-Tool ist, bei mir kommt echt CH statt Schweizer Kreuz. Moment, das muss jetzt schnell. Müssen wir kurz gucken. Keine Angst, Gameplay geht weiter.
Ah, da ist es auch CH. Okay. Schade. Schade. Troy, ich hasse den Bot. Was hast du ihm geschrieben? Hey, chill mal. Calm down. Keep it cool. Just Twitch chat things. What the fuck? Schweiz habe ich nicht ernst genommen. Da wurden Experimente gemacht. Hat's noch Platz im Loch unten, Chat? Bei mir kommt auch nur CH. Okay. Gameplay wird überbewertet. Wir gehen ja wieder rein, Chat. Ja. Wow. Ich bin nicht ready. Nein. Gut, einer lang. Das ist auch gut zu wissen. Töte Gegner ohne zu sterben. Das ist immer noch unsere Challenge, wo wir jetzt gefühlt 50 Jahre dran sind, Chat. Ja, 50 Jahre. Weißt du? Nein, das ist wieder so einer. Ohne Scheiß, ich will nicht zu fest rumfliegen in dem Moment, weil ich habe das Gefühl, es ist kein aus der Map raus. Da muss ich jetzt echt nicht... Wow, das explodiert ja. Ich will jetzt wirklich nicht aus der Map rausgehen und so sterben. Nein! Oh, Scheiße, Mann! Chat, come on! Ich hab's gejinxt. Ich hab's halt einfach gejinxt, Mann. Oh, ich hab pausieren. Dann machen wir gerade Musik wieder an, Chat. Chat, will jemand Death Count Master machen? Wie gesagt, wenn es niemand machen will, kein Problem. Mache ich selber. Es gibt ja nicht viel zu drücken. Schweiz-England, falls es kommt, wird schwer. Ja, das glaube ich. Geht es in diesem Spiel darum festzustellen, ob der Monitor Rotschattierung korrekt wiedergeben kann? Ja, in diesem Level ja. Sagt es, tut. Ich halte meine Versprechen, Chat. Aber natürlich hat das Käserad 2.0 die Spaghetti-Mafia überfahren. Finale gegen euch wäre funny. Nee, das wird nur schmerzhaft. Ne? Ich sage jetzt aber nicht für wen. Er ist Dead Master noch niemand. Oder vielleicht ist noch jemand drin, aber einfach melden. Das ist mir heute, glaube ich, zu viel Arbeit. Moment, Stream Deck umstellen, Troy-Modus, dann ready. Gibst du Bescheid, wenn du ready bist? Ich drücke natürlich jetzt da auf einmal selber. He? Set Death Count Master Artie. Artie, du bist jetzt der Death Count Master. Du bist aber auch ein Putzmann, einfach, dass das klar ist. Du bist der Putzmann hier im Spiel. Jetzt muss ich da nochmal machen, Chat. Jetzt muss ich es halt nochmal machen. Ich nehme da wieder meine Position ein. Das hat mir gefallen hier. Und ich muss auch einmal mehr wieder die Challenge starten. Allerliebst. So, machen wir hier Speedrun, Chat, Speedrun. Wo ist es? Es ist ja gar nicht oben, Mann.
sind ihr? Wo sind ihr? So. Okay, da kommen ein paar Gegner mehr. Boom. Okay, den mag ich ein bisschen einstecken. Okay, aber wir haben schon wieder 22 Gegner besiegt. Das ist eigentlich noch ein guter Ort, um die Challenge... Wow, shit, man! Die Challenge machen. Das ist alles im Weg. Hey. Ich will nicht runterfallen. Ich will auch nicht runterfallen, Chat. Boom! Oh, das war es. 27 Gegner auf einmal. Das ist eigentlich wirklich noch geil für die Challenge. Also mit Menschen umwerfen, merken Troy nicht sauer machen, sonst fliegt. Genau, der fliegt. Also zuerst mache ich dann den Unterdruck, auch genannt Vakuum. Ja. Nachher fliegt schon. Und ich gehe aus der Map raus. Also gut, ja, jetzt wegen dem bisschen Energie da runtergehen, das scheisst mich. Ja, wobei, vielleicht ist noch laut. Ja, es ist mega viel laut. Okay. Holy shit, der laut, Chat. Und ich wäre fast einfach weitergeflogen. Wir müssen noch schauen, ob wir ein Upgrade machen können. Aber dann müssen wir zuerst zu einem Kontrollpunkt kommen. Das darf ich nicht vergessen. Ich habe das Gefühl, wir können Updates machen. Ihr könnt Troy sauer machen, ihr müsst nur schneller laufen. True. Ja, das ist halt true. Hey, das ist unfair, ich habe keine Deckung. Die nehme ich jetzt gerade. Wo ist denn der? Ich brauche noch ein paar Leichen im Chat. Boom. Und was ist jetzt da? Hat es jetzt gerade ein Problem gehabt? Nicht runterfallen, Jesse. Ich warne dich. Einfach nicht runterfallen. Hey. Techie, Mann, grüezi. Techie, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Oh, wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Nein! Nein! Oh, come on, nein. Wieso kommen jetzt so viel aufs Mal? Scheiße, Mann. Nein, jetzt muss ich schon wieder von vorne anfangen mit dieser fucking Challenge. Ich glaube, Mjölnir hat keine Reichweitenbeschränkung. Hey Techie, alles klar. Hast du eine gute Woche gehabt, Techie? Und Blackjack, lieber Troy und Chad, ich wünsche euch noch tolles, absturzfreies Gameplay. Hey, merci vielmals. Ich hoffe, dass es absturzfrei bleibt. Jetzt sieht es schon mal gut aus. Adios, Muchachos. Gute Nacht, Blackjack. Möge dein Schlaf so aufregend sein wie eine Fahrt mit einem V8-Motor und so entspannend wie das Spiel Blackjack.
Träum süß und lass die sanften Klänge einer Ukulele dich in den Schlummer wiegen. Hey, Jack, mach's gut, schön bist du dabei gewesen. Hey, auch nochmal ein Danke dafür, dass ich bei dir dabei sein durfte. War mir eine grosse Ehre. Wirklich super Sache gewesen, super Gespräch gewesen und meiner Meinung nach ein richtig guter Podcast, den wir hier aufgenommen haben. Und schlaf gut. Merci nochmal für... Muss ich mal schnell schauen, was ich kann euch erzählen. Awkward. Danke vielmals, dass du da bist. Jack, hey, mach's gut, schönen Sonntag, schlaf gut. Und dir muss ich ja nicht sagen, hoffentlich ist es kühl genug, weil du hast ja eine Klimaanlage, die 50 Quadratmeter abdeckt. Genau. Hey, Jack, mach's gut, bye bye, tschüss. Ich habe Kaffee zum Healen. Alles fein, danke. Ein spezieller Tag, aber darf auch mal sein. Bei dir soweit alles fein. Hey, ich kann mich nicht beklagen. Zecki, ich kann mich nicht beklagen. Es ist so mässig warm bei mir. Ich bin am Schwitzen. Aber wenigstens stürzt das Spiel nicht ab. Da bin ich schon einen Schritt weiter als letzten Samstag. Dass ich der beste Moderator im Universum bin. Oder? Schwierig, Botthammer, der Tech ist auch da. Du weißt es ja, der Beste bin ich natürlich. Okay, wow. Bot, wow. Holy shit, ey. Also, Chat, wir machen das nochmal. Immer alles nochmal. Hey, aber was ist das? Das ist übelst. Wow, nicht runterfallen, Jesse. Hey, Chat, da sind wir übermorgen noch dran. Aha, okay, die Gegner kommen nicht mehr. Irgendwie geil, aber irgendwie auch schade. Wäre halt gut gewesen für die Challenge, ehrlich gesagt. Hey, aber Jessie, jetzt mag sie nicht mehr, oder? Jetzt hat sie keine Power mehr. Ich nehme mich gerade. Aber jetzt wird es gerade kritisch. He? Du weißt es ja. Das habe ich schon gelesen. Also Teki, ich finde, du bist der beste Teki. Und Warlock, ich finde, du bist der beste Warlock. Will nicht. Und der geht gerade aus der Map raus. Der hat keine Lust mehr. Direkt aufgeben. Wow! Gut! Woher kommst du? Hey, der andere. Hey. Du kommst mit. Hello there. Schnell lesen. Beweise es. Ich kann leider keinen Zugriff auf die Easter Eggs Liste haben. Aber wir haben bereits 127 von 129 entdeckt. Beinahe perfekt. P. Hoktua. Was ist Hoktua? Topmodel Troy. Ich sehe, ich muss ein paar neue Easter Eggs einfügen. Hey Barracks, grüezi, Barracks, Mann, hello there. Hello there. Jetzt ist wieder einer runtergefallen, oder Chat?
Ah, du bist stumm. Okay, never mind. Oh! Wow, was? Ey, geht's noch? Was ist jetzt das gewesen, bitte? Das hier hat mich fast gekillt. Hey, ich will da weg, Mann. Die Sachen sind richtig mühsam, Chat. Die sind richtig mühsam. Auf die muss ich so vorbereitet. So, wow. Da muss ich immer ready sein mit so einem Ding. Also wenn die kommen, dass ich direkt etwas an Grenzen rühren kann. Du gehst jetzt weg. Oh. Jetzt wird es mühsam langsam. Es wird ein bisschen mühsam. Aber ich habe schon wieder 30 Gegner besiegt. Fuck man, jedes Mal Jinxes, wenn ich so einen Scheiß rauslade. Hog Tua Girl musst du anschauen. Okay, merke ich mir schnell. Da muss ich mir schnell notieren. Erinnerung. Der mit dem Troy tanzt. Schmeißen. So, Match sind durch, bin wieder da, bist am Gewinnen. Barracks, ja, absoluter Run habe ich, nie gestorben. Ja. Und alle anderen im Chat jetzt täpst, sagen nichts dazu. Also, es ist so, wie ich sage. Nein, es läuft, das Game läuft. Das ist nicht abgestürzt, das ist, bin ich sehr erleichtert. Weil letztes Mal ist es mir immer abgestürzt. Danke, da gehen die Meinungen auseinander. Let's go. Danke, Techie. Ich tue den Techie somit nochmal befördern. Oh shit, ich muss aufpassen, Chat. Nein! Tu was? Oh, das war keine gute Idee, Chat. Wir sind weg. Hat sich einer anschleichen. Ja. Du lebst immer noch. Holy shit. Heisst doch einen Gegner haben, das ist krass. Hey, aber hey, ich habe schon 43 von 50 Chat. 43 von 50, 44. Noch 6 Gegner. Come on. Come on. Wo sind ihr? Wo sind ihr? ...46 von 50. Hallo, lieber Leser. Falls du das liest, musst du folgen und treu bleiben und immer einschalten. Und immer Troys Meinung sein
auch wenn er Räubergeschichten erzählt. Vor allem bezüglich der Tode in einem Spiel. Hey, danke dir. Brain AFK, danke dir. Dummy, Lasagne. Hey Dummy, Mann, wie geht's dir? Schön, dass du da bist, Mann. What's in the box? What's in the box? What's in the fucking box? Hey Dummy, wie geht's dir? Merci vielmals für den Resub im 27. Tired Monat. of your old casual mug? Throw that ugly piece of crap in the trash and get yourself a new Troy Hammerin mug from the merch store. And don't miss out on the Epic Warrior clothing or the Pro Gamer mousepad for flawless 360 no-scope headshots. Check out the Troy Hammerin merch store. Link in the profile description. Merci vielmals so für die Merch-Werbung. Und Tommy, sag's nochmal, merci vielmals für 27 Monate. Danke vielmals für deinen lang anhaltenden Support. Tommy, wie geht's dir? Wie war deine Woche? Und wie hast du es? Wie hast du es? Allgemein alles gut? Hoffentlich nicht stressig. Schnell das Zeug nachlesen. Treu, schön, dass du da bist. Hey Soro, schön, dass du da bist, Mann. Soro? Aber du gehst sicher schon gleich schlafen, oder? Oder ist es so ein Tag, wo du die Nacht durchmachst? Hey Soro, wie geht's dir? Tommy sagt, ich bin ein bisschen kaputt, as always. Du so, du Hübsche. Mir geht es wirklich gut, also kann mich nicht beklagen. Tommy, hey, alles gut. Das ist hey, ich will nicht runterfallen, Chat. Ich brauche nur noch irgendwie 6 Kills übrigens. Okay, ist nicht so lang gegangen, wie ich gedacht habe. Ich kann mich nicht beklagen. Es ist ein bisschen warm in der Wohnung, aber es ist alles gut. Hey Mungo, mach das. Danke für den Lurk-Support. Alles gut, ich habe wieder zugemacht. Ich habe wieder zugemacht. Nein, ich bin noch euphorisiert. Auch vom Schweiz-Match. Ich kann noch nichts mehr. Du bist so richtig hyped. So, jetzt bist du bist sicher einer von denen, du bist rumgefahren, hupend. Ja, hast du irgendetwas auf die Hupe geklebt, Dauerhupen, und dann bist du eigentlich durch die Schweiz durchgefahren, oder? Aber ist schon geil, he? Ist schon geil. Die Schweiz ist weiter. He? Deutschland ist auch weiter. It's getting hot in here, Chat. So, Chat, wir machen da noch ein bisschen weiter. Irgendwie habe ich das Gefühl, es sind immer noch Gegner rum. Aber ich glaube, ich gehe mal schnell durchlooten. Loot. Wo muss ich hin? Ah, da oben, ich weiss jetzt nicht, ob ich mir noch mal Gegner wünsche. Für die Challenge ist es geil, aber die Überlebenschancen, die sinken. He? Der andere ist am Durchdrehen. Hey. Dylan ist übrigens dort oben. Hey Dylan, alles klar? Das beeindruckt ihn halt überhaupt nicht. Schweiz ist Schweiz. Oh, Tommy! Ja, aber... Ja, ich meine, Tommy, ich verstehe es natürlich. He? Wenn du nicht für die Schweiz warst, oder bist du irgendwie so ein bisschen für beide gewesen? Oder bist du wirklich so, bist du Seite Italien gewesen, Tommy? Wie gesagt, ich würde es absolut verstehen. Ja. Also du darfst ruhig, ohne schlechtes Gewissen, darfst du Concentration! darfst wirklich sagen, hey, ja, ich bin für Italien gewesen.
Und ich rühre die auch nicht in ein Loch, aber Tommy. Wir haben den Match alle zusammen im Garten geschaut und der Nachbar ist Doppelbürger Schweiz-Italien. Zuerst hat er gesagt, ihm sei es egal, wer gewinnt. Nach dem 2-0 hat er gesagt, der Mäcke sagt doch nicht für die Schweiz. Ich bin Doppelbürger Schweiz. Italien und meine Azuris haben mich grenzenlos enttäuscht. Okay. Tommy. Ich verstehe es irgendwie. Hm? Verstehe es. Mal schauen, dass ich da richtig ausgerüstet bin für den Dude. So, jetzt geht die Post ab hier. Dylan, ich bin hier. Und jetzt geht die Post ab. Dylan's in a coma. I don't know if there's anything of him left in there. If he'll ever find his way back. Gegen den müssen wir ganz sicher noch einmal kämpfen. But the hiss is still in the oldest house. And the lockdown can't be lifted as long as any trace of it remains. I'm working on a solution with my management team, but there is still a long road ahead. I'm the director of the Federal Bureau of Control. We're in this together. You and I. Sorry, ist doch noch nicht vorbei, geht noch weiter. Wir hatten schon mal ein Fake-Ende gehabt. Jetzt habe ich noch eins eingebaut, ein zusätzliches. Wir sind endlich jetzt wieder rausgekommen aus dem ganzen Dilemma, oder? Richtig. Ja, schauen Sie an. Direktorin. Ja, hübsch gekleidet und so. Haben wir da noch etwas? Ich muss schnell schauen. Sind wir da schon? Da sind wir. Da geht man gar noch nicht. That's the name of the movie I was thinking of earlier. Shawshank Redemption. Not important. That was it. Ich will nur schnell hier rüber. Schnell gucken gehen. Da haben wir ein Zeug. Alright, take this down. The situation in Cuba has been evaluated by the relevant authority. Also schnell vorlesen. Und die ganzen huren Kommentare, die ich mir nächste Woche noch gefühlt das halbe Jahr muss anlesen, tut weh, ganz tief im Herz, Mann. Oh, Tommy, Mann. Du stehst über diesen Kommentaren. Du stehst über diesen Kommentaren. Auch wenn die Schweiz gewonnen hat. Illness affecting the staff at the U.S. Embassy in Havana was caused by sonic weaponry in the hands of a foreign power. Numerous personnel have damaged the inner ear, but most are expected to make a full... Das ist eine Sauordnung da. Das haben wir doch schon mal gesehen. Nein, doch, das haben wir noch nicht gesehen. Wir wollen jetzt schnell schauen. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind schon mal da gewesen. Ich glaube, das war ein Fight gewesen. Ich bin ein bisschen verwirrt. Aber jetzt so ein Kampf mit ein paar easy Gegnern wäre doch geil. Shawshank Redemption. Die Versicherung bezahlt das nicht. Einfach schon nie als es ja. Das ja, gibt's ja nicht. Warum geht die Zeit so schnell? Das ist, die Gravitation. Ne? Das hat mit der Gravitation zu tun. Je höher die Gravitation, desto schneller geht für den Beobachter die Zeit vorbei. Also das ist Quertuzzo, so sind die Regeln. Quertuzzo, merci vielmals für 14 Monate, Mann.
Merci vielmals für den Support und Quertutsu. Wie geht's dir? Hey? Wie geht's dir? Die Zeit geht schnell um, ist verrückt. Jetzt schaut mal, wer jetzt da ist. Der Avalon. Bei der Poststelle bist du ganz am Anfang einmal gewesen. Von dem kommt das erste Mal zur Telefonzelle und ins Motel. Ja, stimmt, ja. Da hast du absolut recht, Avalon. Das ist möglich, ist tatsächlich möglich. Hey, aber Avalon, wie geht's dir? Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Wie war deine Woche? Wie warm ist es bei dir? Hast du eine Klimaanlage? Und ich würde dich auch schon mal vorwarnen, wenn du unter 26 Grad jetzt schreibst, dann kann es sein, dass du im Loch unten landest. Weil ich habe bei mir 31,7 Grad. Du, schau, ich habe ganz was Einfaches, was ich sagen kann. Schweizer, schaut mal auf euer Trikot. Wie viele Sterne hat es denn? Okay, Tommy. Und dann ist meistens Ruhe. Okay, Tommy, das ist nicht schlecht. He? Das ist nicht schlecht. Die Frage ist, ob es im Vakuum noch schneller geht mit dieser Zeit. Hey, ich glaube... What the fuck? Also, im Vakuum verschwindet Gravitation gemäß Ullenschen... Wie sagt man denn? Ullenschen Gesetz, ne? Und dann verändert sich natürlich auch wieder die Zeit. Mir geht es prima, bis jetzt etwas loskommt. Jetzt endlich Ruhe. Jetzt ein bisschen entspannen. Ich hoffe, bei nicht allzu hohen Temperaturen da noch ein bisschen entspannen. Ich hoffe, ich kann dich auch noch ein bisschen unterhalten, Quertutsu. Mir geht es gut. Wochenende habe ich nicht und ich habe keine Ahnung, wie warm das ist, aber ein Klima habe ich nicht. Aber ein guter Tipp, ihr solltet den Ventilator machen. Hey. Ich habe auch etwa 5 Ventilatoren um mich herum. Ich habe wirklich so Ventilator Dolby Digital 7. oder 5.1. Und es ist immer noch viel zu warm. Ich gehe da mal schnell. Fähigkeiten verteilen, Chat. Fähigkeiten verteilen. Das müssen wir machen. Und zwar habe ich 6 Punkte. Okay, das kostet mich 4. Aber das kostet mich nur 2. Aber weil es halt nur plus 15 Leben ist. Schnell überlegen. Psy-Schlag. Ich schmettere halt die ganze Zeit, oder? Den mache ich eben mega selten. Darum würde ich jetzt sagen, da wäre geil. Schwere Objekte und Gegner ist gekauft. Dann habe ich immer noch 4. Und nochmal mehr Schaden. Oh, das wäre halt geil. Aber was ist jetzt da der Unterschied, Chat? Ich habe jetzt freigeschaltet, Gegner schleudern 2. Schleudert schwere Objekte und Gegner, wenn sie nur noch über wenig Leben verfügen. Dann haben wir noch einen schwere Gegner schleudern. Und nochmal genau der gleiche Text. Hä? Macht das Sinn? Aber egal, nehmen wir die 2 Sachen. Dann würde ich nämlich sagen, wir tun noch den Schaden rauf. Dann haben wir noch 1 Punkt und dann können wir den hier auch noch reinmachen. Genau, Domi, Ventilatoren. Also das sind so kleine Ventis, die haben alle eine Maske auf dem Gesicht und die blasen. Okay, das hat jetzt komisch getönt. Bitte nicht bildlich vorstellen. Den machen wir rein. Ich war bis jetzt draussen und es hat geschifft bis zum geht nicht mehr. Dafür hat es aber auch ein bisschen abgekühlt. Das ist halt der Vorteil. Draussen ist irgendwie 20 Grad und hier in der Wohnung ist es 31 Grad. Ist das Loch ein Wurmloch? Und jetzt wird's noch verrückter. Würde das mit der Veränderung der Zeit
in ein anderes Licht werfen. Bei einem Wurmloch sowieso. You know that feeling when a fan blows you. Nein, Chat. Ja. Also, jein. Das ist auch gut, Feinchen. Du hast endlich DLCs vom Game ausspielen oder hast du sie schon gespielt? Ich habe noch nichts mit DLCs jetzt gespielt, aber nein, jetzt, es hat mich mega gepackt. Letztes Mal hatte ich das Problem, dass es immer abgestürzt ist. Ich hoffe, das Problem habe ich nicht mehr. Aber wenn ich es, ich sage mal, Zeit noch fertig bringe und es wirklich bis zum Schluss geil bleibt, dann könnte es schon noch sein, dass ich mir DLCs gebe. Würdest du es empfehlen, Avalon? Ja, aber ich bin jetzt nass. Ja, ich auch ein bisschen. This is bar. Es ist, es war This is Madness, wenn du es auslösen willst. Chat, wir gehen hier noch schnell schauen, was wir uns basteln oder aufwerten. Ich glaube, noch nicht mal alles gemacht. Was haben wir denn da? Das ist Aufwerten. Ist das alles Aufwerten? Haben wir dann von alles hergestellt? Was brauchen wir am meisten? Ich muss schnell einen Überblick haben. Wir haben ausgerüsteten Lader und den Schmetterer. Der Schmetterer ist quasi ein Shotgun. Der Lader ist der mit Explosivgeschoss. Bin ich absolut Fan geworden. Und darum würde ich sagen, wir gehen jetzt im Lader ein Upgrade. This is madness! Madness? This is Sparta! Tschüss, Gefährt, tut so, bye! Ein bisschen feucht sein ist nicht immer etwas Schlechtes. Ja, Feinchen, ne, wenn du sagst. Also, AB DLC auf jeden Fall, da geht es um Alan Wake. Dann ist es sowieso spannend. Ich glaube, dann muss ich mir das zumindest geben. Weil wir halt gerade vorher auch Alan Wake 2 gespielt haben. Und jetzt auch Control ein bisschen aus dem Grund, weil es halt im gleichen Universum ist. Ich habe mich entschieden, hier oben ist es definitiv zu heiß. Quer tut's, dann wünsche ich dir eine gute Abkühlung im Lochhund. So, jetzt gehen wir hier schnell Ausrüstung. Da haben wir freigeschaltet, das heisst, da machen wir rein. Explosionsradius plus 64, das ist sicher schon mal... Ah nein, das haben wir schon drin. Okay, nevermind. Feuerrate plus 23. Munitionskosten beim Schweben. Schaden. Let's fucking go. Schaden nicht ES. Und jetzt schauen wir da noch schnell rein, ob wir noch ein paar gute haben. Aktuell habe ich Lebensregeneration und Leben. Und Energieregeneration, das ist sogar ein 5. Ich glaube, ich lasse das so sein, wie es ist. Da haben wir ein bisschen Upgrades reingemacht. Also ich musste kurz nachschauen. Ja, beide DLCs kann ich empfehlen. Das erste DLC ist ein bisschen wie eine grössere Nebenmission und das zweite ist halt mit Alan Wake zu tun. Hat halt eher etwas mit Alan Wake 1 zu tun. Ja, das ist kein Problem. Meine Alan Wake 1 habe ich ja auch gespielt. Und Alan Wake 1 ist gefühlt auch nicht so fucking komplex wie der zweite Teil von der Story her. So, Chat, wir gehen mal in die Hotelkabine, sprich mit dem Rat. Da würde ich sagen, sind wir eigentlich nicht einmal so falsch. Oder schon? Wir sind falsch. Muss ja. Das ist am Chillen. Hä?
Irgendwie das Gefühl, es ist falsch. Gegner, Gegner, Gegner. Holy shit, jetzt ist es aber schnell laut gewesen. Ist das schon alles gewesen? Ist das aber... never mind. «49 von 50, Chat. Oh mein Gott, ich darf nicht sterben. Ich darf nicht sterben. Wo sind ihr, Mann? Kommt da hin. Kommt da hin. Boom! Challenge abgeschlossen. Das war eine Zangengeburt, Chat. Zangengeburt. Ja, komm mal. Ja, komm, laut machen. Alan Wake 1 war der Alan meistens mehr verwirrt als mir. Aber es ist wirklich so. Bei Alan Wake 2 bin aber definitiv ich mehr verwirrt als der Alan. Da war sich der ganze Scheiß schon irgendwie gewohnt und ich habe nicht gecheckt, was abgeht. Oh, Chat, dann müssen wir noch mal schnell die Challenge, also die Belohnung abholen für die Challenge. Wir gehen zuerst rüber. Darum hat man sie ja auch aus Sicht von der Saga gespielt, weil die ist auch nicht rausgekommen. Also, quasi haben mehr Spieler, die nicht rausgekommen sind, das Ganze aus der Sicht von der Saga gespielt, die auch nicht rausgekommen ist, damit wir besser verstehen, was mit dem Alan passiert, der auch nicht rauskommt. Even if it was a dream, I feel Darling reached out to me Chat, through the hotline. das irgendwie erinnert mich das Bild. He and Trench won't be the only callers from the beyond. Irgendwie erinnert mich das Bild an X-Men. Wisst ihr, was ich meine? Also ein bisschen, als der Magneto gefangen gehalten haben, hat das irgendwie so ähnlich ausgesehen. Hat etwas, oder? Ja, Wolvi, ja. Das siehst du gern. Troy, ich gehe pennen. Gute Nacht, Chat und Troy. Oh, Tommy, hey. Ich wünsche dir ganz einen guten Schlaf. Schön, hast du vorbeigeschaut. Merci vielmals für den Resub nochmal. Und du stehst über den Kommentaren und sagst den Leuten, dass sie die Sternchen zählen sollen. Finde ich ein gutes Argument. Hey, Tommy, mach's gut. Bye, bye. Tschüss. Tschüdelü. X-Men, was ist das? Warte mal schnell. Ich erkläre dir gerade schnell, wie das ist. Oh, du bist ja schon im Loch und das bringt ja gar nicht. Ja, aber quer tut's so. Das ist jetzt aber nicht dein Ernst, oder? Also weißt du wirklich nicht, was X-Men ist? Problem in the Foundation. Marvel Universe? That was Auntie's vacation spot. Comics und so? We need to check this out. Filme? Und ich habe jetzt vor allem einen Film gemeint. Magneto, Wolverine. Der komische Froschmann. Das habe ich nicht gewusst, was ich machen muss. Was ist jetzt? Finde die Tür. Wartung, gesperrter Bereich. Okay. Kappa. Gehen wir wieder zurück.
Aber ich könnte mir es nochmal anlassen. Es ist, glaube ich, es ist alles gut. Weißt du, das Problem ist ja, oh shit, ich lese ja auch nie die ganzen Sachen. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich verpasse mega viel von der Story. Aber es wäre halt einfach auch ein bisschen too much. Ich habe das Gefühl, das ist auch so ein Game. Ich habe mir keine Ahnung, was abgeht, ehrlich gesagt. Aber da bin ich ganz einfach auch selber geschont. Du hörst jetzt mir. Die brauchen halt, mit dieser Knarre brauchen die verdammt viel. Das ist ein bisschen, darum habe ich auch lieber die da. Fight! Komm, gib ihm den Rest. Komm, gib ihm den Rest. Nice one. Oh, da ist noch mehr. Hey! Oh! Oh oh! Oh oh, shit! Ich habe ein Problem. Oh Mann, hört das auch nicht auf. Aber ich verhalte nicht. Wow, shit, Mann. Ich bin halt fast gestorben. Aber ich glaube, der Granatenwerfer ist einfach schon die beste Waffe. Oder? Aber jetzt brauche ich nichts mehr anderes als den Granatenwerfer. Skull-Texte sind einfach detaillierter. Zum Teil gibt es auch solche, die etwas zu Alan Wake 1 zu sagen haben, was noch spannend ist, aber sonst sind schon ein bisschen zu viel. Ja. Am Anfang habe ich eben angefangen vorlesen, was ich eigentlich gerne mache. Bei Alan Wake habe ich immer vorgelesen, also vor allem all die storyrelevanten Sachen. Wenn wir mal irgendetwas gefunden haben, wo einer erzählt hat, welche Fische er gefischt hat, habe ich es einmal wieder übersprungen. Aber das ist schon geil, wie du sagst, Detailverliebtheit bei Remedy ist halt schon geil. Aber in meinem Fall, oder wenn man streamt und irgendwie so ein bisschen vorankommt, ist es fast ein bisschen too much, wenn man alles noch vorlesen muss. Wenn ich es off-stream würde spielen und mir wirklich Zeit nehmen würde, dann würde ich es wahrscheinlich gerne auch lesen. Ich bin da das Gegenteil. Ich muss immer alles lesen, sammeln und finden, egal wie lange das geht. Hey, aber Quertutze, das verstehe ich. Ist ja wirklich auch geil. Und spielt das Spiel so, oder spielt allgemein Spiele so, wie es euch am besten gefällt. Das ist wichtig. Ist auch nie fertig. Das habe ich eben dann auch das Gefühl. Ich habe es angespielt, es ist zu lang gegangen, ich habe es aber geschafft. Ja, dafür hast du einfach irgendwie, du hast halt viel mehr von der Story nachher. Also, und das ist halt schon geil. Du verstehst es wahrscheinlich dann auch besser, wenn du das Zeug so liest. Ja. So, Chat, da muss ich machen. Was habe ich da dabei? Was nehmen wir jetzt mit? Habe ich ein Geschenk für dich? So, oh, das nehmen wir nicht. Das ist zum Abspielen. Brauchen wir nicht.
Bin verwehrt. Oh, Loot. Haben wir halt schon gelootet. Also Chat, wir holen uns schnell den hier ab. Zufällig gewöhnlich, ja, das ist eigentlich fast gar nicht. Wo müssen wir hin? Wartung, gesperrter Bereich. Ja? Dann haben wir mal das damit. Zischa-Pioniere. Tötet Zischa-Pioniere im Wartungssektor. Okay. Ich muss aber auch sagen, immer wenn ich Control irgendwo sehe, habe ich wieder Bock, das Ganze zu spielen und jedes Mal gehe ich tiefer in die Lore rein. Das ist aber auch geil. Und, also ich muss ehrlich sagen, der Anfang, also ich weiß nicht, wie es bei dir war beim ersten Playthrough, aber der Anfang, am Anfang ist es mir echt fast verleidet. Und du wirst irgendwie so reingerührt in die Welt und irgendwie dachte, das ist mega viel gerade und ich komme nicht raus und irgendwie muss ich da immer nur geh dahin, mach das. Ist grundsätzlich immer noch der Fall, aber es hat mich jetzt inzwischen eben mega gepackt. Aber am Anfang habe ich wirklich, also Chat, die dabei waren, ihr wisst es, habe ich immer wieder mal gesagt, hey, ich mache jetzt noch einen Stream. Und wenn es mir am Schluss von dem Stream nicht gefällt, dann höre ich auf. Der Moment ist nie gekommen, tatsächlich. So im letzten Moment hat es mich angefangen zu packen, das Game. Am liebsten schaue ich Dr. Darling-Sequenzen an. Let's go. Mit oder ohne Mods? Gibt es da noch Mods? Also, jetzt muss ich schnell überlegen. Dr. Darling. Bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich probiere dann ein Spiel, das ich richtig geil finde, so richtig zu vertiefen. Aber das ist dann manchmal schon auch recht viel, ja. War auch C am Anfang, hey Simple, ja, du bist immer dabei gewesen. Ja. Überhaupt nicht, ich bin absolut überzeugt gewesen. Die Verwirrtheit hat mich so gepackt, dass ich nach 2 Stunden Gameplay voll hineingezogen worden bin. Interessant, gut, vielleicht, was für dich 2 Stunden sind für mich wahrscheinlich 3 Streams gewesen. Könnte ich mir jetzt noch vorstellen. Aber beim Bert war eben genau das gleiche Phänomen gewesen. Ich glaube, der Bert ist eben auch irgendwann hängen geblieben. Hat irgendwie wie die Lust verloren. Also Bert, wenn du da bist, dann korrigiere mich, wenn ich das eigentlich erzähle. Und ich glaube, seitdem hat er eben Control nicht mehr wirklich gestreamt. Er hat wirklich so ein bisschen das gleiche Problem wie ich hatte. Chat, da schnell da. Das ist der Live... der von der Live-Action-Sequenzen, der alles erklärt. Aha, ja. Okay, jetzt habe ich... Ja, okay. Das ist eigentlich die Stimme von Alan Wake. Ist das der? Der so rumtanzt, das war eine geniale Sequenz. Es geht nicht um das Geheimnis an sich, aber wie es erzählt wird. Ja, das ist true. Das ist true. Genau der meine ich. Ja, das ist schon cool. Das ist schon cool, muss ich sagen. Er hat auch so ein bisschen Humor dabei und so. Und das braucht irgendwie das Spiel ein bisschen. Weil das ist da, wo der Simple jetzt gerade gesagt hat. In diesen vielen Zwischensequenzen habe ich immer gesagt, hey, die Jessie, die sieht maximal genervt aus. Also als hätte sie keine Lust und am liebsten würde sie einfach rausgehen da. Und diese Stimmung hat mir auch ein bisschen zu arbeiten gemacht. Weil es motiviert einem dann auch nicht, weil man ja den Charakter spielt. Und wahrscheinlich sind es nur Kleinigkeiten wie Mimik, die ein bisschen fehlt. Aber die Kleinigkeiten, ich habe immer gedacht, Mann, die hat keine Lust. Dann habe ich auch keine Lust mehr. Ich hatte am Anfang auch Schwierigkeiten gehabt, und er hat es einfach zack gemacht und ich war irgendwie 3 Stunden am Spielen und das nicht gemerkt passiert. Heute zum Beispiel beim Podcast zum Thema Acolyte sagt ja irgendwas ist mit dem Hauptcharakter, obwohl ich jetzt Folge 4 bin. Ja, ich habe halt gar noch nicht angefangen. Ich habe halt nur so Kritik ein bisschen gelesen. Chat, what am I doing here? Ich muss doch da irgendwie Schnellreise machen.
Wartung. Da, gesperrter Bereich. Da gehen wir eigentlich durch den Steinbruch durch. Das ist auch etwas, was mich immer noch nervt, dass ich nicht einfach da kann klicken. Aha, ich muss da hin. Das ist, etwas, das ist aus UI-Sicht absoluter Schwachsinn. Ja, so etwas macht mich verrückt, Chat. Wer aber weiterschauen. Hey, wie gesagt, ich warte jetzt noch bei The Acolyte, bis so ein bisschen wahrscheinlich die Folgen durch sind, bis wir so ein bisschen ein insgesamt spoiler-free Review sich anschauen kann oder Bewertungen anschauen kann, die jetzt im Moment ja wirklich miserabel sind. Dulan hat aber auch gesagt, es sind mega gute Folgen dabei und so. Und dann gebe ich mir wahrscheinlich, je nachdem, die ganze Staffel dann. Das Game hat ja auch keine Mimik. Das meiste, wenn sie mit den anderen redet, denkt sie, ja, true. Und genauso uninteressant ist Jesse irgendwie wie der Hauptcharakter. Übrigens Gigi zum abgeschlossenen Hauptgame. Ha? Oh. Ich komme nicht raus. Also, das Hauptgame habe ich abgeschlossen. Also, einmal ist der Abspann gekommen. Das war also ein guter Moment, wo der Abspann kam. Und ich so, hä? Haben wir es jetzt durchgespielt? Andor haben wir nicht besprochen, simpel. Andor kann ich aber auch nicht mitreden, weil Andor habe ich auch nie... Ja, komm mal, die erste Folge habe ich geschaut. Aber es war nicht so, dass es mir nicht gefallen hat. Ich hatte nachher nie wirklich Zeit gehabt. Und dann habe ich gedacht, shit, man, jetzt ist es so lange her, dass ich wieder die erste Folge noch mal schauen müsste. Und dann ist es irgendwie untergegangen. Aber Andor muss ich mir auch noch geben. Ja, da bin ich ehrlich. Nimmt mich auch mega Wunder. Dark, quiet, transdimensional. This place really Nicht suits kartografierter Bereich, Chat. So that etching is the door. Haben wir noch Okay, let's try opening it. Hä? Also, hä? Jetzt bin ich verwirrt. Chat. Ist jetzt es... Hä? Aha, das war dein Okay, weil du Okay am Anfang des Satzes hattest. Aber das Timing ist schon... Das ist schon genial gewesen. Das hat mich jetzt völlig aus dem Konzept gerührt. Weil sie sagt, okay, und dann kommt so, okay. Wie gut. Wie gut. Das hat triggert von deinem Satz. Und dann bin ich aber verwirrt und schaue den Chat an. Das war irgendwie eben ja auch kein Okay gewesen. Wenn du es nicht gemerkt hast, du bist bereits im ersten DLC. What the fuck? Ich habe das halt nicht gecheckt. Nachdem du den Dylan anlängst, ist das Hauptgame abgeschlossen gewesen. Ey, aber das ist ja hure geil. Das ist dort, wo ich meine Fake-Credits eingespielt habe, Chat. Ist in dem Fall eigentlich das Hauptgame abgeschlossen gewesen. Okay, aber das ist ein bisschen schade, dass man das nicht so spürt. Es ist ja wirklich einfach nichts passiert. Aber ich habe dann auch gedacht, weißt du, so von der Szene her, habe ich dann eben gedacht, ich spiele jetzt meinen Abspann ein, auch den Fake-Abspann vom Game. Hey Mary, guten Morgen Mary, wie geht's dir? Wo hat Troy hat's insgeheim gewusst? Ja, ich habe es irgendwie gespürt und dann habe ich das halt schnell eingespielt. Den Fehler behoben, den fehlenden Abspann eingefügt. Okay, aber okay, nice. Hey, Chat, ich bin schon im ersten DLC, what the hell? Ich kann dir aber sagen, als ich es gespielt habe, sind dort an dieser Stelle die Credits gekommen. Okay. So, Chat, wir machen auf jeden Fall mal weiter da. Öffnen wir das DLC-Tor.
No time for sightseeing. The board said this was an Mal schauen. emergency. Chat. Fixing the things. Da musst du schnell ein paar Titel reinhauen und so, damit wir wissen, was abgeht. Aber what the fuck sind wir in das DLC gegangen? Weißt du, ich finde es geil, dass auch ihr Chat das irgendwie auch komisch finden, aber hey, das ist wie es ist. Ich glaube jetzt, ich glaube im Avalon. Und wir machen jetzt da weiter. Oh, holy. Okay. Ist ein bisschen dunkel hier. Ich kann ich nicht. Nur, dass ich da richtig ausgerüstet bin. Ich glaube, das ist der Laden. Let's go. Looks like no one's been down here in a while. Creepy Stimmung da unten. Nachher ist der Avalon am Trollen. Genau wenn du das Hauptgame abschließt, rührt es dich ins DLC. Er wird es schon herausfinden. Ja, aber wann hat er das Spiel beendet? Es gab kein Outro oder so. Chat, wir machen einfach weiter. Wir finden das alle gemeinsam noch raus. Und dann etwas zum Looten irgendwann. Crystals are kind of pretty. Emily would be having a field day down here. Ja, jetzt wollen den Hammer wieder mitnehmen. Was ist das? Pickaxe. My life's been a strange one. Certainly stranger than I'd like. But this place... Troy hat die Credits weggebackt. The floors crawl, the walls slither. It's a shifting pit. Vielleicht? On the street, it's just another drab building standing there for anyone to see. But no one does. Erst heute mehr. Vorher noch. Acting director Northmore now is on a train from Washington. He'll expect answers, which is why I'm making these tapes. They're evidence that I'm at least trying to understand. Aber es ist auch Avalon. Hat mal den Schlitten. Avalon. Es ist halt auch, für mich ist also der Moment, es ist wie zu wenig. Es hat sich nicht nach einem Ende angefühlt, schlussendlich. Also nicht nach einem richtigen Ende. Die Szene, wie es gestaltet war, war irgendwie so ein mega Cut. Und darum habe ich irgendwie so gedacht, ich bringe jetzt den Abspann schnell, den Fake-Abspann. Aber es hat sich nicht angefühlt wie ein Ende. Es ist wie so, hä? Ist jetzt vorbei, oder was ist jetzt? Der Simpel rastet aus, Mann. Ach komm, alles gut, simpel. Genießen wir hier noch ein bisschen das DLC. Hä? He always hated irony. Of course, Father, the great director Ash, would have been the first man in. And look at me. Simpel für dich mache ich schnell den da. Ja, simpel, wir nehmen das Ding und dann machen wir es kaputt. Ja, da, ist kaputt. Okay, Research Site Delta. Was ist unser Ding? Erkunde das Fundament. Fundament Knotenpunkt. Hier gehen wir auch mal weiter. Gehe nicht in das Licht, oder? Marshall? How was she on the hotline? Das ist halt also Alan Wake-mäßig, die Vision. Jesus. She seemed like the kind of woman who could survive anything. Hä? Sind wir da? Wir sind schon, oder?
down home too, huh? Sonst noch jemand? Wer will noch? Muss man schnell nachlesen, Chat. Ich brauche Remedy Music. Oh, so eine Szene wäre auch wieder mal geil, absolut. Wenn du die Mission Take Control fertig hast, ist das Hauptgame abgeschlossen. Okay, ja, okay, krass. Ja, das ist. Ja, Take Control ist die Mission, die anfängt mit der Musik Take Control und wo in dem Sinn ja in dem Fall aufhört mit dem Dylan auf der Pyramide. The Foundation ist das erste DLC und AW ist das zweite. Okay. Das Game hast du schon gewusst, dass der Troy seine eigenen Credits hat. Darum hat es die weggelassen, damit die ihn auch drüber spielen ja, so funktionieren die Games, Chat. Ja, das ist AI. Das Problem hatte ich auch mit dem Ende von Control, aber als ich es vor ein paar Wochen noch mal durchgespielt habe, habe ich es mehr gefühlt. Okay, mit dem abrupten Ende in dem Sinn, wo jetzt aber noch nicht das Ende ist, aber er muss auch Ende vom Hauptspiel. Im Fall nach dem Spiel wird ihm der Soundtrack noch ein bisschen geben. Also Take Control ist sehr geil. Aber bis jetzt kommt nichts an die Musik von Alan Wake 2. Also, Herald of Darkness, absolutes Meisterstück. Ja, von The Old Gods of Asgard. Ist jetzt ja auch da natürlich auch wieder die Band, die die Musik macht. Ja, wo ist der Arti, Mann? Arti, bist du noch hier? Jetzt tue ich den Arti verwirren. Aber der Arti, der Hausmeister. Ja, der Arti ist noch da. Let's go. Hausmeister. Hey, der Arti DLC würde ich sofort spielen, Chat. Würde ich sofort spielen. Ich gehe nicht ins Licht. Da ist sicher versteckter Loot. Hast du den Season? Ihr fragt mich Sachen. Also ich habe Control, die, keine Ahnung, Ultimate Edition oder wie es heisst, habe ich auch gekauft. Ich nehme an, da sind einfach alle DLCs dabei. Bei Alan Wake 2 haben sie sich einfach in Goat Himmel gerührt. Alles. 6 Kapitelmusik oder Old Gods Musik. Ja, absolut. Ich glaube, es hat einen einzigen Song gegeben, den ich nicht so gefühlt habe. Aber alles andere ist, es ist gut platziert gewesen, weißt, aber auch fresh. Nach jedem Kapitel ist quasi ein Song gekommen. Habe ich so noch nie erlebt, aber es ist immer auch mega passend gewesen. Auch von den Lyrics und so, mega gut. Und dann halt auch während der Fights, wo dann die Rockmusik gekommen ist. Es war einfach nur geil gewesen. Also da Alan Wake 2 punktet aus meiner Sicht vor allem mit der Musik. Noch mit vielem anderen, aber vor allem mit der Musik. Hey Johnson, wie geht's dir, mein Lieber? Wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Wie war deine Woche, Johnson? In der Ultimate Edition hast du den Season Pass inklusive. Okay. Ja, mit dieser High-Kollegen von mir ein Problem gehabt. Die ist einfach damaged. Ultimate ist für Ultimate damaged oder so. Das gleiche wie bei der Alan Wake 2 Ultimate Edition, die ja im Herbst kommt. Aha. Gut, bei Alan Wake hatten wir noch das DLC, Chat. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Avalon. Wir haben es vor 2 Wochen zocken. Also spontan, es ist glaube gerade rausgekommen dort. Ja, gehe ich in Alan Wake 2 rein, will dort auf Fortfahren drücken und dann kommt, der Speicherstand konnte nicht geladen werden. Ich dachte, easy, kann passieren. Ich habe ja zum Glück noch gesaved vor der finalen Mission. Der Speicherstand konnte nicht geladen werden. Ja? Geil. Und letzte Woche habe ich es nochmal probiert. Der Speicherstand konnte nicht geladen werden. Und irgendwann probiere ich es dann nochmal. In der Hoffnung, dass sie irgendeinen Fix gebracht haben.
Oh, falsche Waffe. Those structures. Is Not that bad. the astral plane? How is that possible? This is worse than I thought. I need to figure out what's going on. Sehr gut, kam gerade vom Public Viewing. Hoffe, dir geht's auch gut, hey. Aber Johnson. Ja. Die Schweiz hat gewonnen. Und Deutschland hat gewonnen. Okay, ich drück's, ja. Ist ja gut. Ist jetzt nicht gegangen? Okay. Okay, aber nice, nice. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß oder du hattest viel Spaß da. Ich hoffe, es gab ein wenig Stimmung. Also ich gehe ja schwer davon aus. Alan Wake DLC, ja. Mitbekommen hat. Hast es schon lange gespielt. Ja, ich habe es auch schon lange gespielt, aber... Hey, wie hast du es gefunden? Das nimmt mir jetzt ein Wunder, Avalon. Weil ich habe schon das Feedback bekommen, dass das DLC nicht gut ist. Ich werde mir selber ein Bild machen, aber mich nimmt es noch Wunder, wie du findest. Ja, so verschiedene Meinungen sind immer wichtig. Das habe ich gelesen in den Patch Notes. Sie haben Probleme mit den Speicherständen oder immer noch. Aber endlich brauchst du für das DLC keinen Speicherstand. Ja, aber das Problem ist... Also ich weiss auch nicht, wie die DLCs funktionieren. Ich will auch nicht zu fest gespoilert werden. Aber ich habe gemerkt, wenn ich einfach... Ja, ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Aber ich habe ja dann all die Waffen nicht, die ich auch gesammelt habe. Wobei ich glaube nie direkt das DLC reingespawnt. Ich bin nie direkt das DLC ohne Haltespeicherstand. Aber wenn ich meine Sachen nicht habe, das ist ja doof. Ich habe einfach nur eine Pistole gehabt. Ohne Upgrades, nicht. Das finde ich halt doof. Aber es kann auch sein, dass ich es gar nicht brauche, ja. Kann sein. Das DLC-Spiel... Okay, ja, geil. Ja, easy. Aber merci für die Info. Da weiss ich, dass ich auch wenn es immer noch so ist, dass es nicht geht, dann kann ich immer noch sagen, hey, wir spielen das jetzt. Was leistet die, Mann? Das ist doch laut. Ah, Chat, das ist doch laut. Darf ich da auch nicht lauten? Ja. Also Chat, wir machen da mal weiter. War richtig gute Stimmung hier in Berlin. Hey, das glaube ich, Also hier in der Schweiz natürlich auch. Hier auf dem Land, wo ich wohne, habe ich jetzt nicht viel gehört, aber an anderen Orten war da natürlich auch, wurde da gefeiert und gehupt. Hey Maverick, grüezi. Maverick, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Bist du auch am Feiern gsi? Bist du Match am Schauen gsi? Und wie geht's dir, Maverick? So, da haben wir ein bisschen Säckchen da. Ein bisschen Säckeln. Mal schnell schauen. Ich mache ich jetzt kaputt. Okay, kann ich nicht kaputt machen. Ah, das ist wieder so ein Wichser da. Kann ich gar nicht geben. Sagen Sie, geht's noch? Oh! Ich werde jetzt hier einen übernehmen. The Hiss are using pickaxes now. So, du bist jetzt der Heinrich, du gehörst zu mir. Ja, nicht sterben, Heinrich.
Okay. Dir geht's gut, Maverick. Hey, das freut mich. Das freut mich natürlich. Night Springs als DLC wurde ja von Door im Main Game bereits angekündigt, dass er Spaß mit den Night Springs Episoden hatte. Ach so, wenn du im Main Game aufgepasst hast. Weißt du bereits, was im Grundsatz passieren könnte? Okay, ich habe natürlich aufgepasst, Avalan. Natürlich habe ich aufgepasst. Ich bin der Meinung, ich muss es nicht einmal mehr spielen, weil ich so gut Bescheid weiss. Kappa. Wer hat mit was gehupert? Also ich habe mit nichts gehupert, aber ich könnte mir vorstellen, also so in der Stadt wurde gehupt. Nicht nur Fußball am Vieren, sondern auch... Hey Maverick, ohne Scheiß, hast du Geburtstag? Also jetzt oder gestern? Ja, das ist eine da muss ich jetzt wissen. Maverick, habe ich das in meinem Kalender drin? Ja, wir unterbrechen das Programm für eine wichtige Durchsage, Chat. Muss ich aber da schnell meinen Kalender aufmachen. Not. Jetzt gehe ich ganz schnell schauen. Ich habe es nicht eingetragen. Heute, Mann! Also, zuerst trage ich es jetzt mal ein. Ja. Maverick, Geburt. Ja, das ist Nummer 1, Maverick Geburt, ganztägig, jedes Jahr. 30.06. Ja. Dann wechseln wir die Szene. Chat, wir wechseln die Szene. Dann machen wir wo ist es, Mann? Ich finde es nicht. Machen wir ein bisschen Reverb. Reverb rein. In der Schweiz. In der Schweiz hupen wir nicht, wir nuten. Nut. Das wäre so geil, so eine Hupe, die Nut macht. Also. Ich lese gleich noch die anderen Messages, Chat. Aber zuerst wird jetzt gesungen. Lieber Maverick, Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Maverick. Well, happy Birthday to you. Hey, Maverick, let's go! Hey, alles Gute zum Geburtstag, Maverick. Das ist natürlich auch immer eine grosse Ehre, dass du an deinem Geburtstag hier bei mir vorbeischaust. Aber hey, das ist das, was ich für dich machen kann. Ein kleines Happy Birthday und lass dich feiern. Ich hoffe, du feierst heute noch etwas. Ich hoffe, es gibt noch einen feinen Kuchen. Sehr geil. Sehr geil, Maverick. Nice. So, und jetzt begrüße ich noch kurz Flo Dodo. Wie geht's dir, Flo? Ey, was geht bei dir? Hey, bei mir gibt's ein bisschen Gameplay. Wir sind im Gameplay drin. Relativ früh. Control geht's weiter. Ich habe anscheinend die Hauptstory abgeschlossen. Bin jetzt im DLC drin. Es kam aber nie irgendwie ein Abspann. Also es ist ein bisschen komisch. Aber ja, das läuft bei mir. Hey, Maverick, hey, verstehe ich. Merci vielmals, dass du da bist. Danke für den Lurk. Und noch schönen Restgeburtstag, Maverick. Bye, bye. So, jetzt muss ich mal schnell ein bisschen aufscrollen. Weil ich habe noch gefragt nach der Meinung. Zu der Meinung. Hast du gut gefunden? Nicht super gut, aber einfach gut. Hey, das langt mir. Der Chapter-Song ist natürlich wieder Hammer. Ja. Das ist nur schon ein guter Grund. Troy mit Actual Gameplay ist seltener als Turniere beim Fußball. Ja, da habe ich auch keine Gegenargumente, Johnson. So, Troy und Chatty, hau ins Bett, wär's wünschen noch einen schönen Abend und noch besseren Stream. Hey, Luis, schön bist du dabei gewesen. Danke vielmals.
Ich wünsche dir natürlich auch eine ganz gute Nacht. Ich bedanke mich nochmal bei dir für den Support, den du reingehauen hast. Schlaf gut, schönen Sonntag noch. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss, Louis. Was wird controlled? Das ist eine gute Frage. Nicht mein Skill, nicht mein Aim. Wie viele Stream Decks hast du da vor dir? Oh, Flow Dodo. Willst du es wissen? Der Flow Dodo, er möchte das jetzt wissen. Ne? Jetzt hast du Pandoras Box aufgemacht, Flow Dodo. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal und unter dem Tisch habe ich noch Pedale. Und ich habe auf dem Regal, das kann ich sogar zeigen, auf dem Regal, ist da kurz rausgezogen. Oh shit, oh nein, ich kann es nicht zeigen. Mal, ich könnte es endlich zeigen. Da muss ich aber 3. Es sind ein bisschen mehr als 3. Nee, jetzt Chat. Beherrscht euch. Ich steuere jetzt die Kamera, nicht hier, ne? Chat. Wenn wir da reinzoomen, hier zoomen wir rein. Was hat denn die Kamera jetzt gerade für Störungen? Ja, in der Mitte des Chat, ich will hier das Stream. Okay, Chat, ich zeige Stream Deck nicht, aber wenn ihr genau hingeschaut habt, habt ihr noch ein weiteres Stream Deck gesehen. Chat, Mann. Mit Chat kann man hier nichts zeigen mit der Kamera. Oh, Chat, hab euch lieb, hab euch lieb. Aber ich hoffe, Frage ist beantwortet. Und nein, das war kein weirder Flex. Oder vielleicht ein bisschen, ne? Ja. Ich gebe zu, ich weiß zum Teil auch nicht, wieso ich so viele habe. Aber ein Teil der Antwort ist tatsächlich, ich durfte mal Elgato-Produkte testen und da ein Video machen dazu. Und ich durfte dann die Produkte auch behalten. Das ist eigentlich der Hauptgrund, wieso dass ich 2 Stream Deck Plus habe. Weil eines ist mir geschenkt worden dann. Und sonst bräuchte ich wahrscheinlich nicht 2 von den Plus. Aber die restlichen, die habe ich eigentlich sehr, sehr gut im Einsatz. Mit dem Kleinen mache ich die Profilwechsel fürs XL. Also so quasi ein Profil für Foto machen, Profil für den Bosskampf. Und auf dem Stream Deck Neo, dem weißen, habe ich so die gängigsten Sachen, die ich brauche, mit Szenenwechsel, ein paar Effekte, die ich immer wieder brauche. Ja, also es sind doch einige. Troy's Setup ist richtig nice. Oh. Ja, wie gesagt, vielleicht auch ein bisschen over the top. Aber ich bin halt Fan. Ich muss ehrlich sagen, ich bin Fan von den Stream Decks. Wir hatten heute das Thema schon mal. Sie sind vielleicht ein bisschen überteuert, ja. Aber ich finde sie geil. Chat, wo müssen wir hin? Ich bin verwirrt, Mann. Holy shit. Ich muss hier durch, ne? Crossroads. Ja, es sieht gut aus. Weird Flex. Ui, damit man natürlich so viel mit, wie man kann. Genau. Vielleicht kannst du einrichten, mal einrichten, dass du einstellen kannst, dass der Zugriff auf die Kamera. Nee, ich weiß. Nee, schau. Ich sage ja immer, hey Chat, hört mal auf, aber
gehört irgendwie auch für mich zur Unterhaltung, muss ich ehrlich sagen. Wenn es mich stören würde, würde ich das rausnehmen. Wenn ich es nicht rausnehme, dann stört es mich nicht wirklich. Wenn ihr wisst, was ich meine. Dann gehört es zur Unterhaltung dazu, hier ein bisschen. So wie auch das Sterben hier zur Unterhaltung dazu gehört. So, Chat, muss mich schnell orientieren. Was muss ich machen? Gehen wir schnell da rauf, oder? Das schreit nach Loot. Und aber kein. Hey. Kein Loot. So, aber ich habe jetzt das Nest. Schönen Abend, noch viel Spaß mit dem DLC. Und man sieht, hört sich dann mal wieder. Hey, Avalon, hey, ich muss unbedingt wieder mal bei dir vorbeischauen. Avalon, bist du noch aktiv am Streamen? Bist du noch aktiv am Streamen? Das muss ich schnell wissen, aber ich glaube schon. Ich habe sie aber schon länger nicht mehr gesehen. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich immer zu den falschen Zeiten auf Twitch unterwegs bin. Schnecke-1986 raided mit 13 Lüt. Danke für den Raid! Und hallo, liebe Raiders. Ich wechsle kurz die Szene. Und lieber Chat, guckt auch mal bei der Schnecke vorbei. Schnecke, danke dir für den Raid. Was gab's denn bei dir? Was wurde gestreamt, liebe Raiders? Ich bin der Troy aus der Schweiz. Bei mir gibt's viele Spielereien, Effekte, viel Gelaber, Interaktivität und Hashtag eventuell auch mal Gameplay. Aktuell sind wir in Control, im DLC-Teil von Control unterwegs. Und jetzt, lieber Chat, machen wir ein Foto zusammen. Also gebt alle ein Ausrufezeichen Foto, alle in den Chat eingeben, alle, die hierher gekommen sind mit dem Raid, alle, die schon hier waren, alle einmal mit eurem Profilbild hier aufs Foto. Schnecke, du kannst dir was auswählen auf der linken Seite, was neben dir aufs Foto soll. Ich muss noch kurz ein bisschen hochscrollen. Der Avalon, der geht noch schlafen. Und mit dem Wort von Alan Wake, es ist kein See, es ist ein Ozean. Let's go. Let's go, Avalon. So, und ich begrüße kurz alle, die reingeschrieben haben. Und zwar Schnecke natürlich, Kenta, Vermonikus und Julia Cool 1, 2, 3. Hey, ihr Lieben, wie geht's euch denn? Schön, dass ihr hier seid. Und ich hoffe, ihr seid schon alle auf dem Foto. Dann machen wir hier noch das Foto mit Schnecke und mir und euch. Ich gucke hier kurz, ob ich hier den Hintergrund noch ein bisschen verändern kann. Ja, so eine 3. Blur 3. Echo Calling. Okay, jetzt muss ich mal kurz gucken. Sehe ich da mehr? Community Games als letztes, Song Trivia, Golfen, Choice Chamber, Gartic Show und so weiter. Oh, das klingt aber nice. Das klingt aber nice. Ich sehe es, heute spielen wir zusammen Community-Spiele. Oder Song Trivia 2, das klingt auch nice. Ich würde das auch gerne mal machen mit meiner Community, muss ich ganz ehrlich sein. Das klingt nice. So, und Schnecke, die Frage stelle ich allen heute. Wie warm ist es bei dir? Wie warm ist es bei dir zu Hause? Während dein PC läuft, während du am Streamen warst? Weil bei mir sind es 31,8 Grad. Holy shit, wir erreichen schon bald die 32er-Grenze. Holy shit, Mann. Eventuell sollte ich mal ein Profilbild einstellen. Oh, Kenta, du bist da, der auf der linken Seite. Ne? Also, ich sag's jetzt mal so, wenn du schaffst, in den nächsten 2 Minuten Profilbild reinzumachen, kannst du mir Bescheid sagen. Dann kann ich es nochmals neu laden und dann sollte das Profilbild auftauchen. Aber kein Stress jetzt wegen dem. Ist auch okay, wenn du so drauf bist.
Geht ja auch. Kannst du mir nochmal den Horrorfilm sagen, wo du heute darüber erzählt hast? Nori, das ist Hereditary. Hereditary. Ich schreibe es kurz in den Chat. Ja, für alle die Hereditary, das ist auch ein Wort, oder? Das ist auch ein Mouthful. Corny ass shit. Nein, da, Hereditary, glaube ich, habe es richtig geschrieben. Für alle die so einen guten psychologischen Horrorfilm sich angucken möchten, gebt euch den. Der hat was mit mir gemacht. Ne? Hey, und Chat, Schnecke, ganz wichtig. Ganz wichtig. Mit eurem Raid habt ihr da den Balken gefüllt. Das heißt, es gibt einen Bosskampf. Schnecke, bist du in 20 Minuten noch hier? Also ich hoffe es schwer, aber ich kann auch verstehen, wenn du sagst, nee. Aber vielleicht in 20 Minuten kannst du auch was zu essen holen, kurz Pipi machen gehen, kurz durchlüften. Aber du kannst entscheiden. Weil wir würden dann einen Bossfight machen, wo ihr Chat gegen mich kämpft. Und ich sage einfach allen, die hier sind, es lohnt sich, wenn ihr noch hier bleibt bis zum Bossfight. Heute ist extrem heftig, krass warm. Hey, holy shit. Vermonicus, du hast absolut recht. 23 Grad. Ja, aber hast du eine Klimaanlage, Schnecke? Machen wir beim nächsten Mal. Okay, Kenta, machen wir beim nächsten Mal. Das klingt gut. Hier oben im Dachgeschoss muss es aber echt deutlich wärmer sein. Ja, Dachgeschoss ist halt nochmal extrem, aber ich habe mit meinen fast 32 Grad, ich bin nicht im Dachgeschoss, ne? Ich habe auch einfach eine Wohnung, die heizt extrem auf. Nee, schafft er nicht, Troy. Er hat eine körperliche Einschränkung, so fix ist er nicht. Okay, kein Problem. Alles gut. Ich weiß gar nicht, Nora, wo das noch geht. Ich muss ehrlich sein, ich habe da den Piratenhut aufgemacht für einen Moment. Ich weiß nicht, weiß jemand von Chat, auf welcher Plattform Hereditary verfügbar ist zum Streamen? Sorry, ich muss kapitulieren, will morgen früh wieder streamen. Hey Schnecke, kein Problem. Dann frage ich, okay, wir machen es aber so. Nee, wie machen wir es, Chat? Wie machen wir es? Nee, Schnecke, wir machen es so, weil es ist ja wirklich so ein bisschen dein Bosskampf. Sag mir ein andermal Bescheid. Also, du musst mir dann aber auch schreiben, hey, ich habe noch einen Bosskampf zugute. Du musst mir das so schreiben, weil sonst check ich es wahrscheinlich nicht. Du darfst mir das so mal schreiben an einem Samstag und dann mache ich dich da als Dungeon Leader rein für den Bossfight. Ja, das hast du noch zugute, Schnecke. Passt das für dich so? Weil dann geht's nicht verloren und du kannst jetzt auch schlafen gehen. Nicht schlimm, Troy gewinnt sowieso immer. True Words von dem Johnson. Kannst du mich bitte wieder vom Bild entfernen? Wo bist denn du? Nein, ich tue dich nicht entfernen. Barracks, ganz sicher nicht. Wenn ich jetzt gesehen habe, dass du irgend so ein komisches Avatar am Start hast, dann vielleicht schon. YouTube-Filme, ja, kostet aber. Ne? Das ist so, wie heißt das? On Demand. Also man kauft es einmal, dann kann man es einmal gucken wahrscheinlich. Hey Kenta, ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Schön bist du mitgeratet. Und nächstes Mal machen wir mit Profilbild. Kein Problem. Mach's gut, Kenta. Bye, bye. Der Barracks ist auch dabei. Der Barre ist auch dabei. Der Barracks, ich hatte schon. Also gut. Barracks, jetzt machen wir den Test. Du willst es so.
Jetzt muss ich schnell. Remove from photo. It's Barracks. Jetzt testen wir das mal schnell, Barracks. Ding! Barracks? Willst du wieder drauf, Barracks? Willst du wieder drauf? Willst du mich herausfordern und jetzt wissen, ob meine Funktion geht, um dich wieder unremoven? Ja, darfst du mir gerne sagen, dann probiere ich das natürlich. Leave Photo. Nein. Okay. Barracks wird nicht. Das probieren wir das nächste Mal. Also gut, Barracks. Wie du willst. Das ist dein Wunsch. So, letzte Chance. Ausrufezeichen, Foto, lieber Chat. Und dann machen wir schnell das Foto mit der Schnecke. Und Schnecke, ich will dich auch nicht länger aufhalten. Ich wünsche dir ganz eine gute Nacht. Danke nochmals für den Raid. Aber wir machen doch gleich noch das Foto. In 7 Sekunden. I am a tomato. Mein Gesichtsausdruck, ne? Wow. Hey, Schnecke. Oh, es steht jetzt halt Merci für den Raid. Das ist Schweizerdeutsch, aber ich hoffe, das passt für dich. Schnecke, hier unser Foto. Ab jetzt auf dem Discord, Ausrufezeichen DC. Und ich markiere dich dann noch in einer Insta-Story und das Foto kann man sich auch in physischer Form bestellen. Link im Chat von meinem Bot. Und Schnecke, ich danke dir nochmals. Wie gesagt, melde dich, wenn du mal beim Bossfight Dungeon Leader sein willst, nehme ich dich rein. So, Chat. Ja, also ich weiß es auch nicht, Barracks. Ich weiß es nicht, aber es ist deine Entscheidung. Und ich respektiere die Entscheidung von Barracks. Ja? Aber jetzt nicht, hä? Seid lieb zueinander, ne? Ja, also Barracks, ich habe es wirklich schwer gehabt, dass es Spass ist, aber ich hoffe, du bist jetzt nicht. Ich hoffe, es ist auch okay, dass du jetzt wirklich nicht drauf bist. Aber wenn alles Spass ist und du das locker nimmst, ist gut. Ist gut. Bin ich froh. So, Chat. Oh, holy shit, ey. Es ist 31. Hey, Chat, ich lüge nicht. Ich lüge nicht, wenn ich sage, es ist bei mir in der Wohnung 31,9 Grad. Bei 55% Luftfeuchtigkeit. Schaffen wir es, während ich es hier in der Kamera habe, auf 32 Grad. Gut, wenn ich es genug lange in der Hand habe, wahrscheinlich schon. Oh, Chat, ey. Ich photoshoppe mich dann im Nachhinein noch rein. Ich stelle mir das so vor. Der Barracks geht sich jetzt das Bild abladen. Dann tut er sich rein photoshoppen, druckt es aus und hängt es an die Wand hin. Genau so macht er das. Hast du nicht gesagt, du wolltest mal Pause machen zum Durchlüften? Ja, Chat, wenn wir jetzt schnell Pause machen? Ja. Aber dann, gut, ich sage jetzt mal 10, da würde ich aber so 10 Minuten machen, Chat. Okay. Chat, dann nutzen wir den Moment, um 10 Minuten Pause machen. Also, ihr könnt entspannt auch schnell durchlüften oder euch etwas holen zum Trinken und aufs WC und macht, was ihr wollt in diesen 10 Minuten. Also auch immer ihr arbeitet in diesen 10 Minuten. Aber Fienchen, merci fürs Erinnern. Es ist true, ich bin echt am Schwitzen. He. Ich hoffe, ich bringe es ein bisschen runter. So, lieber Chat außer. Lieber Chat außer. Richtig fies, nicht nur gemein, fies.
Und lieber Troy, ich wünsche euch eine gute Nacht. Ey, Schnecke, ich wünsche dir eine gute Nacht. Und gute Nacht, Schnecke, möge dein Schlaf genauso gemütlich sein wie ein Schneckenhaus und deine Träume so bunt wie die Schweizer Twitch-Community. Barracks ausgeschlossen natürlich. Schlaf gut. Spaß, hä? Und träume süß. Hey, Schnecke, mach's gut, schlaf gut, schönen Sonntag. Viel Erfolg bei deinem nächsten Stream. Bye, bye, tschüss. So, Chat. Mache ich da schnell 10 Minuten rein. Schnell das Knöpfchen suchen auf meinen vielen Streamdecks. Pause. Pause. 10. Bin wieder da, habe aber tierisch Schiss. Vor was denn, Arti? Arti, wir machen jetzt schnell 10 Minuten Pause. Aber bei mir im Haus sind eben die What the fuck? Aber das nimmt mich jetzt noch schnell Wunder, Arti. Was ist denn passiert? Also, das ist jetzt die Frage, sind die Funken in Nacht geflogen oder keine Ahnung, war da Streit oder Blitz? Oh shit, wahrscheinlich Blitz. Ja, aber dann wahrscheinlich Strom wegen Blitzeinschlag irgendwann. Oh shit, aber hast du kaputte Geräte und so? Aber Licht angemacht und es hat so laut geknallt. Oh mein Gott. Oh shit. Waffen, gut, das ist jetzt noch schwierig zu sagen. Waffengeräte, sind es jetzt nur die Lampen, die es gekillt hat? Hast du noch irgendwelche andere Geräte, die es jetzt mitgerissen hat? Die neue Lampe, der Strom angeschlagen. Der Strom hat Chat. Ja, aber das ist kein guter Stromer, Arti. Ja, shit. Ich hoffe, es ist nicht zu viel kaputt gegangen, aber der meldest es. Das ist ganz einfach. Also, sorry, Leute, also ja, vielleicht jetzt nicht. Ich würde jetzt anrufen. Leute, ich jetzt dem Stromer an und sagst, sagen Sie, schleift es eigentlich? Hä? Sie kommen jetzt vorbei. Und jetzt und Sie reparieren das jetzt. Google-Bewertung 1 Stern. Genau. Oh, Arti, das ist mega doof. Da kommt wieder der Benzli durch. Ja, true. Hey Chat, wir machen jetzt 10 Minuten Pause. Ich hoffe, ihr seid noch da. Und dann machen wir weiter mit Gameplay. Bis nachher.
Geil! Ich kann irgendwie nicht so sexy essen. Ich kann nur... Wie Thomas raided mit 6 Lüd. Sorry. Hallo, liebe Raiders. Petometz, mein Lieber. Danke dir für den Raid. Und willkommen. Bei mir. Hey, liebe Raiders, wie geht's euch denn? Ein bisschen awkward gerade, ne? Ein bisschen awkward. Ich bin der Troy, ich bin aus der Schweiz. Bei mir gibt's viel Interaktivität, Spielereien, manchmal auch ein bisschen sexy time, ein bisschen romantisch hier bei mir. Und Hashtag eventuell auch mal Gameplay. Aktuell mit Control. Wir sind im Control drin von Remedy, wo wir im DLC sind. Petomitz, wie war dein Stream? Was gab's bei dir? Und hallo, liebe Raiders, wie geht's euch denn? Hey, perfektes Timing, by the way, hä? Perfektes Timing. Und Lizzie fragt, was bin ich denn da sehend? It's just me. Hä? Ich, romantische Stimmung, romantische Musik. Apperi. Chat, wir machen noch das Foto. Du. Nehmen wir es Sortirait bas Saint-Pel, du dreckige Schüft. Bitte jetzt, wir machen ein Foto zusammen. Wir machen ein Foto zusammen und ihr kommt alle aufs Foto drauf, Chat. Ihr kommt alle drauf, alle Raiders, alle, die hier waren. Und ich muss mal schnell Chat lesen. War gut, eigentlich nur Risikoverein 2, aber kennt niemand. Ja, ich kenn's halt auch nicht, ne? Aber Hauptsache, es war gut. Peter Metz. So, machen wir hier das Foto noch schön. Machen wir das so. So, alle einmal Ausrufezeichen Foto in Chat machen. Hey, ich bin im Coop heute. Also, by the way, ich switche wieder auf Schweizerdeutsch, aber sag bitte Bescheid, wenn ihr gar nichts mehr versteht. Ne? Ja? Google, ich weiss, du verstehst nichts mehr, wenn ich Schweizerdeutsch rede. Ist alles gut. Ich war im Coop. Das ist echt geil, Musik noch läuft. Ich war im Coop, aber ich war tatsächlich am 9 Uhr am Morgen im Coop heute. Weil heute war es ein bisschen speziell. Wir hatten noch eine Podcast-Aufnahme beim lieben Blackjack und dem Ullenbullen, wo ich zu Gast war. Und das war so ein Brunch-Podcast auf die 12 Uhr. Und dann habe ich gedacht, hey, da gehe ich am Morgen einkaufen. Dann habe ich auch Gipfeli für einen Brunch. Und darum bin ich... ich glaube, wir haben keine Chance gehabt, uns zu treffen. Ausser du bist auch am Morgen gewesen. So, Chat. Troy rising up in the chat. Jutti skip. Hey, Jutti. Aber hast du auch Erdbeeren im Angebot, Jutti? Hast du auch Erdbeeren im Angebot? Oh, da nehme ich so ein ganz grosses Erdbeere für unser Foto. Jetzt ist gut. Jetzt kommt der Song halt nochmal, oder?
Machen wir da schnell etwas anderes rein. Was ist da für Musik hier? So. Ach Menno, jetzt habe ich vorhin extra das Avatar geändert und jetzt ist noch das alte drin. Feinchen, kein Problem. Und das habe ich den Befehl Refresh Avatar Feinchen 85. Löse ich es aus. Tada! Besser? Besser? Oh! Also hey, bitte um jetzt. Das muss man nicht. Oh, Moment, das schon. Das ist der Clip von mir. Oh, sehr gut. Merci für den Clip. Aber wir schauen uns jetzt tatsächlich noch einen Clip an von Pitometz. Ja, da bin ich gespannt. Aber dann, wenn du sagst, es hat einen neuen gegeben, mache ich Showclip 1 wäre das bei mir. Und dann nimmt es nämlich einen von den neuesten Clips. Oh, wahrscheinlich sogar einen von heute. Pitometz. Ja, wir schauen rein, Chat. Wir gucken rein. Okay, schon. Oh mein Gott, sorry, ich war voll im Vibe drin. Witzekatze, let's go. Let's go. Das war ein neuer Clip, definitiv. Danke, Joy, hast du mich auf eine Idee gebracht für meinen Geburtstag. Oh, Lissy. Oh, ich habe Lissy auf eine Idee gebracht für ihren Geburtstag, Chat. Let's go. Bitte mit. Okay. Natürlich wäre noch ein Bosskampf. Du darfst schon, kein Problem. Du musst auch kein schlechtes Gewissen haben. Ich glaube, ich sage es dir immer wieder. Oder? Bitte mit, du hättest noch einen Bossfight, ist gut. Aber du musst natürlich auch nicht, weil wir würden eben... Wenn wir nicht 30 Minuten machen, bitte mit. Wenn wir nicht 30 Minuten machen, dann machen wir den 30 Minuten. Du kannst schon sagen, hey, ich bin mir noch nicht sicher. Wenn du sagst, einfach so, sind es auch 45 Minuten, dann... Wobei, wenn ein Raid reinkommt, müsste ich ihn vielleicht wahrscheinlich den eher machen. Aber es sind 30 Minuten und dann bist du wieder da und dann machen wir den Bossfight. Ist das ein Deal? Bitte jetzt. Ist das ein Deal? Okay, dann machen wir es so. Ich tue mir das... Du meldest dich einfach, wenn du wieder da bist. Es ist aber so, wenn jetzt noch ein Raid reinkommt, je nachdem ein grösserer Raid, kann es sein, dass wir ihn vorher machen. I'm so sorry in dem Fall, aber da kann ich schlecht sagen, hey, liebe Raiders, wir müssen noch 45 Minuten warten. Aber ich hoffe, du verstehst, wenn kein Raid reinkommt, easy, dann machen wir den, sobald du wieder retour bist. Haben den Stream off, all gut, vielleicht komme ich auch früher. Hey, bitte mit, kein Stress. Machen wir so. Wir machen jetzt noch schnell das Foto, lieber Chat, letzte Chance, Ausrufezeichen, Foto. Und dann machen wir das Foto, inklusive Erdbeere. Ja, muss schon sein. In 7 Sekunden. We're done when I say we're Walt, done. Mann. Was für ein geniales Foto, Chat. Bitte um jetzt hier unser Foto, Walt, gang weg. Wir haben jetzt noch schnell das Foto anschauen. Ja, hier unser wunderbares Foto, aber jetzt auf dem Discord Ausrufezeichen DC. Und ich mache dann noch eine Insta-Story, wo ich dich markiere. Und das Foto kann man sich auch in physischer Form bestellen. Link im Chat von meinem Bot. Merci, Steampunk Lady. Merci, Specko, für den Troy. Das will ich. Wie du dort reinbissest. Ja, aber hey, Chat, also, ich weiss, nicht alle mögen Erdbeere vertragen. Aber es gibt nichts Geileres als Erdbeere. Es gibt einfach nichts Geileres.
Und Chat, die sind so richtig nachher. Ja? Die sind so richtig süß. Hey. Eben ihre Liebe heisst es halt wirklich so. Ja. Schaut mal die Liebe an, wie sie in meinen Wund geht. Ja, genau. In meinen Mund fliegt. Nice one. Oh, shit, hat natürlich noch Cooldown. Sorry. Ich will wirklich jetzt noch schnell den Clip schauen. Dann will ich noch mal schnell sehen. Oh, das Problem ist wahrscheinlich, die Musik kommt im Clip nicht, oder? Die Musik kommt gar nicht. Oder schon? Weiss ich auch. Oh shit, das ist mega awkward ohne Musik, Mann. Aber sie kommt noch, oder? Sie kommt noch. Es ist doch noch gekommen. Es hört nicht auf, Chat. It's so awkward. Nein. Nein, das kannst du wirklich nicht. Das kann ich wirklich nicht. Okay, dann kannst du Ray kommen. Merci vielmals für den Clip, danke vielmals. Genial. Oh, hey Juti. Sorry, ich hab's nicht gesehen. Danke dir noch für den Lurk und gute Nacht nochmals. Bye, bye. Chat. Wo war ich denn? Wenn ich etwas nicht gelesen habe, dann sag nochmal bitte in den Chat hineinschreiben, wenn es wichtig war. So. Und jetzt Rael, The Mad Harlequin, ja, mit dem rollenden R. Grüezi. Und wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Bist du auch noch mitgeradet mit dem Pitometz? Im Hofe stand ein Narr, die Augen auf, sein Haupt starr. Belustigt werden groß und klein, stetig ist man zu ihm gemein. Oh? Aber wieso denn? Was hat er denn gemacht? Ein schmerzliches Lachen über seinem Kinn. Es ist doch bloß der Harlequin. Okay, nice one, Harlequin. Wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Ist noch doof, beim Clippen ist Musik. Ja, Musik ist halt aus lizenztechnischen Gründen nachher nicht im VOD und auch nicht in den Clips. Aber wenn ich das in ein Video reinmache, das könnte wirklich noch der Fall sein. Zum Beispiel die Story, die Insta-Story, die ich mache, dann würde ich wahrscheinlich dort auch noch den Song reinschneiden. Hey Jutti, danke dir fürs dabei sein, mein Gott. Hat mich gefreut. Ja, und bevor ihr jetzt noch ein bisschen mehr Hunger bekommt, Chat, esse ich noch mal eine Erdbeere. Und dann gehen wir noch ein bisschen ins Gameplay rein. So. Gameplay. Spiel fortsetzen. Oh, sind wir da jetzt im Dings drin? Holy shit, ganz ruhig. Ich muss mich orientieren. Das ist so ein bisschen... Ah, ich bin hier rauf, wir müssen wieder runter. Es hat... Nein. Ja, für einen Moment hat es schnell abgekühlt. Ich bin ja auch schnell so ein bisschen auf den Balkon rausgestanden und es hat gut da, aber... Es hat nicht, also wir sind wieder bei 31,2, wobei wir sind vorher bei 31,9 gewesen. Und ich glaube, während dem Abkühlen war es mal irgendwie bei 30, irgendetwas gewesen. Es ist halt mega, es braucht mega lang, bis die Wärme draussen ist. Also da müsste ich wirklich Stunden lüften, bis es wirklich spürbar kälter wird.
Ja, aber trotzdem, ich bin froh, habe ich ein bisschen abkühlen. Die Welt geht gerade bei uns unter. Oha! Aber wegen den Sturmböen und so. Okay, krass. Ich tausche 3 Tauben gegen eine Erdbeere. 3 Tauben? Ist ein komischer Deal, aber Lizzie. Aber gib mir zuerst die Tauben. Ich will jetzt die Tauben. Da ist ein R. Die Tauben, Chat. Ja. Natürlich sind es nicht die Tauben, es sind die Trauben. Oh mein Gott, Troy. Okay, wir machen den Deal nochmal. Ich will aber Tauben, nicht Trauben. Ja, ich gebe dir eine Erdbeere, du gibst mir 3 Trauben. Nicht? Was passiert hier eigentlich? Ich kann mich erinnern, dass genau das schon mal passiert. Ohne Scheiß. Nein, ohne Scheiß. Also, es gibt aber auch so das Déjà-vu, ne? Man kennt's. Vielleicht ist das ein Déjà-vu, das du hast. Ich habe gerade kein Déjà-vu, muss ich ehrlich sagen. Bin ich richtig, Chat? Also, der Doubleclick hat noch geschrieben, Troy, hast du dir mal überlegt, einen Turmfenty zu holen? Ich habe einen im Schlafzimmer. Da habe ich nicht einen Turmfenty, aber so einen Stehventilator mit einem grossen Propeller. Und der lüftet auch gut. Und im Schlafzimmer habe ich den Turmfenty. Und dann habe ich da noch so Surround-Gedöns. Und ich habe beim Lüften habe ich wirklich auch all die Ventilatoren angelassen und quasi bei der Balkontür hingestellt, damit ich wirklich einen Durchzug erzwingen kann. Arti sagt nicht sterben, okay, kein Problem. Ja, okay, hey Arti, genau, das, was du angeschrieben hast, das habe ich so ähnlich auch gemacht. Grüne oder... Oh, shit, Mann. Ich will 2 grüne und eine rote. Die Frage ist von Johnson an Lizzie. Aber ich würde jetzt 2 grüne und eine rote nehmen. Knackige, große, grüne... Oh, grün ist halt schon geil. Der Troy stirbt nicht wegen dem Game. Der Troy stirbt wegen Skill-Issue. Jetzt kommt der Double-Click wieder. Und er hat halt recht. Aber ich sage gleich, nein, du hast nicht recht. Ja? Es sind keine Skill-Issues hier. Was haben wir da noch? Was haben wir da noch, Chat? Loot. Loot. Licht, Chat, Licht. Du wärst noch besser. Aber Skill-Issue. aber Doubleclick. Ich habe das Hauptgame abgeschlossen. Wir sind schon im DLC. Das ist eigentlich das optionale DLC, das ich hier gebe. Und das Game immer nur, weil ich auch so verrückt schnell war. Ich habe da quasi einen Speedrun gemacht. Will rüber. Habe ich einfach die richtige Waffe. Moment, Chat. Ich bin nicht gestorben. Das ist kein Witz. Ich bin nicht gestorben. Das war nicht der Todesscreen. Ich weiss zwar nicht wieso. Ich nehme nochmal ein Erdbeere. Ich bin nur gestorben, wenn der Todesscreen kommt, Mann. Hey, aber
Okay, du darfst entscheiden. Arti, du darfst entscheiden. Fair enough, wenn du sagst mal, Troy, du bist gestorben. Jetzt sind sie immer noch am Kämpfen. Chat, ich habe noch mal schnell getestet. Ich habe noch mal schnell getestet, wenn ich runterkomme, was passiert. Einfach damit der Arti weiss, was er machen muss. Ja. Das ist jetzt mal nur ein Test. 1, 2, 1, 2, Chat. Chat, ihr seid die Besten. Ich habe euch so lieb, Chat. Ja, nochmal als Argument, die Gegner sind immer noch am Fighten. Die wären ja nicht am Fighten, Chat. Wenn ich gestorben wäre, stellt euch mal vor. Das ist geil. Hey, brother from another mother! Grüezi, wie geht's? Wow, ich bin am Sterben, ich will nicht sterben. Energie. Fletsch, wie geht's dir? Wie war dein Tag? Wie war deine Woche? Ich hoffe, du hast nicht zu viel Stress. Ja? Ich bin an diesem Level noch nie gestorben, Fletsch. Sind wir uns einig, Chat, überhaupt, dass ich nie gestorben bin? Ich glaube schon. Wenn ich mir das so anschaue, dann sehe ich viele 2. Das kann ich am testen. Volldeaths zählen nicht, sofern kein Screen kommt. Unabhängig von dem bist du das Loch runtergefallen. Das ist ein Skill. Oh, Double-Click. Double-Click, Mann. Der Double-Click, der glaubt halt nicht an mich. Ne? Wo will ich überhaupt? Wo muss ich da? Da rüber, ja? Also ich höre auf die Mehrheit, nicht gesorben. Das tönt geil. Bin auch wieder weg. Viel Spaß, hey Lizzie. Nochmals für dich, es ist eine Erdbeere. Ja? Mit Zoom. Nur für dich, Lizzie. Let's fucking go. Immer geht's der Hammer. Wir haben ein kantonales Musikfest gehabt. Ich habe etwas gesehen auf Insta, glaube ich. Ich glaube, das ist da so. Wir dürfen uns jetzt drittbeste Musik vom Kanton Solothurn nennen. Ein riesen Erfolg. Oha. Da muss ich gerade das Knöpfchen drücken. Hey, GZ. Ja, GZ, dir und allen, die da dabei sind. Richtig geil. Richtig geil. Wie nice ist denn das? Was für ein Tag, hey. Ja, die Schweiz hat gewonnen. Der Plätsch. Ja, Plätsch und Co. sind drittbeste Musik vom Kanton Solothurn. Ich bin da noch nie gestorben. Ja, das ist verrückt. Nein, wirklich geil. Freut mich mega für dich, Plätsch. Mega cool. The photo was rigged. Hey, Chat, ich weiss gar nicht, muss ich dort rüber? Muss ich da? Überlebe ich das? Nein, ich muss da rüber, ne? Wobei, ich habe so viel Energie, es ist wahrscheinlich kein Problem. I wish I'd brought Emily with me. I could really use my head of research right about now. So, Chat, let's go. Haben wir noch irgendeinen Loot? Ist da unten nach Loot? So. Wo sind wir? Wir kommen dem Ganzen langsam näher. Marshall! Was? You're alive! Also, was? Mit wem redest du genau? Da nehme ich gerade mit. Wie geil ist denn das? Kann ich da oben? Ich glaube es nicht. Wait! It's Jesse! The director!
Ui. Whoa. This place is huge. Knotenpunkt. Hey. Marshall? Can you hear me? Okay. I could really use strawberry right now. Johnson? Person couldn't have been Marshall, right? One problem at a time. Let's see what's going on with that. Only for you, Johnson. One strawberry. It's so good. Holy shit. And it's so sweet. Ich glaube, das Spiel ist wieder abgestürzt. Shit. Nein, come on. Endlich fucking die Heim. Ja, aber was ist jetzt los, Mann? Ist mir jetzt wirklich das Spiel abgestürzt? Ich glaub's nicht. Hey. Aber wie? Ich kann wieder nichts machen. Aber wie passiert so etwas denn? Ich habe immer noch Ton. PC überhetzt, Mann. Oh, come on. Das ist wieder so das Raustappen. Ich hatte das eben schon mal gehabt. Wir dürfen halt nicht raustappen. Und man, kann ich es nicht lösen. Shit, das nervt mich jetzt wieder. Ich habe halt nicht einmal eine Maus. Okay, jetzt habe ich eine Maus. Kann ich da schnell... Jetzt habe ich wieder keine Maus, Mann. Okay. Die eine Erdbeere war zu viel Erotik für das Game. Okay. Habe ich eben auch das Gefühl. Aber kann ich da nicht schnell... Den hier killen und dann vielleicht wieder ins Spiel rein? Nee, ist nicht erlaubt. Mühsam. Chat, wait a second. Wenn ich den Controller einschalte. Ich habe das Gefühl, das Game ist nicht wirklich abgestürzt, aber ich komme wie nicht ins Game rein mit meiner Maus. Was ist, wenn ich jetzt den Controller einschalte? Und mit dem Controller sagen, hey, keine Ahnung, ich will da aus den Karten raus. Geht nicht. Das Zeug nervt, hey. Also, dann ganz schnell aus dem Game raus. Okay, wir starten das Game neu. Jetzt ist halt die Frage, wo wir starten haben. So schnell Chat lesen. Platsch hat noch geschrieben, danke, hammergeil gewesen. Mein Orchester hat einfach abgeliefert, richtig gut gewesen. Und ja, die Schweiz hat gewonnen und du gamest wie ein Master Chief. Hey, Double-Click hast das muss ich gerade anheften. Ja, es bleibt jetzt da für die nächsten Minuten angeheftet. Du gamest wie ein Master Chief, die Welt ist gerade toll und vielleicht ein bisschen voll jetzt. Absolut, Mr. Blatch. Mega nice, mega nice. Wie startet das Spiel denn jetzt so? Double-Click ist die Heime. Kaum bin ich da, stürzt wieder alles ab. Sorry, Try. Hey, Blatch, das liegt ganz sicher nicht an dir. Es liegt vielleicht daran, dass ich rausgetappt habe. Und ein Erdbeere gegessen habe. Aus dem Spieltappen steht auch, was im Web mag das Game nicht. Ja, ist eben nicht das erste Mal, was passiert. Strawberry was too strong for PC. Ja, das habe ich schon gelesen. Ein Master Chief? Es gibt nur ein Master Chief. Das stimmt.
Es gibt nur einen und der hat einen Helm an. Ich sehe jetzt Erdbeere, bevor ich im Game bin. Das ist mein letzter Erdbeere für heute. Chat. Dann muss ich schnell den Zoom reinmachen. Geniessen wir jetzt alle noch das letzte Erdbeere. So. Ah, es ist so süß, I love it. So, Spiel fortsetzen, please. What? Wait a second. Ist Master Chief nicht eine Frau? Also ich müsste mich jetzt ganz schwer täuschen. Ich müsste mich wirklich ganz schwer täuschen. Fuck, ich muss eine rausheben. Ich muss wirklich eine rausheben, weil ich sehe den Chat gerade nicht. Okay. Aus dieser Aussage hast du auch eine billige Kopie davon. Das Kill-Propaganda von Troy. Hey, Wolfie, ich glaube, es ist nicht eine Frau. Also, Chat. Help me. Master Chief ist nicht eine Frau, oder? Ach, Chat, nimm es doch nicht so genau. Ihr wisst doch was ich meine. Also, ja, absolut. John 117. Aber gut, es gibt dort so eine Frau, ist das die Cortana? Ist das die Cortana, Chat? Also die Frau. Die weibliche Stimme halt und so. Ich kann da noch schnell etwas abchecken. Kann ich da etwas machen? Nope. Also wir sind übrigens wieder da. Das ist relativ weit zurück, wenn es mich nicht täuscht. Aber egal. Rushen wir schnell durch, oder? Cortana Smash. Hast mit Metroid durcheinander gebracht. So, das nehmen wir wieder mit. Oh, aber wir sind wirklich mega weit. Nein, aber jetzt, Chat, jetzt gehe ich den falschen Weg. Oder? Mein Gott, ich bin so verwirrt. Gehe ich den richtigen Weg? Ich gehe den richtigen Weg. Ich gehe so weit zurück. Das ist mühsam. Nein, Samus von Metroid ist als Frau enttarnt worden am Schluss des Game, falls du da meinst. Ah, das weiss ich gar nicht mehr. Ja, jetzt nicht sterben, Chest. Tu dich mal beruhigen, Mann. Ist das aber noch laut gewesen? Ich weiss es aber gar nicht. Ich glaube nicht. Jetzt sehen wir gerade. Ah, ich glaube, da bin ich, oder? Da bin ich doch runtergefallen vorhin. Die Rüstungen im Kopf verwechselt. Okay, wenn keine Gegner kommen, heisst dass alles noch gesaved ist. Wie haben wir das gemacht? Zuerst drüber? Wobei ich kann wahrscheinlich auch direkt gehen. Sagte er. Okay. Bräuchte aber eigentlich noch ein bisschen Energie, sehe ich gerade. Ein bisschen wenig Leben. Also Leben brauchen. Ja. Aber aufgrund von der Zeit, wo das Game rausgekommen ist, haben viele gemeint, dass es ein Typ 80s Hair Metal tut. Ja, krass. Okay, jetzt bin ich wieder da. This place is huge. Ah, ich glaube, da bin ich vorher nicht gesehen. Ja. Can you hear me? Kontrollpunkt einnehmen. So that person couldn't have been Marshall, right?
Petomitz, Mann. Petomitz, ich tue noch schnell lauten. Ich tue noch schnell lauten hier, den Bereich. Und dann gehen wir rein in den Bosskampf. Dann mache ich nämlich schnell, da kann ich noch rasch schnell überlegen. Das ist immer im Mr. Flash seine Nachricht. Wie gut. Wie gut. Ja. Doppelklick, merci fürs Bett. Machen wir schnell 3 Minuten Chat. Machen wir schnell den Bosskampf hin. Da können Chat. Fuck this shit, hey. Jetzt habe ich aber den Kontrollpunkt genommen, oder? Also den habe ich. Oh, ich will nicht mehr. Das ist so mühsam mit diesen Crashes, hey. Holy shit. Aber egal, wir haben den Kontrollpunkt und dann ist ja, glaube ich, ein Save gemacht worden. So. Gut, machen wir schnell Musik rein. Fuck it all. Don't give a shit anymore. Fuck it all. Fuck it all. Nee, das ist das Raustaben-Chat. Darf ich einfach nicht machen, mache ich aber die ganze Zeit. Es ist so wie 50-50. Zum Teil klappt es, zum Teil mag es gar nicht vertragen. So. Ich glaube, jetzt rein von den Namen, die ich im Chat so sehe, muss ich den Bosskampf nicht erklären. Gehe ich jetzt mal davon aus und sonst jetzt melden. Wenn ihr überhaupt nicht wisst, was ein Bosskampf ist, dann meldet euch. Dann mache ich kurz eine Einführung. So. Schnell abhökeln. Das ist gut. Let's go. Was ist das? Arti fragt, was ist der Bossfight? Treu, wer bist du eigentlich? Und wo bin ich hier überhaupt? Arti, schnell für dich Zusammenfassung. Du bist auf Twitch. Das ist eine Plattform, wo so Streamer streamen. Du selber streamst auch dort auf dieser Plattform. Und du bist so bei mir, im Troy, und jetzt machen wir so einen Bossfight, wo ich nicht erkläre, wie er geht. Oh, what the hell, was schrieb mein Bot? Ein Bosskampf, das ist, wenn Troy gegen einen fiesen Endgegner in einem Spiel kämpft. Spannender als die Quest nach dem verlorenen Schlüsselbund. Okay. Ryan, let's go. Grüezi. Ryan, wie geht's? Schön, dass du da bist. Wie ist der Start in dein Weekend gewesen, Ryan? Chat, ich habe euch auch lieb. Ich erkläre jetzt nicht, wie der Bossfight funktioniert. Ihr müsst es selber herausfinden. Ihr dürft aber noch für eine Karte voten. Was ich noch schnell erwähne, Shiny Jessie, Schnecke und jetzt ist es weg. Noch mal schnell reinmachen. Shiny Jessie, Schnecke und Petomitz. Ihr seid alles Dungeon Leaders. Eure Votes gelten dreifach. Und auch hier schon, ihr könnt voten, wenn ihr Lightsabers, dann macht Ausrufezeichen Karte 1 in den Chat rein. Wenn ihr mehr Heal wollt, macht Ausrufezeichen Karte 2. Wenn ihr weder noch wollt, macht ihr Ausrufezeichen keine Karte. Zu viel Gamen selber, hey, ich kann mich nicht beklagen. Das Spiel stürzt mir jetzt wieder ab die ganze Zeit, aber ich bin irgendwie wie selber geschuld, weil ich immer raushabe. Sonst macht das Game immer noch Spass. Ich habe ein bisschen warm tatsächlich, aber hey. Es ist halt Sommer, oder? Karte 1, okay. Ich glaube, ihr wollt Lightsabers. Jemand würde gerne den Heal wählen, nämlich Specko. Sir Simple nimmt Karte 3 für Bounce.
Ich erinnere noch mal daran, dass Sie Karten droppen können. Wenn ihr gewisse Voraussetzungen erfüllt habt. Jetzt in der letzten habt ihr immer die Voraussetzungen für die beiden Karten erfüllt. Ja, ich werde euch einfach noch mal daran erinnern. Es gibt noch eine Franziskus-Karte und es gibt noch eine getrainierte Karte. Die sind beide auch schon mal gedroppt. Aber ihr müsst halt Voraussetzungen erfüllen. Aber Chat, ich löse da mal auf. Ihr entscheidet euch für die Lightsabers-Karte. Brutal kann nicht bewegen mehr, dieser Mann. Gegner von ihm keine Chance gegeben. Er ist brutal getrainiert. Genau, die Karte meine ich. Und dann lese ich nur noch schnell da, was Ryan geschrieben hat. 32 Stunden in 3 Tagen und jetzt gibt es noch ein paar Stunden dazu. Ich weiß nicht, wieso was abstürzt, weiß ich nicht, Ryan. Das ist das Game. Ich sage jetzt auch mal, es ist schlecht programmiert. Sind wir ehrlich, die einzige Art, wie wir verlieren können, ist, wenn einer von den Raiders grenzdebil. Okay. Double-Click. So, wir gehen jetzt in den Bossfight rein. Ich bin langsam fix und fertig, Chat. Petomitz und die Raiders. Ihr wollt mich besiegen? Chat, votet für eure erste Aktion. Angriff 2 Stimmen. Mystery Chest 2 Stimmen. Macht euch den Chatbefehl in den Chat, um für eure Wunschaktion zu voten. Inklusive der Dreifachbefehl von den Dungeon Leaders. Auch da schon. Johnson Berlin. Das ist mal ein guter Start. So ein Kaffeetrink. Einfach mal schnell healen. Chat, zweite Aktion. Ja, und lernt den Double-Click auch mal machen. He? Ich will mal sehen, was der Double-Click, wie sein Skill ist hier beim Bossfight. Ja, das will ich sehen. Mystery Chest. Ausgeführt vom Petomitz. Und es ist drin. Oh, okay, nicht schlecht. Ah, Petomitz. Oh, come on. Come on, Petomitz. Es ist viel zu früh für so viel Schaden, Petomitz. Petomitz, das ist strategisch. Strategisch nicht so schlau, ne? So früh, so viel Damage, ne? Das macht keinen Sinn, Petomitz. 6 Mal Angriff. Petomitz mit dem Angriff. 85 Damage, let's go. Ja, schöne Zahl, 85. Und da bin ich an der Reihe. Chest of Hammers. Hey, wieso blinkt das auf? Das ist auch neu. Chest of Hammers und... Holy shit, Techie. Techie macht Schaden. Und zwar 475 Schaden. Let's fucking go. Also Chat, jetzt, ihr müsst sicher eine heilen, aber ich glaube, eine schlankt. Dann müsst ihr noch ein bisschen Schaden machen. Ganz wichtig. Alles andere würde keinen Sinn machen. Erste Mal, wo du vielleicht gewünscht. Also erstens mal falsch. Falsche Aussage. Arti mit dem Heal. Erste Heal auf 425 HP rauf. Eure zweite Aktion, Chat. Wenn ihr wirklich noch mal healen, denkt daran, Mystery Chest kann auch Heal drin haben. Sogar der grosse Heal. Oha, 4 Volts auf dem Angriff. Interesting, Chat.
Angriff EDS. Pitomits will ein bisschen Damage machen. 62 Schaden. Letzte Aktion in dieser Runde, Chat. Ihr habt 425 HP. Was relativ viel ist. Ich lasse euch zuerst voten und dann rede ich weiter, Chat. Mystery Chest. Jetzt wird's gefährlich für euch, aber auch. Pitomits. Oh shit. Chat. Ich mache Chest of Hammers, okay? Ich bin so gnädig. Aber ich kann euch immer noch killen, just saying. Chat, I'm so sorry. I'm so sorry. Chat, das überlebt ihr nicht. Also, Chat, ich habe nichts dafür. Ich kann nicht. Troy, you cheater! Ich bin kein Cheater. Hey, das war jetzt ein mega schneller Bossfight. Aber ihr wisst schon, was ihr falsch gemacht habt, oder Chat? Aber Chat, ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen, Chat. Da muss ich gerade schnell feiern, Chat. Indem ich... ich nehme noch mal schnell meine goldigen Flügel vor. Und dann schauen wir noch mal schnell. Wir schauen noch mal schnell. Oh, Chat, Mann. Ja, ihr habt euch gut geschlagen, Chat. Well played. Bis zu einem gewissen Punkt. Double-Click. Gewonnen! Gewonnen. Frage. Oh, Chat, ey. Double-Click, was sagst du da dazu? Ich übergebe dir, du kommst jetzt schnell auf die Bühne und du sagst jetzt schnell, was denn schief gelaufen ist. An was hat es gelegen, Double-Click? Ich bin mir sicher, du hast das beobachtet. Ich hätte jetzt wirklich auch nicht gedacht, dass das passiert, aber ja. Mystery Chest in der dritten Runde ist halt fucking risky. Genau aus dem Grund, wir haben jetzt wirklich so Worst Case gehabt. Absolut Worst Case. Also, was auch schlimm ist, ist der Thanos. Weil da sind wir auf 350, aber ihr habt es jetzt halt noch schlimmer verwünscht, indem ihr euch selber 200 Schaden noch gemacht habt. Und dann hatte ich halt noch mega Glück gehabt mit dem Mjölnir. Chat. Jetzt muss ich euch nicht einmal Blitzdings bumsen. Ich glaube, das ist eine Premiere. 3-mal Angriff für Special Angriff. Ja. Ich habe das gar nicht gesehen, Arti. Hier finden Sie die neuesten Tricks und Cheats von Troy Hammarens Bossfight. Hey, das ist aber Feinchen. Oh, shit, ich kann es nicht mehr zeigen. Moment, vielleicht kann ich es schnell zeigen. Ich muss aber schnell. Shit, wie mache ich das, Chat? Wait a second. Das werde ich euch jetzt unbedingt zeigen, tatsächlich. Aber wie mache ich das am besten? Chat, ich mache jetzt etwas Verrücktes. Ich starte schnell den Bossfight nochmal, aber ich tue ihn nachher auch wieder beenden. Ich werde euch nochmal schnell etwas zeigen.
Okay. Bei diesem Zug hat es tatsächlich eine 22%ige Chance gegeben. Das sehe ich da. Oder hat es auch jetzt zurückgesetzt? Hä? Also hier haben wir es in Zahlen. Die Chance war bei 22%. Ich hätte jetzt weniger erwartet, tatsächlich. So, aufhören jetzt. Aufhören jetzt. Da sehen wir eure Chancen übrigens. So, ich drücke jetzt hier auf das Knöpfchen und dann haben wir verloren. Nochmal. The truth is, the game was rigged from the start. Ab der Laden. Shit, man. So, ich schenke euch jetzt einfach eine Karte. Ich schenke euch jetzt einfach eine Karte. Die ist geschenkt, Chat. So. Jetzt muss ich da schnell noch ein bisschen nachlesen. Murat Yakin. Das Team hat sein Bestes gegeben. Wir sind taktisch wie auch sportlich mit unserem besten Kader da gewesen. Manchmal hat das gegnerische Team einfach einen besseren Tag. So ist es im Sport. Nächstes Mal ist ein neuer Tag. Schau jetzt. Das finde ich aber schön. Doppelklick, merci vielmals. Danke, danke. Das Timing war gut, Barracks mit den Flattern. Echt gut. Ich muss schnell überlegen. Es bleibt, ich glaube, bei mir bleibt es eben. Das war insgesamt. Oh hey, Finchen. Gerechnet. Insgesamt 4,9284% Wahrscheinlichkeit, dass er zweimal hintereinander gezogen wird. Ich bin nicht nichts. Ich bin nicht für nichts der Dreifachflatter Sniper-Champion. Das stimmt. Vor allem beim Raid-Foto. Dort hast du es gut im Griff, Barracks. Dort hast du es wirklich gut im Griff. Ja, Barracks, genau das wollte ich jetzt sagen. Bei einem Raid-Foto hat es den Barracks mal irgendwie... Ich habe sogar nachgeschaut, wie lang der Moment ist, wo ich übergekippt bin. Ja, der Will kommt, gibt mir einen Flatter und dann kippe ich... Nein, ich kippe hier rüber, glaube ich. Bin mir nicht sicher, hier rüber. Und das ist irgendwie wirklich 0,1 Sekunden lang so. Und auf dem Foto bin ich genauso übergekippt. Das ist legendary gewesen, Barracks, wirklich. Und das Lustige ist, ich habe dann für diesen Moment, falls es nochmal jemand schafft, habe ich wie so einen Motion Blur Effekt gemacht. Also ich kippe so auf die Seite und habe in Motion Blur, der darüber eingeleitet ist, und der ist auch nur 0,1 Sekunden sichtbar. Das heisst, wenn du es nochmal schaffst, ist sogar noch so ein Motion Blur Effekt dabei. So, Chat, wir gehen noch ein bisschen das Gameplay. Und ich weiss aber nicht, wie lange ich noch mache. Ich weiss nicht, wie lange ich noch mache. Ich habe so warm und ich bin langsam so müde, Chat. Hey. Aber ich werde jetzt gleich noch ein bisschen Gameplay haben. Shit, Mann, das Programm ist mir abgestürzt. Ja, zieht noch schnell ein bisschen Karten, Chat. Chat, wer kennt den Ton? Barracks kennt ihn. Ja, das ist ein geiles Tool. Arti, was hast du gezogen? Spielzeughammerkarte. Let's go. Troy's Hammer 4, Spielzeughammer 4, Troy Lina 3. Ja, Barracks, wir haben es glaube mal darüber gehabt. Ein geiles Tool. Für die es nicht kennen, Flow Launcher. Für so ein Launcher-Tool, ähnlich wie man es von Mac kennt. Für Windows aber Flow Launcher. Mega gäbiges Tool. So, jetzt muss ich da noch schnell das Game Capture haben. Let's go.
Eingabe, Spiel fortsetzen. Arti ist immer noch Death Count Master, auch als es gesagt hast. Aber Arti, du kannst auch jederzeit sagen, hey, ich will nicht mehr. Ne? Der Troy, der stirbt einfach zu häufig. Jetzt habe ich nicht rausgetappt, einfach als es gesagt ist. Ich habe nicht rausgetappt. Es stürzt auch einfach so ab. Oh no, wie mache ich das jetzt? Ich mache erstmal die Lasagne in den Ofen. Du musst doch ein bisschen machen. Guitar Hero zum Reagieren. Ich starte es jetzt noch einmal. Wenn es nochmal abstürzt, gehen wir ins Clone Hero rein. So einfach ist es, Chat. So machen wir es. Das nervt gewaltig, ich sag's euch. Ich gehe aber noch schnell, Chat, googeln. Aber wie heisst das Level, wo ich jetzt gerade bin? Weil letztes Mal habe ich auch gegoogelt und dann habe ich gelesen, hey, fliege auch so schnell wie möglich über alles rein. Gehe dort runter und dann stürzt es nicht ab. Aber jetzt bin ich an einem Ort, wo ich nicht einfach so durchrushen kann, weil ich... Okay, bevor ich google, probiere ich es schnell anders. Ich gehe nicht in die Richtung, wo ich jetzt gegangen bin. Da gehe ich halt nicht looten. Ich gehe in die andere Richtung. Probieren wir das mal, Chat. Shit. Was denn jetzt schon wieder Liebes-Control-Game? What the fuck, hey. Also ohne Scheiß, ich muss ganz ehrlich sein, Chat. Ich bin langsam auch ein bisschen am Ende mit der Geduld. Das ist ein gutes Game. Wir sind im DLC, ich würde das DLC wirklich lieb und gerne noch spielen. Aber jetzt, wo wir halt das Hauptgame haben, mache ich da nicht mehr lange mit, muss ich ganz ehrlich sein. Da mache ich nicht mehr lange mit, dass mir das Game jedes Mal abkratzt und ich irgendwie muss schauen, wie komme ich jetzt da trotzdem weiter und ich muss immer aufpassen und ich verliere mich. Jetzt ist okay. Chat, hey, nein. Jetzt wird es aber gar nicht mehr. Jetzt gehe ich aber schnell schauen, wie die Temperaturen sind. Jetzt gehe ich schauen, Chat. Also jetzt stimmt irgendetwas nicht mehr, oder? GPU 57 Grad. CPU. Ja, gesehen, habe ich ein Tool installiert für das. CPU. Ich habe IQ, da sehe ich es, glaube ich, auch. Ich glaube, mein PC hat es warm, Chat. Ich glaube, mein PC hat es warm, ohne Scheiß. Okay, also, what the fuck? Also, meine Grafikkarte ist aktuell bei 80 Grad. Bei 80 Grad. Das ist ein bisschen warm für das, dass ich jetzt nicht im Spiel bin. Ich weiss nicht, ob ihr vielleicht jetzt meinen PC hört. Jetzt habe ich ihn schnell auf Hochtouren gestellt. Chat, was meint ihr? Was meint ihr? Die sich auskennen. Meine Grafikkarte ist jetzt auf... Es schwankt zwischen 78 und 73 Grad.
Das ist schon ein bisschen viel für das, was ich jetzt OBS am Laufen habe. Das ist ein bisschen viel. Das verwirrt mich jetzt gerade extrem. Aber es können halt einfach wirklich Temperaturen sein, die gerade ein bisschen das Problem sind. Das ist sehr viel. So 50 bis 60 ist okay. Ja. Ja, aber... Oh, what the hell, hey. Das nervt mich jetzt gewaltig. Oder läuft irgendwie ein Spiel noch so halb im Hintergrund? Da muss man schnell schauen. Also für das, was ich jetzt wirklich das Game nicht am Laufen habe, ist sie abartig heiß. Ich bringe sie auch nicht runter. Chat, ich weiss nicht, ob ich noch da bin. Bin ich noch da? Ich habe schnell im Taskmanager aufs Knöpfchen gedrückt. Dann hat mein PC schnell einen Lag gehabt. Ja, aber was mich verwirrt, ohne Scheiß im Taskmanager zeigt es mir GPU-Temperatur von 56 Grad an. Im IQ, wo jetzt nicht das beste Tool ist, ja, gebe ich zu, bin ich bei 75 Grad. 77 Grad. Gut, das sind aber 3 Temperaturen. Temperatur 1 ist 54, Temperatur 2 66 und Temperatur 72 bis 80. Weiss jemand, was da für Temperaturen sind? Ja, mehrere Temperatursensoren, aber die Frage ist eben, wenn Temperatursensor Nummer 3 so hoch oben ist das normal oder ist das nicht normal? Bin ich mir jetzt eben wirklich nicht sicher. Es steht eben nicht genau, was ist. Drei können Phases sein. Also das Game hat natürlich ja nicht das erste Mal diese Probleme, muss ich auch sagen. Aber wir haben also schon so ein Level gehabt, wo es immer abgekratzt ist. Es stellt ab, wenn es zu hoch ist, musst du keine Angst haben. Hey Chat, aber mich gurkt das Ganze an. Egal was es jetzt ist, schlussendlich, mich gurkt das an. Ich habe keine Lust mehr. Wir gehen eigentlich noch ein bisschen Clone Hero rein. Ist das okay für euch? Chat, aber wir machen auch nicht zu lang. Wir haben ein bisschen Gameplay gehabt. Wir haben das Hauptgame durch. Und das finde ich geil, auch wenn, keine Ahnung, jetzt der Abschluss vom Hauptgame nicht so mega episch war. Im Gegenteil. Bad Driver Programming treibt die Last auf der GPU auf. Ja. Eigentlich schauen wir das ein anderes Mal genauer an, Chat. Wir machen das so. Ja. Das ist die Antwort auf alle Fragen, Chat. Die Antwort auf alle Fragen. Wir machen noch ein paar Songs im Clone Hero und den machen wir heute aber auch ein bisschen früher für Abend. Es ist warm, ich bin müde. Und ich hoffe, es ist mir nicht böse, wenn ich ein bisschen früher für Abend mache. Specko geht auch schon schlafen. Ich muss jetzt gerade schnell überlegen, ob wir den Rage-Stops schon reinmachen. Noch nicht direkt, aber schon gleich, würde ich jetzt mal sagen. Und hey, Specko. Gute Nacht, Specko. Träume von abenteuerlichen Zeiten in fernen Welten, begleitet von Gitarrenklängen. Ja, genau so. Ja, schnell genau hinhören. Oh, jetzt hören wir den PC. Ja, die Gitarrenklang und kunstvollen Cosplays möge deine Nacht so bunt und einzigartig sein wie eines dieser schillernden Hawaii-Hemden. Let's go. Schlaf gut, hey Specko. Schön, bist du dabei gewesen.
Und ich wünsche dir einen ganz guten Schlaf, hoffentlich nicht zu warm, und sonst gehst du auch in die Wäsche kochen, weil dort ist es kühler. Und einen schönen Sonntag noch. Geniess es. Mach's gut, Specko. Bye, bye, tschüss. Und Papi, hello, wie geht's dir, Papi? Papi, falls du dich fragst, was läuft jetzt da? Wir gehen jetzt ins Clone Hero rein, weil das hure Drecks-Control-Game, das stürzt mir halt immer ab. Ja, und ich hab's jetzt gesehen, ich hab die Nase voll. Wir waren im DLC inne gsi, aber es wird nicht. Es wird halt nicht. Und jetzt gehen wir ein bisschen Musik machen. Nicht so geil wie du, Papi. Ja. Ich muss auch Knöpfchen drücken. Ich habe nicht so ein Mischpult vor mir. Als mitbekommen, bin ich im Lurk, bin am Zocken nebenbei. Hey, ich wünsche dir viel Spass, Papi, beim Zocken. Merci für den Lurk-Support. Ja, Specker, du hast 26 Grad. Danke für nochmal, dass du mich nochmal daran erinnerst, wie kühl das es bei dir ist. So, Chat. Clone Hero, läuft es schon? Läuft es denn schon? Clone Hero? Aha, aha. Oh shit, jetzt muss ich aber schauen, dass ich es auf dem richtigen Ort rausschicke. Im letzten Stream habe ich es nicht am richtigen Ort rausgeschickt. Es war alles schön im VOD. Es ist alles schön gemutet worden von Twitch. Und das wette ich jetzt nicht nochmal haben. Das stimmt so noch nicht. Moment schnell. So, jetzt aber. Jetzt sieht es gut aus, Chat. Come on, baby, light my fire. Wie warm ist es bei mir, Papi? 31,7 Grad. 31,7. Wenn ich es richtig im Kopf habe, 31. Aha, es ist glaube ich, wieder runtergekommen. 31,9 ist so der Peak heute, bevor ich gelüftet habe. Das geht ja noch. Okay. Okay. Chat. Jetzt geht da wieder nicht. War ja klar. Assign Controller. Yes, please. Done. Troy. Dann wir zuerst das Ding synchronisieren. Ich muss es früher oder später machen. Es ist auch immer ein bisschen anders. Wo war es? Gameplay. Calibration Tool. Ja. Muss mich schnell konzentrieren, Chat. Ich würde sagen, ja, ich hätte jetzt wirklich geschätzt zu etwa 100 Millisekunden. Okay, das nächste brauchen wir nicht, da kann ich einfach Chat lesen währenddessen. Hey, Specko, mach's gut, bye bye, tschüss. Ich kann nicht mal lüften bei mir. Ja gut, ich habe vorhin schnell gelüftet, aber was ich halt leider nicht kann, ist lüften während dem Streamen. Da dürfte ich wie nicht mehr reden, oder? Dann müsste ich so leise. Dann müsste ich so reden, oder? Und das will auch niemand. weil mich halt die Nachbarn sonst direkt hören. Weil die so quasi gerade nebendran sind und das Schlafzimmer gerade nebendran haben. Das ist doof. Also, Chat. 0 Millisekunden, das stimmt. Okay, wenn ich einfach nicht drücke, dann ist es bei 0. Das ist genau da, wo ich will. 0, perfekt, let's go. Ich wähle mir jetzt nicht den Song,
So stimmen wir alle ein. Haben wir etwas vom Phil? Haben wir nicht. Chat, habt ihr gerade einen Wunsch? Ich frage gleich euch. Habt ihr gerade einen Wunsch, mit was wollen wir starten? Ja, es ist wie immer schwierig. Ich habe immer noch keine Liste, wo ihr irgendwie schauen könnt. Ich kann höchstens da ein bisschen durchgehen. Und wenn ihr irgendetwas seht, irgendeinen geilen Song oder irgendeine geile Band, wo wir schnell genauer anschauen können, was denn oben ist. Aber was ich jetzt schnell mache, ist, ich sortiere nach. Hey, listen! Listen! Aber Feinchen da, wo du das letztes geschrieben hast, sorry. Meine ist auch gerade bei fast 70 Grad und bin nur an im Stream schauen. Okay. Ja, ich vermute schon, dass es ein Game ist. Es würde mich verwundern. Also klar ist es mega warm, aber wegen dem sollte es nicht solche Probleme bekommen. Aber Feinchen, merci für die Info. Danke. Wieso sehe ich das nicht? Findest du, ich sehe im Fall jetzt ohne Scheiß, ich sehe das nicht. Jetzt spinnt jemand alles, oder? Findest du, damit du mir das jetzt glaubst, muss ich dir das zeigen. Okay. Ja, okay. Einfach, dass du mir glaubst. Ich sehe das nicht. Also, da, und dann kommt das und oben dran ist nichts mehr. Wahrscheinlich der Chat schnell einen Aussetzer gehabt. Ist möglich. Also nicht, dass du das Gefühl hast, ich habe dich jetzt einfach ignoriert. Also ich sehe es wirklich nicht. Aber es kann auch mein Chat-Tool sein. He? Entweder ist es Twitch, mein Chat-Tool oder wie beides. Kann auch sein. Kein Wunder, werde ich so oft ignoriert. Also, Green Day, American Idiot. Okay, das tönt nach einem guten Song. Nach einer guten Wahl. American Idiot. Nicht ganz. Hey, aber das ist doch drin, oder? Hä? Green Day. Oh, American Idiot ist gar nicht drin, Feinchen. Hast du sonst einen Green Day-Song, den du willst? Nuclear Family oder Oh Love? Kann der Abi. Guano Apes. Chat, kennt ihr die noch? Guano Apes. Aber das ist eine miserable Soundqualität, leider. Wolfi, du siehst auch nur das. Oha, Feinchen. Ich glaube, Twitch fällt dich an Shadowban. Das ist nicht gut. Nein, ich weiß nicht, wahrscheinlich auch Twitch, wo wieder irgendeinen Set gehabt hat. Aber Feinchen, wenn ich nicht darauf reagiere, dann habe ich es nicht gesehen. Also dann ist es nicht angekommen bei mir. Die Frage ist, Chat, schreibt auch rein, egal wer, wenn ihr einen Song seht, den ihr wollt. Ich mache zu oft anzügliche Kommentare. Ja, aber es ist ja so, also weißt, wenn irgendwie den Automod greifen, sollte ich es ja sehen. Und ich nehme nicht an, dass Twitch wirklich irgendwie so Shadowban-Sachen macht. Also das wäre unsinnig. Aus einem ganzen Roses-Lied, Chat. Nein, wir haben doch heute... Moment schnell. Wir haben doch heute von... Was ist das für... Aerosmith? Was haben wir da? Dream On? Ah, das haben wir schon mal gespielt. Nein, oder ist es nicht Dream On gewesen? Bin mir nicht mehr sicher.
Sweet emotion, walk this way. Blink 182. Ja, das sollten wir haben. Das sollten wir haben. Darfst du auswählen? Adams Song, habe ich auch schon gespielt. All the Small Things, ich beide auf 97% gespielt. Damn It. Okay, das ist das. Down. Feeling This. First Date, habe ich auch schon gespielt. It's over. It's forever. Oh, I Miss You. So ein schöner Song. The Rock Show ist auch drauf. Party Song. All the Small Things. Dann nehmen wir, ich schaue mal schnell, das ist Guitar Hero 5 und das wäre Rock Band 1. Dann nehme ich Guitar Hero 5 Variante. Wo ich auf 97% habe. Aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, auf welchem Schwierigkeitsgrad. Aber Chat. Wir machen jetzt einfach Expert. Da kenne ich nichts. Ich muss da im Double-Click immer noch beweisen, dass es nicht ein Skill-Issue ist. Hey Google. No Google. Stop. Google. Ich wünsche dir ganz eine gute Nacht. Schön, bist du dabei gewesen. Ich hoffe, dass du nicht zu warm hast und schlaf gut. Schönen Sonntag dir noch. Das ist wieder der Klassiker, oder? Oh mein Gott. Danke, danke, Google. Merci. So, und jetzt für Fienchen All the Small Things. Oh shit, Mann, ich hab's halt verkackt. All the small things, truth care, truth brings, one lift. Wenn ich noch mitsingen, dass es so wird nicht. Hey Barracks, gehst du auch? Oh. Ach shit. Hey Barracks, schlaf gut, schön bist du da gewesen. Auch dir eine ganz gute Nacht, schönen Sonntag. Ich hoffe, du hast es nicht zu warm bei dir. Scheiße, Mann. By the stairs. Turn the lights off, carry me home. Mann! Nein, habe ich jetzt so verkackt. Oh, der letzte, hey. Der letzte, holy shit, Mann. Aber das sind keine 97%. Habe ich nicht das Gefühl, da bin ich schlechter. Vor allem
Schon wieder 97%. Okay, krass. Chat, wir machen direkt noch I Miss You. Ich werde jetzt diesen Song ich tatsächlich auch machen. Ja, gemütlich auf Expert. Let's go. Der zweite Blink-182-Song I Miss You. Wieso ist das so schwierig? Wieso ist das so schwierig? Ich habe es noch nicht das. Okay, ich habe es das. Nein, ich habe es nicht das. Scheiße. Oh shit. Oh no. Oh shit. Oh, das ist hure heftig. Scheiße, ich kann das nicht. What the hell? Oh no! Hey, da blicke ich nicht durch. Ich habe es nicht im Griff mit dem Strumming. Ich habe es voll nicht im Griff. Den Teil kann ich. Hey, diesen Part schaffe ich einfach nicht. Oh. Oh Mann, nein. Ohne Scheiß immer den gleichen Part schaffen. Ne? Oh mein Gott, das war ultra schlecht. 3 Sterne, das ist irgendwie keine Ahnung. Um dieses. Oh, okay, 91% Chat. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hey Barracks, nochmal, falls du noch hörst. Schlaf gut, schön bist du da gewesen. Bis ein anderes Mal. Und fit und knusprig bleiben. 97er mehr. Auf was ist es bezogen? Hast du einen Songwunsch? Ich glaube, wir gehen noch ein bisschen weg von Blink-182. Das sind aber schon auch geile Songs. Mary, hast du gerade einen Song im Kopf? Oder irgendeine Band? Vielleicht nicht allzu neu. Irgendetwas, wo, keine Ahnung,
2000er, 90er Jahre, vielleicht noch ein bisschen früher aktuell war. Blur, Song 2. Haben wir auch schon gespielt. Bob Dylan. Bob Marley. Chat, dann mache ich den da. Also übrigens auch alle, also wenn ihr irgendeinen Wunsch habt, wenn ihr irgendetwas gesehen habt, einfach reinhauen. Ich wähle aber jetzt I Shot the Sheriff. Von Rockband 2. Ein bisschen lauter, Chat. Let's do this. Oh nein, ich habe nichts zu viel. Nein, schon wieder verkackt. Oh nein, ich habe es verpasst. Wow, geht's noch? Oh, das war ein bisschen früh. Nein, ich habe es direkt verkackt, Mann. Das Lied schon fertig und ich habe noch Star Power, verdammt.
Ja, das war ein bisschen doof. Aber Chat hat 98%. 98%. Das ist richtig geil. Ich frage mich jetzt gerade, das wäre jetzt so ein Song, den ich auf 100% schaffen könnte. Shot the Sheriff Fifa. Shot the Sheriff. Let's fucking go. Hey, und Pinkeli. Pinkeli, grüezi wohl. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Um diese Uhrzeit. Hey. Bist du noch am Feiern gsi, Pinkeli? Bist du am Feiern gsi? Bist keine Ahnung. Der Sieg der Schweiz noch am Feiern gsi und erst gerade heimgekommen? Könnte ja sein. Aber wie geht's dir? Wie geht's dir? Pinkeli, hast du gerade einen Songwunsch? Ich weiss, es ist schwierig. Es sind auch alle Guitar Hero Teile. Alle Guitar Hero Teile sind vertreten mit den Songs. Plus Rockband, falls du es auch mal gespielt hast. Vielleicht fällt dir ja gerade irgendein Song ein. Bon Jovi haben wir zum Beispiel. Oh, so ein Bon Jovi-Song jetzt. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Chat, was meint ihr? Hey, Benkeli, dann nehmen wir das. Aber dann nehme ich You Give Love a Bad Name. Und ohne Scheiß, Chat. Ich mache es auf Expert. Aber das ist nicht das, was ich sagen will. Ohne Scheiß, ich verstehe immer You Give Love a Band Name. Das ist auch eines von diesen Sachen. Einmal gehört, nie mehr ungehört. Give love a band name. Es ist ein bisschen laut, sorry. Ich muss ein bisschen abstellen. Und dann tun wir nochmal schnell Restart. Shit, man, Expert ist wahrscheinlich nicht die beste Wahl gewesen. Oh no, ich habe einen verpasst, Mann. Das schießt mich gerade an. Nein, das ist immer so. Das ist einer, den ich nicht schaffe. Nein! Yeah. Yeah. Man. Oh shit, Oli.
You give love a bad name. Nein. Nein, den letzten habe ich verpasst. What the fuck? Nein, ich verkacke es noch. Fuck, Mann. Das Schluss habe ich übelst verkackt. Chat. Übelst verkackt. 4 Sterne, 92%. Immerhin, immerhin. So, Pinkeli, nur für dich. Jetzt muss ich noch mal schnell den Chat lesen. Ist noch irgendetwas gekommen? Natürlich. Dann erst noch zu spät heimgekommen. Oha, ich habe es also gewusst. Ein Batman, das ist natürlich auch eine Variante, Chat. Das ist auch eine Variante, wie man es falsch verstehen kann. Chat, ich mache jetzt den Rage-Stop rein. Auch kannst du es wissen. Also wenn ihr mich noch empfehlen wollt. I'm sorry, Rage-Stop ist drin. Haben wir noch irgend... Oh, Boston. More than a feeling, hey. Chat. Fienchen, mach nur. Mach. Alle, wenn ihr Vorschläge habt, einfach reinschreiben. Und wenn mehrere Vorschläge kommen, dann schaue ich schnell, was rum ist und dann entscheide ich mich für irgendetwas. Bryan Adams. Hey, nein, aber das kann nicht... Fienchen! 3! Nein, aber wieso ist Bryan Adams nicht drin? Das kann ich nicht sehen. Manchmal habe ich das Gefühl, die Suche ist nichts. Jetzt gehe ich schnell. Ja, nein, es ist wirklich nicht drin. He? Also, wir haben keinen Bryan Adams. Ich check's aber auch nicht, wieso. Ich check's auch nicht. Da haben wir Bryans, aber die sind anders geschrieben. Das kann ja nicht sein. Nein, wir haben wirklich keinen Bryan Adams. Krass, Mann. Chat ist ja da zum falsch verstehen. Van Halen haben wir ganz sicher. Ich glaube, da hat es ein ganzes Add-on gegeben für Van Halen. Schau dir mal die Songs an. Also, let's go. Wir haben Ain't Talking About Love. Wir haben And the Cradle Will Rock. Das ist mir jetzt nicht geläufig. Atomic Punk. Beautiful Girls. Cathedral. Dance the Night Away. Eruption. Wenn ihr mich plagen Wie gut. Everybody Wants Some. Feel Your Love Tonight. Hang 'em High. Das ist mir alles nicht so geläufig. Hear About It Later. Hot for Teacher. Welches ist das? Oh, ja genau. I'm the One. Ice Cream Man. Intruder. Oh,
Pretty Woman. Jamie's Crying. Jump. Kann man. Oh, okay. Ich gehe mal schnell. Also Jump sehe ich gerade. Was ich auch sehe, ist Panama. Panama ist halt auch ein geiler Song. Oh, You Really Got Me. Das schaffe ich auf Expert, oder, Chat? Easy, Mann. Vielleicht nicht 100%. Mal schnell schauen. Expert. Easy. Loss of Control wäre passend zum Gameplay vor allem. Das ist true. Machen wir Jump. Geiler Song. Geiler Song. Für Fienchen Van Halen Jump. Hallo? Ich fange nochmal von vorne an. Chat, aber das ist doch keine Gitarre, die hier spielt, oder? Macht das Sinn, dass ich das spiele auf der Gitarre? Ist das nicht eher ein Keyboard? Ich sage gleich nicht. Hey, what the fuck? Hey, drücke ich wirklich die falschen Knöpfe? Oh no! Das. Ich kann es nicht. Shit. Ich drücke die falschen Knöpfe, Mann. Eine Gitarre. Okay, ja gut. Fair enough. Stimmt. Der Wechsel ist noch übel. Nein! 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 Oh, come on. Oh. Ja, genau. Ich gehe hin und her mit dem Finger. Das mal aufhören. Oh Mann, das ist nicht einfach. Und das hasst ich am meisten. Wenn ich noch auf dem einen muss draufbleiben, das geht gar nicht. Pedro, kannst du mir auch etwas abgeben?
Okay, so einfach ist es nicht gewesen. Das habe ich 81%. Ja, immerhin. Aber es hat schon Parts drin gehabt, die sind echt schwierig. Wohin jumpt er? Aber hey, findest du, das könnte schon sein, dass es wegen dem drinnen ist, weil es halt so, es ist das Keyboard, wo man wie eine Gitarre umgeschnallt hat. Das macht natürlich Sinn. Chat, das muss ich gerade schnell überlegen. Mein Vorschlag, wir machen noch 2 Songs. 2 Songs und dann machen wir Feierabend. Haben ihr gerade noch irgendeinen Wunsch? Irgendeine Idee vor allem? Etwas, wo wir schnell suchen können? Ich gehe da mal schnell ein bisschen durch, was wir haben. The Vines. Volbeat. Cynthia. Ich habe schnell einen Live-Auftritt geschaut und sie spielen tatsächlich Gitarre über den Synthi. Okay, interesting. Habe ich nicht gewusst. Chat, was meinen Sie so Volbeat? Also ich wäre für Volbeat, ohne Scheiß, Chat. Sind ihr dabei? A Warrior's Call ist von Rockband 3. Mal schauen, wie gut dass ich in Expert kann. 1. Arti, let's go. Volbeat, A Warrior's Call. Sehr geiler Song, sehr geile Band. Habe ich auch schon live gesehen. Damals im Sumpf. Oh, okay. Nein! Aber den Anfang habe ich nicht schlecht gepackt. Oh! Oh, das ist tricky. Wow, okay. Okay, das ist tricky. Nein, ja, den letzten habe ich nicht verwünscht. Das ist echt schwierig. Oh nein, no. Nein. Falsche Knopf.
Die habe ich aber schön verwünscht, Chat. Holy shit. Nein, jetzt... ich hätte Star Power vorher nicht müssen machen, Mann. Oh, die habe ich verwünscht. What the hell? Nein, einer wieder nicht verwünscht, Mann. Oh, jetzt geht's gar nicht mehr. Falscher Knopf. Falscher Knopf, fuck. Ist das schon der Song gewesen? Geht's noch weiter? Ich glaube, das war der Song gewesen. Oha. Oh, okay, 90%. Krass, krass. Wallbert. Ey, echt eine gute Band. Wie gesagt, habe ich am Sonisphere, ich weiss nicht, wer von euch war, dort, wo wir im Sumpf gestanden sind, dort habe ich sie gesehen, ist... Das war lustig. Sie sind auf die Bühne gekommen und haben sich bei Metallica bedankt, dass sie die Vorband waren. Weil Metallica hat vorher gespielt und dann hat Volbeat gespielt. Das war alles ein geiles Erlebnis. Im Sumpf. Chat, machen wir noch einen. Merci, Arti, danke. Was haben wir noch? Wie immer, einfach rein mit euren Wünschen. Dann gehe ich suchen. Vielleicht sehen wir irgendetwas. Weezer. Ja, Weezer. Was hat Weezer da für geile Songs? Schwierig. Island in the Sun. Island in the Sun kenne ich. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Was haben wir noch? The White Stripes. Seven Nation Army. Thunderstruck. Oha. Okay, jetzt habe ich schon gedacht, dass wenn das nicht drin ist. Chat, wir schliessen ab mit Thunderstruck. Auf Expert. Das wird aber übel auf Expert. Wenn ich euch sagen, auf der echten Gitarre ist der Part mega easy, aber ich habe das Gefühl, im Guitar Hero ist es ein absoluter Pain. Wir probieren es mal auf Expert, holy shit. Alles mega nice. Hey, allgemein sehr geile Songs drin. Wir probieren mal das Was ach, what the hell? Da kann ich ja noch einen Döner bestellen in dieser Zeit. Chat. Da bin ich gespannt. Wie das da gemacht ist. Das werden Hammer-Ons sein durchs Band durch. Ich muss schnell überlegen. Hä? Diddle. Danke vielmals. Nein, das ist aber übel. Ich glaube, es ging schon, wenn ich das Prinzip draussen hätte. Oh Mensch, schnell. Bringe ich das hin? Also es ist immer der Grün. Chat, ohne Scheiß, ich mache das nicht auf Expert. Das ist verkacke in den ganzen Song. Wir machen das, wir starten nochmal von vorne. New Song, aber wir starten nochmal von vorne. Nennt Hard.
Oh, ich will den letzten Song ein bisschen geniessen. Also es ist definitiv so, wie ich es gesagt habe. Diddle, diddle, diddle. Auf der echten Gitarre. Easy peasy. Und das sind auch Hammer-Ons auf der echten Gitarre. Also man kann es auf verschiedene Art und Weise machen, aber grundsätzlich kann man es mit einem Finger machen. Diddle, diddle, diddle. Also, hey, Chat, let's go. Ich spiele das auch sehr kompliziert. Aber ich bin im Flow. Thunderstruck. Oh no, ich habe alle verpasst. Oh, what the fuck? Oh shit.
Nein. Habe ich einen verpasst? Nein. Also gut, das ist alles so komisch. Wow, shit, das sind irgendwie über 95% Chat. 97%. Let's fucking go, Chat. Wow. Danke vielmals. Merci vielmals, Sir Simple. Jetzt bin ich so richtig fix und fertig, Chat. Fix und fertig. Nicht fix und fettig, sondern fertig. Und auch nicht fetisch, ne? Ich bin am Schwitzen. Hey. Holy moly, Chat. Ich bin am Schwitzen. Chat, wir suchen uns noch schnell ein Raid-Ziel. Und dann stehe ich, glaube ich, einfach eine halbe Stunde auf dem Balkon und so ohne Scheiß. Ich könnte ohne Scheiß, ich könnte halt noch so einen. Shit, nein. Nehmen wir irgendetwas Gemütliches raus, das ich draufsetzen kann. Und dann chill ich ein bisschen dort. Hat das nicht. Ja, genau, fick und fertig. Fick und fertig. Kein Wunder bei den Temperaturen im Zimmer, ja. 31,6 Grad. Und ich bin auch müde. Also, ich muss auch wissen, ich bin ja mega früh aufgestanden, tatsächlich gestern. Ich glaube, ich bin um 5 Uhr wach gestern. Weil ich mega früh bin schlafen, dann bin ich einkaufen. Dann war der Stream mit dem Ullen und dem Blackjack und dem Decor. Also ich bin auch schon mega lange auf dabei und ich bin komplett durch. Es ist zu heiß. Control hat mir ein bisschen Control hat mich ein bisschen genervt mit den Abstürzen. Es ist alles ein bisschen. Es ist alles ein bisschen. Und ich weiss auch nicht, Chat. Ich frage euch jetzt, die da sind. Was denkt ihr, was wir nächstes Mal am besten machen? Probieren wir es nochmal mit Control, aber das wird, glaube ich, mega schwierig. Also ich müsste die Offstream mal schauen. Was würdet ihr am liebsten sehen? Control 1, Control 2, Alan Wake 2 DLC. Und wir jetzt wissen, wir brauchen gar keinen Speicherstand, um das zu machen. Oder komplett neues Game. Komplett neues Game wäre natürlich auch eine Option. Und dann müssten wir mal schauen, was es ist. Tomb Raider, also die neueren, wäre eine Option. Uncharted wäre eine Option. Stressiger Talk. Wow, wie hat ein Sturm hier gerade? Ich bin Taste Troy! Kapiert? Ich bin Taste Troy! Ja! Ey, Bounce, Mann, um die Zeit. Aber du bist nicht einmal zu spät, weißt du? Du bist nicht einmal zu spät. Es ist dann, wenn du immer kommst. Bounce. Aber wir sind am Feierabend machen, tatsächlich. Demo-Stream. Also so. Was stellst du dir genau vor? Hast du irgendwie ein Game im Sinn? Also ich nehme an, so Demos halt. Ich nehme an, das ist die Sparte, wo man so Demos von Spielen anzockt. Eins, zwei, drei, das wird passieren. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Eis schon weggeht, ohne Scheiß. Ich habe es vorhin schon gesagt, es ist mir ein bisschen verleidet. Weil ihr müsst sehen, das ist jetzt ein Mal, wo es mir wieder abkratzt, wo ich irgendwie wegfinden muss. Aber es kommt ganz sicher ein weiteres Mal und ein weiteres Mal. Und jedes Mal muss ich verdecken oder wieder Troubleshooting machen. Was machst du wegen den Games jetzt? Ja, das ist jetzt halt die Frage. Oder? Wir testen alles durch. Ich glaube nicht, dass es gehen wird, sorry. Ich glaube es eben auch nicht.
rein von der Location, wo wir sind, komme ich nicht gescheit weg. Und vor allem habe ich es geladen, es ist mir direkt abgestürzt. Also ich kann keinen Schritt machen. Sagt der gestern um 6 Uhr am Morgen reingekommen ist, ja, weil ich eben so früh aufgestanden bin bei uns. Ich bin so früh aufgestanden. Ich habe ja noch gesagt, hey, guten Morgen, ich habe gerade geschlafen, ich bin jetzt geschlafen. Ja, Control kratzt einfach ab. Control ist, ich weiss nicht, was es liegt, miserabel programmiert, würde ich jetzt mal behaupten. Und es gibt so Stellen, wo es einfach abkratzt. Egal welche Grafikeinstellungen. Es gibt auch so Stellen, die mag das Game nicht tragen. Ich weiss nicht, was es ist. Es sind sehr viele Demos rausgekommen mit all diesen Game-Shows. Hey, es wäre eine Möglichkeit. Vielleicht, also ich mache mir mal Gedanken. Und sonst machen wir es irgendwie so ein bisschen spontan dann halt auch. Mal gucken, aber das ist eine Option, dass wir auch mal ein bisschen Zeug anzocken, Demos anzocken. Ein bisschen schauen, was kommt alles, was könnte geil sein. Gut, eins abgehakt, würde ich eben schon auch sagen, ja. Gar nicht erst probieren. Abgehakt. Wie gesagt, Alan Wake 2 DLC würde mich halt schon wundern. Es würde mich schon wundern. Vielleicht ist es auch dann da, wo wir machen. Game wieder kaputt. Ja, Chat, ich sage, er bringt es absichtlich zum Abstürzen, weil er insgeheim Stickdrift hat. Kein Bock hat. Okay, kein Bock. Beim Bounce wäre es eher der Stickdrift. Nein, im Fall, ey, ohne Scheiß. Control finde ich inzwischen echt geil. Ich würde es mega gerne weiterzocken. Ich würde es wirklich mega gerne weiterzocken. Am Anfang hatte ich Mühe gehabt. Am Anfang hättest du recht gehabt, Bounce, dass ich einfach keinen Bock mehr habe. Inzwischen habe ich Bock, aber das Spiel lässt mich nicht spielen. Und das ist super mühsam. Auch kein Mann. Ein neuer Controller. Ja, ich habe es mitbekommen. Und ich habe ja dann auch gesagt, ja, aber Bounce, was sind jetzt deine Ausreden? Was sind jetzt deine Ausreden? Ja, das war nicht geschickt. Eigentlich hättest du einen neuen Controller kaufen, aber du hättest ihn niemandem zeigen. Und einfach immer weiterhin sagen, ja, Stickdrift und so, Chat, Stickdrift. Chat, ich gehe mal schnell schauen, wer wir noch live haben. Ich bin so kaputt im Fall, so kaputt. Chat, habt ihr noch irgendjemanden auf Twitch, der gerade live ist, wo ihr sagt, hey, das ist eine coole Person, das würde sich lohnen? Irgendjemand, der ihr followt? Ich gehe mal schnell bei mir in die Liste schauen. Schufki hat uns ein paar Mal geradet. Mal schnell einiges hingucken. Schufki war auch mit Cam unterwegs, mit Octopath Traveler 2. Ich nehme ihn mal auf die Liste drauf. Er ist auch noch mit im Game drin, das sieht gut aus, ist aber auch schon lange live tatsächlich. Traumi war auch mal hier bei mir im Chat, ist auch mal mitgeradet worden, streamt selber auch. Ist mit Just Chatting unterwegs. Ich nehme sie mal in die Auswahl rein. Der El Loco wäre rum. Nehme ich auch in die Auswahl rein und dann schaue ich noch schnell. Der Stroh-Dave, wenn ich jetzt schaue und du bist am Raid-Ziel suchen, dann drehst du es. Der Stroh-Dave ist übrigens auch noch. Jetzt lädt der Spiele falsch runter, um nicht zu sagen, oh, das habe ich mitbekommen. Dann sagt er so. Dann sagt er irgendwie so Sachen, ja, das ist jetzt der falsche Teil und so, oder? Das ist unglaublich. Also weißt du, Bounce, es gibt Sachen, die glauben die Leute dann einfach nicht mehr, oder? Das kann nicht sein. Chat, ich lasse euch übrigens noch entscheiden, ich habe da vorsichtig sein. Hey, aber wie findest du Mafia bei uns? Real Talk, wie findest du Mafia? Und ich es eben gesehen habe, es hat mich mega erinnert, weil ich es dort auch gesagt hatte. Und
die Passagen, wo ich dort zugeschaut habe, das habe ich halt mega gefühlt, weil ich das noch in Erinnerung habe. Es ist halt schon ein geiles Game. Was soll ich jetzt noch machen ohne Troy am Samstag, Arti? Ich weiß es auch nicht. Ne? Du schmeißt jetzt, keine Ahnung, was du hast, irgendeinen Streaming-Dienst, holst dafür Amazon Prime. Arti, hast du The Boys gesehen? Hast du die neue Season von The Boys gesehen? Das könntest du dir geben, wenn du es noch nicht gesehen hast. Wenn du noch gar keine Staffel gesehen hast, dann fährst du beim Eis an. Einfach The Boys reinziehen. Geniale Serie. So, ich mache mal schnell den Poll. Wohin raten wir? Wohin raten wir? Erste Option Strohhut Dave. Kein neuer Name. Aus Deutschland mit Elden Ring. Dann haben wir den El Loco Suizo. Auch kein neuer Name. Ist im Kiosk in Paraguay. Ein Schweizer. Dann gehen wir, was nehme ich noch rein? Traumi als Traumtänzerin. Ist glaube ich auch schon da gewesen. Habe ich sie schon mal graded? Ich bin mir nicht sicher, jetzt gerade ehrlich gesagt. Mit Just Chatting aus Deutschland. Und dann nehme ich noch den Schufki. Ganz einfach, weil er mich schon x-mal graded hat, der Schufki. Ist unterwegs im Octopath Traveler. Irgend so ein Side-Scrolling-Game. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber es sieht noch interessant aus. So, ich habe noch einen 5. Wenn ihr noch etwas reingeschrieben habt, dann nehme ich noch einen 5. drin. Aber ich glaube, da war nichts. Schnell durchschauen. Hey, ich habe so richtig Bock auf Mafia. Hey, das glaube ich. Es spielt mir auch mega lang her und ich habe so gute Erinnerungen daran. Ja, aber ich glaube, das musst du aber auch geniessen. Es ist ja schön, weil es halt auch so ein bisschen Story hat. Du hast die Interaktionen, du lernst die Leute kennen. Und das macht es eben schon auch aus. Octopussy. Octopussy. Also, Chat, wir machen schnell 3 Minuten Umfrage. Alle, die da sind, alle, die mich jetzt hören, alle, die jetzt schlafen, wachen auf. Geht schnell an euer Handy, geht an euren PC, tun schnell mitvoten. Wo raiden wir an, lieber Chat? Gehen nochmal schnell durch. Strohhut Dave, El Loco Suizo, Traumtänzerin, Schufki. Gebt euch ein Vote ab. Strohhut Dave mit Elden Ring, El Loco mit Just Chatting ist im Kiosk, Traumtänzerin mit Just Chatting, Schufki mit Octopussy. Nein, Octopath Traveler oder so. Chat. Okay, 2 Votes auf Strohhut Dave. Let's go. Ihr könnt nicht einfach ausgleichen. Chat, 3 Votes auf dem Strohhut Dave. Let's go. Wait a second. Moment schnell. Das ich hat halt über 1000. Was ist denn passiert, Chat? Der hat aber einen Raid reinbekommen, oder? Also der hat es nicht 1000. Das kann ich euch garantieren, dass der nicht 1000 hat. Der hat einen Raid reinbekommen. Heftig, Mann. Oha! Ja, da fallen wir ja nicht einmal mehr auf beim Strohhut, Dave. Das ist wie der Tropfen auf den heißen Stein, wenn ich da rein raide. Bevor wir die Trade-Message haben können schreiben, sind wir schon verdunstet. Vom Winden verweht, Chat. Obwohl Elden Ring Streams echt nerven. Also Chat, ich kann nicht immer noch entscheiden, er hat noch 53 Sekunden. Wenn irgendjemand Nomen ist, der es wegkehren, dann könnt ihr jetzt noch kehren. Aber wie gesagt, also, der Dave, das ist ein guter und ich nehme an, er hat einen Raid reinbekommen.
Ist ja auch geil. Hat er auch verdient. Elden Ring ist auch nicht mein Ding. Hey Pascal, oh mein Gott, ich habe es gar nicht gesehen. Pascal, merci für 500 Biddies. Danke vielmals für deinen Support. Und Pascal, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Wir sind gerade am Beenden. R6-Fighter, Gigoman. Wir sind gerade am Beenden, sorry. Aber grüezi. Wie geht's euch? Wie geht's euch? Hallo und wie es aussieht, adios. Ja. Hey, wir sind gerade am Voten für den Raid. Und holy shit, Chat, ihr habt so Schuff. Ihr habt so Schuff getragen, ihr geile Sicher. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber Schuff geht raus. Also dort. Will. Also ich muss ehrlich sagen, ich weiss nicht, ob wir schon mal zum Schuff gehen können raiden, aber er hat uns irgendwie schon 6 Mal geradet oder so. Er ist mit 4 oder 6 Viewers jetzt unterwegs. Also ich würde sagen, das lohnt sich. Lernt viel Liebe dort, nehmt eine Trade Message mit. Ich starte direkt mal schnell den Raid. Du dreckige Schiff, Mann. Sir-Bassin-Pelle, du dreckige Schiff. Du dreckige Schiff. Hey Dave, ja, Octopath Traveler hast du gehört. Das ist richtig beim Schuffgi. Das hat jetzt aber gedauert. Hey, sorry. Hey Pascal, erstens bin ich durch. Es ist verdammt warm. Und ich bin durch. Bitte nicht persönlich nehmen. Danke vielmals für den Support. Hey, es ist appreciated. Keine Ahnung, wer du aufgehst, aber Octopath ist ein fucking grossartiges Game. Let's go. Let's go. So, Chat. Für die noch keine Karte gezogen haben, die können jetzt eine Karte ziehen. Ich glaube, das geht nicht. Ich weiß nicht, wieso sie das jetzt erwähnen. Aber wir gehen jetzt zum Schufki. Schufki, Octopath Traveler, kopiert euch die Message für Subscribers oder kopiert euch die Message für Nicht-Subscribers. Ich wäre mega froh, wenn ihr die bei ihm noch schnell reinkopieren würdet. Vielleicht noch schnell ein paar nette Worte schreiben. Wie gesagt, er hat uns schon mega viel geradet und das schätze ich sehr. Und ich bin froh, kann ich das einmal mal zurückraiden zum Schufki. Und es war ein geiler Stream, es war zu warm auf jeden Fall. Wir haben ein bisschen Control machen. Wir haben Control Hauptstory durchgegamet. Also hey, immerhin das Achievement. Das ist nice. Aber die gehen leider jetzt nicht. Bounce. Hey, lieber Chat, danke für alles, danke für den Support, danke, dass ihr dabei sind. Und schlafen gut. Bye bye, tschüss zusammen.